Ja, ja. Twitch will ja jetzt eine all-around Social Media Plattform werden. Also quasi Instagram und TikTok. Weil da gibt es ja auch Stories und den ganzen Quatsch. Die Stories werden Folgendes machen. Hey, ich bin jetzt live, komm in meinen Chat. Das wird alles sein, was in diesen Stories gepostet wird. Mal gucken. So, ein wunderschön, ne? Was geht ab? Was geht ab? In 50 Sekunden bin ich live quasi. Und ich habe gerade gesehen, ich habe es mal getestet. Moment, ich muss ganz kurz. Was auch immer. Ich habe jetzt keine Lust auf Kommentare Kommentare im Live-Chat jetzt auf YouTube, ja, aber nicht auf irgendwelche Videos von mir. Da antworte ich nach dem Stream drauf. Ja. Ich habe mal getestet. Twitch. Normalerweise war YouTube ja immer quasi langsamer, weil ich da eine höhere Latenz eingebaut habe, weil ich ja eine größere, eine größere Qualität geboten habe. Darf man aber nicht, laut den neuen Richtlinien von Twitch. Darf man ja jetzt auf beiden Plattformen streamen, aber man darf nicht irgendwie die bessere Qualität jetzt auf YouTube bieten als auf Twitch, was halt kompletter Bullshit ist. Aber wir sind quasi genauso schnell, das ist Wahnsinn. Wir sind quasi genauso schnell. Krass, ne? So, gehen wir hier rein. Hi. Wir warten darauf, dass das live geht. In der Zwischenzeit mache ich mal... Ich habe noch keine Szene für mich in groß, tatsächlich. Fällt mir gerade so auf. Habe ich noch nicht. Habe ich einfach noch nicht. Jetzt blöd, ne? Kann ich nochmal Videoaufnahmegerät, die Sony, nochmal hinzufügen? Ja, kann ich. Hi, ne? Guck mal, ich habe ein bisschen rumgespielt. Also ich kann jetzt einmal machen, dass ich heller bin. Hi. Das ist nämlich wichtig. Das hier ist quasi wichtig für, wenn ich mit dem VoIP arbeite, ist das hier wichtig, dass ich sehr hell bin und keine Ahnung. Noch besser ging es aber tatsächlich, als ich das hier gemacht habe. Weiß ich nicht warum. Als ich kaltweiß war, ich finde kaltweiß ist schrecklich für so einen Livestream ist das schrecklich, da sollte man schon warmweiß haben, aber in kaltweiß ging es tatsächlich noch eine Runde besser. Wenn ich das VoIP benutzt habe. So, ich mache jetzt ganz kurz mal Folgendes. Das habe ich nämlich noch vergessen. Fällt mir gerade so auf. Kopieren, einfügen. Hinne. Hinne habe ich nämlich vergessen. Hinne habe ich nämlich vergessen. Das ist nämlich der da und der da. Oh. Jetzt sind die auch an. So, hi. Für die Leute auf YouTube. Auf YouTube kann ich leider kein Gewinnspiel machen. Ja, nicht so ein Gewinnspiel, wie ich es hier auf Twitch habe. Auf Twitch läuft ein Gewinnspiel. Ihr kriegt pro Stunde 6 Punkte. Diese 6 Punkte könnt ihr dann in ein Ticket einlösen. Das bedeutet, jede Stunde kann man ein Ticket sammeln und dann hier oben, oben in der Ecke, Gewinne und so. Es gibt nämlich eine Avenger Titan Starter Pack zu gewinnen. Ich habe das Ding einfach nur angemacht. Das ist jetzt quasi in Anführungszeichen mit den Standard-Einstellungen, die man so hat. Das bedeutet 6 Tickets. Ne, ein Ticket kostet 6 Punkte. Ja. Subscriber kriegen es doppelt an Tickets. Wer donatet oder Bits reinhaut, pro 100 Bits gibt irgendwie
Multiplier von so und so viel und so weiter und so fort. Ja, also es ist so ein Standard-Gewinnspiel von Stream Elements, wo man sich reinkaufen kann, wenn man das möchte, aber ja, müsst ihr nicht machen. Wir werden das Gewinnspiel am Ende von dem zweiten Tag, wenn der zweite Tag rum ist, wenn die CitizenCon fertig ist, da wird quasi das Gewinnspiel auch auslaufen. Und ja, also, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, einfach zugucken. Ja, das ist das Wichtige. Einfach und zugucken. Und dann könnt ihr am Ende einfach Ticket 1 und so weiter, könnt ihr Tickets halt kaufen. Jede Stunde könnt ihr ein Ticket kaufen. Ja. Ich habe nicht sowas eingestellt, wie wenn man einen Sub verschenkt oder sowas oder wenn man selbst reinsubbt, dass man dann auch noch irgendwie Punkte bekommt oder sowas. Das habe ich jetzt nicht eingestellt. Ich finde schon selloutig genug, wenn man donatet, dass man dann quasi mehr Punkte sammeln kann als andere, um seine Chancen zu erhöhen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, keine Gifted Subs. So. Genau. Hi. Wir starten gleich mit der CitizenCon. In 16 Minuten ist es soweit. In 16 Minuten ist es soweit. Ich habe hier mal, ihr seht es jetzt gerade nicht, weil ihr mich seht. Doors open. Ja. Die sind seit 2 Stunden offen, die Türen von der CitizenCon, aber der Livestream fängt, glaube ich, jetzt gleich erst an. Mit Sharping the Worst, The Future of Star Engine, Entschuldigung. From Pixel to Persistence. Danach kommt Fix It and Fly It. Resource Management. Danach kommt die Cosplay Competition. Dann 1 Stunde Essen. Dann Talking Ship. Da könnte wieder, also da wird wieder wahrscheinlich sowas kommen wie, wir haben hier wieder Schiffe, was sollen wir als nächstes bauen? Ja? Das, was letztes Jahr mit der RSI Comet passiert ist. Ja? Das ist dieses Jahr mit am Start wieder. Und dann Navigating the Universe. Neues UI von der Map anscheinend. Und das ist Tag 1. Also heute ist gar nicht so viel. Erstes Segment geht 1,5 Stunden, dann nochmal 1 Stunde, dann 1 Stunde Pause, dann nochmal 1 Stunde und nochmal 3 Stunden. Anscheinend. Keine Ahnung. Morgen ist ein bisschen länger. Morgen ist der Tobi dabei, heute ist der Tobi nicht dabei. Tobi ist heute auf einer Hochzeit. Und deswegen fehlt der heute. Ich bin auch direkt sauer gewesen auf ihn. Aber anscheinend war das wichtig. Ich hatte ja ein paar Mal bei mir im Discord gefragt, ob jemand anderes für den Tobi einspringen will. Hatte niemand was gesagt, deswegen mache ich das jetzt heute komplett alleine. Heute sind wir komplett alleine. 15 Minuten noch. Was haben wir denn sonst noch? Das Goodie Bag. Hat man das Goodie Bag jetzt schon in-game? Hat man das jetzt schon in-game? Weil ich bin der Meinung, dass ich das hier auf dem PTU mal gesehen hatte. Diese Klamotten da. Bin ich der Meinung, dass ich die hier mal im PTU gesehen habe. Noch einmal schmollen für Tobi. Ja, ist ekelhaft, oder? Ich finde das fürchterlich. Geht ja einfach auf eine Hochzeit. Während der CitizenCon. Also, erstens, man verschiebt Hochzeiten deswegen, ja. Zweitens ist es nicht mal seine eigene, ja. Und drittens, CitizenCon. Also, verstehe ich jetzt nicht. So, ich hab das nämlich hier. Wow. Ich habe das nämlich, das Goodie-Ding hier, das habe ich. Aber irgendwie, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob da irgendwie was ist. Angeblich sollte ich auch in meinen Hangar die Avenger Titan bekommen.
die ihr dann hier bekommen könnt, da hinten in der Ecke. Aber habe ich noch nicht bekommen, aber ich habe mit Ulf gesprochen und der meinte zu mir, mach dir keine Sorgen, ruffle das Ding einfach, gebt mir die Handles und ich schicke dann der Person das persönlich sozusagen. Also ihr kriegt definitiv das Avenger-Ding. Das kommt nicht von mir, das kommt von CIG selbst, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Finde ich unglaublich geil, einfach, dass CIG da gesagt hat, ja klar, machen wir. Machen wir. Das nächste Giveaway wird bei 5000 Subscribern auf YouTube kommen. Und da wird da das nächste Giveaway kommen. Ich bin nicht so der Typ, der sagt, ey, ich muss jetzt, also von CIG, ich bin nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich muss unbedingt, um meine Zuschauerschaft aufzuwerten, die ganze Zeit Giveaways raushauen. Ey, jetzt kraken Giveaway und das läuft dann einen Monat und dann habe ich einen Monat lang 4000 Zuschauer und danach habe ich 3. Habe ich keinen Bock drauf. Und man müsste das halt die ganze Zeit machen und man muss von den Preisen immer höher gehen und immer höher gehen und immer höher gehen. Was ich aber machen werde, oder eventuell vorhabe zu machen, vielleicht findet ihr das auch eine gute Idee. Und zwar, ich möchte jeden Monat, den ganzen Monat, das wollte ich eigentlich ab Dezember machen, vielleicht mache ich das jetzt ab November schon, den ganzen Monat ein Giveaway durchlaufen lassen und jeden Monat dasselbe. Jeden Monat dasselbe. Ich steigere mich nicht, ich mache nicht höhere Sachen rein oder sonst irgendwas. Das läuft jeden Monat einfach ein ein Aurora Starter Pack. Aurora MR Starter Pack. Jeden Monat. Wie wären das? Wäre doch eigentlich geil, oder? Jeden Monat werden dann die Coins quasi komplett resettet, die ihr habt. Jetzt habt ihr ja auch, also jeder, der jetzt eine Stunde lang zuguckt, kriegt 6 Coins. Diese 6 Coins kann er dafür einsetzen, um ein Ticket zu kaufen. Ja, hier, da oben in der Ecke. Da ist das Giveaway. Und so habe ich die Idee gehabt, dass man das einfach quasi genauso macht. Jeden Monat immer das gleiche, immer eine Aurora. Ja? Jeden Monat immer eine Aurora. Die lässt man durchlaufen. Fertig. Nix Größeres, weil ich finde, wenn ich einmal anfange, was Größeres zu machen, dann sagen wir mal, ich fange mit einer Aurora an, beim nächsten Mal ist es eine Avenger, beim nächsten Mal ist es eine Cutlass Black und dann, wenn ich wieder zu einer Avenger gehe, sagen alle, hä, letzten Monat war es noch eine Cutty. Ja? Deswegen, ich glaube, wir machen das kontinuierlich immer pro Monat ein Giveaway, außer CIG kommt noch dazu. Wenn CIG dazu kommt und sagt, hey, du kriegst wieder was, dann hauen wir das natürlich raus, aber pro Monat eine Aurora MR als Starter Pack. Finde ich, glaube ich, eine geile Sache. Finde ich, glaube ich, eine geile Sache. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch. Zehn Minuten. Was sind Special Offers? Was sind denn gerade die Special Offers? Nomad CitizenCon 2953 Starter Pack für 78 Mark. Gute Sache. Guck mal, wer sich hier reingeschlichen hat von der Hochzeit. Gerade noch über ihn gelästert, schon schreibt er. Falls ihr euch fragt, ich bin auf beiden Kanälen gleichzeitig live. Ich bin jetzt auf Twitch und auf YouTube jeden Tag live. Also, wenn ich live bin, bin ich jetzt immer auf beiden Kanälen live. Ich wollte ja eigentlich generell nur zu YouTube gehen, habe das ja ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr probiert. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt hat Twitch gestern auf der TwitchCon ihre Reglements ein wenig geändert. Und deswegen bin ich jetzt einfach immer doppelt live. Ja, ich bin einmal auf Twitch. Hab hier so eine kleine Pissfliege. Die ganze Zeit so eine kleine blöde Obstfliege. Deswegen, also ihr könnt euch entscheiden, wo ihr guckt. Auf YouTube selbst kann ich keine Giveaways machen. Das funktioniert nicht. Deswegen Giveaways, wenn ihr Tickets wollt, Twitch. Ja? Das geht nicht. Sonst hätte ich 2 Giveaways gemacht. Sonst hätte ich gesagt, okay, CIG sponsert eine Avenger Stalker und ich sponsere eine, dass wir auf beiden Plattformen quasi was machen können. Es geht aber nicht. Ich kann über Stream Elements kann ich nicht einstellen, mit diesem Ticketsystem, mit dem ich auf Twitch arbeite, das gleiche auf YouTube zu machen. Geht nicht. Vielleicht kommt das demnächst und dann machen wir das da auch, ja? Aber jetzt im Moment geht's noch nicht. So, ja. Die Kanuto gibt's noch dabei. 6 Monate Insurance finde ich ein bisschen mager für einen CitizenCon Starter Pack. Ich finde es aber cool, dass sie gesagt haben, hey komm, wir packen eine Kanuto und einen Sniper mit dabei. Nomad ist generell ein geiles Schiff. Macht man nichts verkehrt. Das ist aber ein nettes Starter Pack Angebot. Ja, definitiv. Und ich versuche immer übrigens beide Chats vorzulesen. Ich habe beide Chats für mich hier, die liegen hier beide, ja, auf dem Monitor.
Ich versuche immer beide Chats auch direkt vorzulesen. Ihr liegt genau nebeneinander, ja? Und keiner ist größer als der andere, ja? Okay? Twitch, der Chat von YouTube ist nicht größer oder kleiner als der von Twitch. Weil in den Regeln steht, also normalerweise hätte ich jetzt halt auch irgendwie hier an der Seite, da, unter meinem Bild hätte ich dann die Chats eingeblendet, aber das darf man laut den Twitch-Regeln nicht. Die haben das so dermaßen gelockert und haben so viele coole Sachen gemacht, aber man darf nicht beide Chats einblenden. Sonst hätte ich jetzt beide Chats da eingeblendet und ihr würdet immer sehen, der hat jetzt gerade aus YouTube vorgelesen oder sonst irgendwas. Ja. Schade, schade Marmelade. Aber ist halt einfach so, ja? Ist halt einfach so. Geht nicht, gibt's nicht, ist nicht. Kapsel! Ich hab sie in meinen Kaffee gepustet. Ah. Hab sie endlich. Ich hab sie in meinen Kaffee gepustet. Und rausgepopelt. So. Lecker, Kaffee. Mit ein bisschen Eiweiß. Ich habe auch, ich glaube, ich habe alles eingerichtet. Also ich glaube, ich sehe auch alle Feeds. Also wenn ihr jetzt auf YouTube subscribt, ja, YouTube Subscription ist ja ein Follow hier auf Twitch. Dann sehe ich das. Ich glaube, ich sehe, wenn jemand reinfollowt, sehe ich da. Ich würde es gerne ausprobieren. Wartet mal. Wir probieren es mal, ja? Wir probieren mal, ob alles funktioniert. Dafür muss ich einmal... nee. Stream Elements ist, glaube ich. Ich sehe alles. Du siehst alles. So, pass auf. Wir sind jetzt gerade auf... das hier ist meine Twitch-Szene. So, dafür müsste ich einmal... Ich gehe mal kurz hier hin. Hi. Nee, ich mach mich groß. Aber ich mach das hier kurz weg. So. Das hier ist jetzt die Twitch-Szene, in der wir gerade sind. Wir machen das mal kurz aus. Einfach nur, um alles zu testen. Wir testen mal einen Follow. Welcome. Kommt jetzt doppelt? Warte, ich mache hier mal den Ton aus, damit es nicht doppelt kommt. So. Sixstar, grüß dich. Moin, moin. Das funktioniert. So, ein Sub. Funktioniert auch. Perfekt. Ein Tipp. Funktioniert auch. Here we go. Money talk. Here comes the money. Und hier funktioniert auch. Margarete spendet 10 €. Geil, Margarete, ey. Danke. Keine Angst, das ist gerade alles nicht echt. Okay, ist alles nicht echt. Glaube ich. Ich glaube, das ist alles nicht echt. So, das ist alles nicht echt. Jetzt mache ich mich wieder groß. Hi, da bin ich wieder. Mach das hier weg und gehe einmal in meinen YouTube-Account rein und hoffe, der funktioniert. YouTube-Account. Ja, er lädt. Dann gehen wir in die gleiche Overlay-Geschichte rein, machen mich wieder weg. Schau. Und sagen, jetzt hätte ich gerne eine Subscription auf YouTube. Welcome. Funktioniert auch, ist nur auf der anderen Seite, merkt ihr, ne? Dann sagen wir, jemand auf YouTube tippt. Here comes the money. Here we go. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bling, bling. Funktioniert Jerry auch. spendet 10 €. Und jetzt haben wir noch einen Member kurz raus. Member ist quasi die Subscription auf Twitch. Funktioniert auch. Okay, perfekt. Funktioniert alles, Leute. Alles eingestellt, alles funktioniert. Normalerweise, ich will euch nämlich mal ganz kurz was sagen. Normalerweise ist das nämlich so, ey, wenn du das machen willst, ja, dann musst du hier unser Restreaming pro bla 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 nutzen und dann kannst du das so einblenden, bla 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 bla. Und ich dachte mir so, nee, ich beschäftige mich 10 Sekunden damit und dann geht's auch. Ey, ich bin hier im Fokus, nicht mein Rechner, ja, Fräulein. Ja, so. So ein Ding ist das nämlich. Habe ich mir nicht gedacht. Kann ich nämlich selbst einstellen. Ich bin ja blöd. Restream oder wie die Kacke heißt. Pro-Version für 49 € im Monat. Auch kein Schwein. Wenn man ein bisschen weiß, was hier los ist, dann weiß man, was hier los ist. So ein Ding ist das nämlich. So, Hallöchen erstmal alle. Sixer, grüß dich, Obstkuchen, moin moin, Luppes, Hallöchen, Mimi. Hallo. Dann haben wir einen Valerich.
bei YouTube und den Imeran bei YouTube. Ich grüße euch. Hi. Wie geht's euch? Wie geht's? Ich hoffe, euch geht's hervorragend. Mir geht's hervorragend. Ich habe ein richtig schönes Bauchgefühl. Das kommt so ein bisschen durch den Luppis, weil Luppis und ich uns so gegenseitig gebauchpinselt haben und gesagt haben, das wird bestimmt auf der CitizenCon passieren. Wir beide sind die enttäuschtesten Menschen auf dem Planeten, wenn die CitizenCon vorbei ist. Aber ist ja auch egal. Guck mal, was ich anhab. Quantum Crisis. So ein Ding ist das nämlich. Ist gestern erschienen. Quantum Crisis ist gestern das erste Video erschienen. Hab eine Idee. Noch geht die CitizenCon ja nicht los. Ja? Ich esse gerade Burger, Schnitzel und Pommes. Guten Hunger, Tobi. True. Du bist, wir sind die enttäuschtesten von allen. Quantum Crisis. Das große Geld. Let's go. Mach mich mal weg, wa? Ich bin so stolz auf alle, die da mitgemacht haben. Wirklich, ich bin so unendlich stolz auf jeden Einzelnen, der hier mitgemacht hat. Das Ding war Schweiß, Blut und ganz viel mehr. Und alle, die da dabei waren. Danke. Danke. Hier spricht Commander Morgan, der UEES Kerberos. Wir warten noch immer auf das Eintreffen einer Freelancer der Expeditionsklasse hier auf Terra. Diese startete vor einigen Wochen in Tanga Ich habe Autos Quantum Crisis Shirt unter dem schwarzen Shirt an. Sehr gut. und macht Rast vor dem letzten Sprung Richtung Terra im Bereich Microtech. Oh. Der letzte Funkspruch Es tut mir leid, Quantum Crisis. Die CitizenCon startet. Ist es laut genug? Nee, wir machen es lauter. Okay, Chat. Wie enttäuscht werden wir alle sein heute nach dem Ende dieses Tages? Wie enttäuscht werden wir alle sein? Und wie viel Geld wirst du persönlich ausgegeben haben? Das interessiert mich. Hau raus. Komm. Ich mach keine Musik an. Ich mach nichts an. Ja doch, ohne Musik ist auch scheiße. 7 von 10. Ja. Geil. Ganz kurz an die Leute auf YouTube. Wie qualitativ gut läuft hier alles gerade? Ihr seht mich eine Sekunde vor den Leuten auf Twitch übrigens, weil ich hatte ja immer nur ein höheres Delay, weil ich in 2K gestreamt habe. Das ganze Jahr über. Deswegen war der Delay damals auf 4-5 Sekunden. Jetzt ist der Delay auf absolut 0. Ich habe das eben getestet. Im Vergleich zu Twitch, der hat so eine Sekunde Delay. Ja? Die lassen sich wieder feiern. Die lassen sich wieder feiern. Völlig am Überziehen. Schon 2 Minuten zu spät. Fürchterlich. Ich habe heute etwas dabei in meinem Stream, was ich normalerweise nie in meinem Stream dabei habe. Weil ich das so selten trinke, aber ich habe tatsächlich eine Cola, weil ich meine Energy schon leer getrunken habe und ich habe keine Lust mehr, einen Holy zu machen oder so. Deswegen... Jetzt hätte es anfangen müssen. Pyro. 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 Server Meshing.
Server Meshing. Pyro. Persistenz. Persistenz. Server Meshing. Pyro. Wir können ein Trinkspiel machen. Pyro. Persistenz. Server Meshing. Wollen wir ein Trinkspiel machen? Server Meshing. Persistenz. Pyro. Pyro. Persistenz. Server Meshing. Was brauche ich noch? Was brauchen wir noch? Was wird noch die ganze Zeit gesagt werden? Was wird noch die ganze Zeit gesagt? Was denkt ihr? Was wird noch die ganze Zeit gesagt? Ich habe alles so deutsch, warte mal. Pyro. 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 Ja, ich mach ein Bullshit-Bingo auf meinem Go XLR. Persistenz. Pyro. Server Meshing. Squadron 42. Squadron 42. Persistenz. Pyro. Server Meshing. Squadron 42. Ich habe noch ein paar über. Ich meine, ich könnte jetzt CitizenCon machen, aber das ist ja albern. Das wäre ja albern, oder? CitizenCon wäre albern. Pioneer? Ich glaube, zu Pioneer kommt Zero. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was heute im dritten Teil kommen wird die Cutter sein, natürlich. Ganz klar. Die Cutter mit ihren 2 neuen Varianten. Der Storm wird gezeigt, Santokial wird gezeigt. Die ganzen Schiffe, die jetzt mit dem nächsten Patch rauskommen. SRV. Darüber wird gesprochen. Aber eigentlich in Talking Ships reden sie ja über Schiffe, die kommen sollen, wo sie dran sind. Und dann kommt ja noch das Schiff, was im letzten Jahr angeteasert wurde. Oder was im letzten Jahr gewählt wurde. Und ein neues gewähltes Ding müsste ja auch kommen. Ich wünsche mir ein 30k bei der Gameplay-Vorstellung. Komm mal ran. Komm mal. Lupis, komm mal ein bisschen näher. Ein bisschen näher. Lupis, ein bisschen näher, bitte. Lupis, komm mal näher jetzt. So, Lupis. Also, ich erkläre dir jetzt, wie Videos funktionieren. So, also, möchtest du das von mir wissen, wie man ein Video macht? Man nimmt es auf und wenn das gut ist, dann nimmt man das weiter. Wenn das nicht so gut ist und beispielsweise ein 30k passiert, dann nimmt man es nochmal neu auf. Wahnsinn, oder? Pioneer Base Building E1. Kommt alles nicht. Das kommt alles nicht. Es kommt morgen vielleicht. Aber in dem heutigen Zeug kommt das definitiv nicht. In was für wo soll denn das drin vorkommen? Ressourcenmanagement? Glaube ich nicht. Multicrew-Gameplay? Weiß ich nicht. Living on the Edge? Destination Adventure? E1 ist doch ein Schiff, also im Ship-Talk. Ich glaube nicht, dass das da vorkommt, ehrlich gesagt. In jedem Panel kommt die Pioneer. In jedem Panel! In jedem Panel! Das ist gut. Aber die sagen doch immer, es sei live in der Vorstellung. 30k wäre also sogar ziemlich genial. Ja. Das... Jonas. Was ist denn hier schon wieder los? CitizenCon! Pyro. Server Meshing. Squadron 42. Persistenz. Server Meshing. Squadron Server Meshing. Das ist los, Jonas. Das ist los. Grüß dich. Hi, wie geht's dir? Vielen Dank für den
53. T1-Sub. Oder so. Ich weiß nicht, wie man das liest. Vielen Dank für 53 Monate. T1, Dankeschön. Herzlichen Dank für den Support. Dankeschön. Also nochmal für alle da oben. Das gibt's am Ende von den 2 Tagen. Zieht der Tobi einen Gewinner dafür, ja? Okay? Der Tobi ist ja heute nicht da. Der muss ja auf so einer Hochzeit rumtanzen. Komplett albern. Hello, everyone. Boah. This is the sound of my voice. Ist so, Jonas. Can you hear me? Ja, geht so. Du hörst dich an wie ein alter Mann, der irgendwie, weiß ich nicht, hier in so einem... Warte. Hallo? 1, 2, 3. Hallo? Ja, so hörst du dich an, Jared. Hallo? Jared? Jared, bist du da? Jared? Hallo? Ja. Ja, Jonas, Dankeschön. Also das könnt ihr da hinten in der Ecke, ne? Einfach zugucken und am Ende holt ihr einfach ein paar Tickets, ja? Ihr seht ja, wie viel Coins ihr habt. 6 Tickets One kosten ein more Coin. time. This is the sound of my voice. Oh. Boy. Jetzt. Hallo, voice. Jared! If you can hear my voice, Hallo. type voice in chat. Voice in Chat. You're telling me I had it too close to my mouth. Pulsar, grüß dich! Da bin ich gespannt. Hi, grüß dich! Guck mal, Pulsar hat direkt auf YouTube eingeschalten. So läuft das nämlich. Ich habe hier noch seinen Rechner rumstehen. Aber der hat ja wieder keine Zeit. Der hat nicht mal Zeit, um seinen Rechner abzuholen. Das ist ja komplett albern. Was ist das denn? Whose house? Oh, das geht noch. Runs house. Dance with me, Anthony. Whose house? Whose house? Runs house. Der ist ein bisschen aufgeregt. Das hört man in seiner Stimme. Alright, we're gonna sit. How's that going, Justin? Are they hearing me? Und super leise. Die Musik ist sehr laut, Leute. No, it's certainly not the voice of that. Maybe the Aufgenommen. other place. All right, everybody, that's a successful audio check. We're going to be live with the pre-show at approximately 10:30 Pacific. We'll see you then. Thanks. Was? 10:30? In 20 Minuten? Alter, der Tobi hat nicht mal seinen Rechner bei dir abgeholt. Also, ich möchte ganz kurz sagen, als ich hier meinen neuen Rechner zusammengebaut habe. Ja. Als ich hier meinen neuen Rechner zusammengebaut habe. Soll ich euch sagen, wie lange das gedauert hat? Also, den habe ich da abgeholt. Soll ich euch sagen, wie lange das gedauert hat, bis ich den eingebaut hatte? Nicht lang. Will jemand einen R5 5800 X3D 32 GB 3600 DDR4 RX 7800X ist eine XTX, glaube ich. 3,5 und eine Tüte M&M's, aber nur für die Selbstabholer. Kriegen nicht mal ihre Epic Citizen Con geschissen. Direkt wieder rummaulen. Also ich finde es witzig, weil sie hatten gestern schon 3 Livestreams, wo sie den Sound getestet haben und heute hört es sich trotzdem wieder an wie Grütze. Das verstehe ich nicht. Der wird mir gebracht. Also, Tobi, so wie ich das gerade verstanden habe, wird der gerade verkauft. Also, da du den vor 2 Wochen, ja, der ist über 2 Wochen jetzt beim Jonas, dementsprechend ist Widerrufsrecht hinfällig. Also ich glaube, der wird hier gerade verkauft. Ich bin mir da... Jonas ist Rumäne. Also... Aber wir machen das mal leiser. Das nervt ja nur. Musik nervt ja nur. Ja, dann können wir ja doch noch das Video gucken. Komm. Bis die hier ihr Zeug geschissen bekommen, ja, können wir auch doch noch, warte mal, wenn ich hier einfach das mache und letzter geschlossener. Ja, geil. Komm, gucken wir.
heute eindeutig zu wenig getrunken. Hier spricht Commander Morgan, der UEES Kerberos. Wir warten noch immer auf das Eintreffen einer Freelancer der Expeditionsklasse hier auf Terra. Diese startete vor einigen Wochen in Tanga und macht Rast vor dem letzten Sprung Richtung Terra im Bereich Microtech. Der letzte Funkspruch wurde vor 2 Tagen nahe MiG L1 abgesetzt. Wir verlangen von Ihnen, diesen Bereich zu durchsuchen, um mit sofortiger Wirkung die dort verfügbaren Waren uns zukommen zu lassen. Wir sprechen hier von Waren der Gefahrenklasse A. Ich sollte Ihnen nicht erklären müssen, welche Risiken ein Verlust dieser sein sollten, Captain Walker. UEES Kerberos Ende. Starten Sie sofort Richtung MiG L1. Der Rest in den Kartografieraum zur Einsatzbesprechung. Chef, Steve, wach auf! Was ist los, Jake? Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die UE hat einen Funkspruch reinbekommen. Ich konnte leider nicht alles verstehen. Außerdem wollte ich nicht, dass die merken, dass ich in ihrem System bin. Es geht aber wohl um eine Freelancer, die bei MiG L1 dort festsitzt. Die haben Gefahrenklasse A geladen. Weißt du, was das Zeug im Pyro wert ist? Pyro. Klasse A? Hört sich gefährlich an. Pyro. Chef, wir hätten ausgesorgt. Das Zeug muss 100.000 UEC wert sein, wenn nicht sogar noch mehr. Der Funkspruch kam von einer Pegasus. Muss also wichtig sein. Du hast recht. Wir warten schon viel zu lange darauf. Bist du sicher, dass die Carrick dich nicht in ihrem System bemerkt hat? Laut meinem System nicht. Sonst hätten die locker versucht, mich da rauszuwerfen. Na gut. Worauf warten wir dann noch? Verdammt, wir sind nicht die Ersten. Die Caterpillar gehört bestimmt zu einer anderen Gang. Steve, die Scans ergeben, dass weder auf der Freelancer noch auf der Caterpillar Leben existiert. Hört sich an, als wäre hier etwas gewaltig schiefgegangen. Lass uns besser abhauen. Ich kann die Credits wirklich gut gebrauchen. Ich habe bei so vielen Leuten Schulden. Meine Familie ist dadurch in Gefahr. Lass uns das durchziehen. Wahrscheinlich ist da nur eine Box mit Gasen aufgegangen und die sind alle durchgedreht. Mit Helm sind wir da 100% sicher. Da wirst du wohl recht haben. Deine Familie ist schließlich auch meine Familie. Das ist wahrscheinlich ein einmaliges Ding für uns. Lass uns näher ranfliegen und das im Auge behalten. Okay, du gehst da rein. Wenn dir irgendetwas komisch vorkommt, verschwindest du. Geht klar. Pyro. Entschuldigung. Ragnaroth, grüß dich. Was holst du dir von deinem Anteil? Jake, lass uns das Ding erstmal durchziehen. Ach du Scheiße! Was? Was ist los? Jake, komm da sofort raus. Alles gut. Hier war nur eine Riesenschießerei, überall ist Blut und Kugeln. Aber wie ich sagte, hier ist eine Kiste offen. Irgendeine Droge, die die Jungs hier durchdrehen hat lassen. Das erklärt auch, warum das Zeug Gefahrenklasse A hat. Ey, sei bloß vorsichtig, Jack. Mach dir keine Sorgen. Hier lebt ja keiner mehr. Ich hab die Scanner der Herald erst gestern geprüft. Die wird sich nicht irren. Na, wenn du meinst. Hier im Laderaum ist echt sehr, sehr ruhig. Schon ein bisschen gruselig, aber ist auch keine andere Menschenseele an Bord. Aber wir hoffen, dass das so bleibt, Jack. Geh bloß kein Risiko ein. Ich bin jetzt durch das Habitat durch und gehe Richtung Brücke hoch. Jetzt sehe ich schon wieder so eine kleine Pissmücke. Ah! Jack! Jack, was ist da passiert? Melde dich! Verdammt, was macht der Kerl? Ah. Mal dieser Jack. Melde dich! Verdammt, verdammt, verdammt! Jack! Ich lass dich hier nicht im Stich. Du bist vielen Dank für 5 Monate. Ich komm rüber. Oh Gott. Er hatte nicht Unrecht. Hier ist alles den Bach runtergegangen. Jack? Ich bin gleich bei dir. Ist das
dunkel hier. Jack, was ist Verdammt. Ich wusste doch, dass das ein Fehler war. Was sind das für Viecher? Lasst mich in Ruhe. Ah! Ach ja. Lupus, vielen, vielen Dank für 5 Monate Support. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ragnaros, grüß dich. Moin, moin. Mrs. Impossible, einen wunderschönen auch an dich. Grüße. Du sagst, klingt voll ungefährlich. Ja, eben. War doch voll ungefährlich. Ist doch nichts passiert. Ist ja gar nichts passiert quasi. Gar nichts passiert. Jetzt kriegt der Lupus kriegt jetzt doppelte Anzahl an Coins. Wollte ich euch nur noch mal mitgeteilt haben. Und kann doppelt so viele Tickets kaufen wie alle anderen. Quasi. Ja. So ist das. Das ist das. So. Habt ihr das hier schon gemacht, was da jetzt steht? Like and subscribe. Habt ihr das schon gemacht? Auf dem YouTube-Video? Wenn nicht, dann macht das mal. Erstmal Geld verdienen. Kleinen Moment. Muss kurz Geld verdienen. Und nochmal Geld. Greif schon in eine Tasche. Hast du die Check? Na, Moment. Geil. So, hab kurz Geld verdient. So läuft das bei mir. So läuft das bei mir. Mal kurz Geld verdienen. So ein Ding ist das. Ah, schön. Wenn ihr übrigens richtig, richtig Lust und Laune habt und es noch nicht gemacht haben solltet, es gibt hier so einen Link. Den poste ich euch gerade mal ganz kurz. Diesen hier. Und hier. Hoch. So. Einmal doppelt gepostet. Da könnt ihr draufklicken und mal ein Upvote geben. Ja, da freue ich mich, weil wir haben den Trailer, also die ersten 30 Sekunden haben wir auch zusätzlich eingereicht für den Event Day of Sovara. Und ja, da könnt ihr sehr, sehr gerne mal, die Leute, die schon einen Account haben, könnt da sehr gerne mal ins Hub gehen, kurz einen Upvote geben, damit das eher gesehen wird. Damit vielleicht die schauspielerischen Menschen auch entlohnt werden, die hier wirklich... Wir haben ganz schön abgerissen, muss ich sagen. Ich muss sagen, wir haben da ganz schön abgerissen. Und ich fand's sehr, sehr geil. Also, das waren... Am ersten Tag hatten wir, glaube ich, 6 Stunden gemacht. Am zweiten Tag hatten wir fast 7 Stunden nochmal gemacht. Nur Aufnahmen. Wir hatten 55 Szenen insgesamt aufgenommen. Wir haben 55 Szenen insgesamt aufgenommen. Ich hing... Keine Ahnung, wie lang im Schnitt. Viel zu lang. Weil als ich fertig war, habe ich dann noch 3-mal was geändert. Habe es noch ein bisschen dunkler gemacht und so, weil in der Caterpillar selbst war es mir die ganze Zeit zu hell. Dann am Ende war es zu dunkel auf manchen Monitoren. Auf manchen Monitoren sieht man nicht mal, dass oben einer langläuft. Ja, während der Jack das erstmal da durchschleicht, läuft oben auf der Reling läuft einer lang. Das sieht man auf manchen Monitoren. Nicht auf meinem sieht man es. Aber ich habe halt keinen OLED-Monitor. Und deswegen, ich sehe es. Was soll ich sagen? Selbst schuld, wenn man sich für 1000 Euro ein OLED kauft, oder? Ach ja. So. Okay, also. Was denkt ihr, was wird alles so auf uns zukommen? Außer das hier. Pyro. Das hier. Server-Mashing. Das hier. Persistenz. Squadron 42. Was denkt ihr, was kommt wirklich noch? Was kommt noch? Was kommt noch? Wo habt ihr Hoffnung, dass das kommt? Das würde mich noch interessieren. Wo habt ihr Hoffnung, dass das kommt?
Einmal wird's hektisch. Quanta. Neue Konzeptschiffe. Ja, also ein neues Konzeptschiff wird definitiv hier vorgestellt. Beziehungsweise das werden wir wahrscheinlich wieder wählen können. Erstmal schaffeln. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Völlig am Ausrasten bei CIG. Alle am Ausrasten. Und das weshalb? Pyro. Und Squadron 42. Außerdem Persistenz. Server-Mashing. Server-Mashing. Squadron 42. Da läuft nämlich der Hase. Alter! Was ist das für ein Beat? Was ist bei denen los? Geil. Ich halte meine Erwartungen klein und lass mich überraschen. Ja, nee, darfst du ja nicht. Das zählt hier nicht. Abo, vielen Dank für 83 Monate Support. Dankeschön. Nein, hier wird gar nichts klein gehalten. Hier ist nämlich Pyro. Server-Mashing. Persistenz. Squadron 42. Nix klein halten. Wir haben eine F8 im Spiel. Da dürfen wir jetzt nichts mehr klein halten. Alter, ich kann nicht ruhig stehen, wenn Musik im Hintergrund ist, ne? Krieg ich nicht hin. Krieg ich nicht hin. Krieg ich nicht hin. Hype or die. Tschüpp. Tschüpp. Ist so. Ist so, ist so, ist so. Ist so. Falls ihr euch manchmal fragt, warum ich mit mir selbst rede oder irgendwas vorlese, was ihr nicht seht, Ausrufezeichen Multi. Müsste auf YouTube und auf Twitch funktionieren. Alter! Was ist da los? Die rasten ja komplett, die reißen ja die komplette Bude da ab. Weil Twitch hat gestern auf der TwitchCon gesagt, hey, ihr dürft jetzt überall streamen. Nur die Qualität muss gleich sein. Also ich darf nicht eine bessere Qualität auf YouTube streamen als auf Twitch. Ja gut. Mache ich nicht. Aber man darf es jetzt. Man darf jetzt Multistreamen. Das, was ich mir seit 8 Jahren wünsche. 9 Jahren. Einziger Nachteil für die Leute auf YouTube, ihr könnt nicht beim Gewinnspiel mitmachen. Das funktioniert leider nicht. Ich kann leider nicht, diese Coins auf YouTube kann man leider nicht rausgeben. Da kann man anscheinend nicht richtig mittracken. Und deswegen geht das da leider nicht. Also wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, Avenger Titan Game Package, Starter Pack, dann kommt auf Twitch. Schaut hier zu und jede Stunde könnt ihr ein Ticket kaufen. Bei mir hat YouTube weniger Delay, also gucke ich jetzt hier. Ja. Ja, das habe ich vorhin gesagt. Das ist nämlich sehr, sehr witzig. Normalerweise hatte YouTube immer mehr Delay, als ich nur auf YouTube gestreamt habe, weil ich da in 1440p gestreamt habe. Und die Qualität halt höher war. Dementsprechend
musste das ein bisschen mehr verarbeitet werden. Ja, und deswegen waren es immer so 4, 5, 6 Sekunden Delay von mir zu euch damals auf YouTube. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich die gleiche Qualität biete und dann kann ich ultra wenig Latenz machen. Das bedeutet eigentlich, wenn ich hier was sage, ist es schon bei euch auf YouTube da. Und dann eine Sekunde später ungefähr auf Twitch. Mega gut. Ich hab Bock zu tanzen. Normalerweise wäre ich jetzt gleich auf der Arbeit. Hat er nicht gesagt, um 19:30 Uhr geht's los? Welcome. Dankeschön. Wo auch immer und wer auch immer. Das sollte auf YouTube auf jeden Fall sein, glaube ich. Ich glaube, das war auf YouTube. Ich sehe es, es wird mir nur nicht angezeigt. Es wird mir nicht angezeigt, sorry. Dankeschön an den neuen auf YouTube. Warte, vielleicht wenn ich so mache und so mache. Reload Overlay. I don't know. Es wird mir leider nicht angezeigt. Dankeschön trotzdem. Schön. Ich hab richtig Bock. Die Sekunden noch und dann geht's los. Aber wenn Star Citizen eine Sache kann, dann sich verspäten. Egal bei was. Es ist komplett egal. Bei allem. Wir können, glaube ich, froh sein, dass die CitizenCon heute ist. Oh, Mann, ey. Ah? 20 Uhr ist Anfang. Er hat gerade gesagt, irgendwas 30. Also eigentlich 19 Uhr war. Also 19 Uhr hat ja hier der. Beautiful day for a CitizenCon. Hi, everybody. Do you hear that? Let's try it again. Hi, everybody. Nee, Punkt 30. I don't think we got it. One more time. Hi, everybody. Honestly, that was too much. Welcome to CitizenCon 2953. I am Jared Huckabee, sometimes known as Disco Lando, sometimes known as Junior, or if you ask my mom, Mr. Dummyhead. Welcome to... Wait, we did not account for the peanut gallery behind me. We are backstage at CitizenCon 2953 in what we call Hall A. Hall A is where we're going to be exhibiting all of our presentations this year. We've got 2 days of presentations. Honestly, none of us quite know how the second day is going to go. Usually after we do the first day, we're all just kind of like for the next day over. So we're going to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey, everybody. Welcome to CitizenCon Day 2. Let's go to the presentation. I mean, honestly, I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest CitizenCon yet. 2 main halls, Hall A, where the presentations are happening, Hall B, where we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to start talking about Hall B. So the folks, when they let in, we'd open doors at 8 a.m. today. They entered this
Ich will nur mal kurz gucken. What did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Can you believe I get paid for Music doing this? is too loud. In the Music, pyro music, playground, music. people entered what was called the rundown entrance, which was modeled after Rundown Station, which is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which is on its way. Should I tell him? Die spielen alle schon. Das habe ich euch im Stream schon gesagt. Die Pyro Booster darfst du Pyro spielen. I think I'm gonna let the boss do that. Hey, I want to be here for day 2. We've got the return of the Dragonfly from CitizenCon 2948. Oh, lost 10 years. 2948, repainted with a brand new rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our CitizenCon 2019, they were a big new addition to CitizenCon. They were modeled after Grimheck Station in 2019. This year, they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, Mach das mal, Bu. you're right where you deserve to be. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was gonna blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and their Fight and Flight Live. We're gonna be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the 2-day event. Then we've got the Content Creator Corner, where you can go and meet your favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got... Now that one was on the card. Talk about Salty Mike and make sure he gets his check. General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Yes, I recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can go and meet your developers if you are a little more important. I'm just trying to think who that is. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm gonna show some, hold on. With this? Professional shows. Well, it's brand new. I need more arms. Star Citizen hoodie. It's got a wonderful Star Citizen logo and a Banu text. Is it Banu or Shion? Who can tell me? Der Sound asynchron. What? Nee, geht. What? Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Then we've also got this really cool Drake Interplanetary Trucker hat that's available in the merch store. I think it's also available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. And then the coup de grace. You saw it first on a Star Citizen Live back in 2019 when folks who watched said, what an incredible waste of time. Designed live on the show, the Star Citizen bobblehead. Look at this guy. Is that in focus? He's magnificent. And he comes in a really cool box with Clark Defense Industries. Look good on a shelf. You can do that here. Here, Luke. Or Jake. Here. It was supposed to... And of course, a secret area that was revealed recently on the web, a welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. And what that's for, I'm also going to let the boss tell you because, again, I want to be here on day 2. Das ist genau das, So was let's ich euch talk gesagt about the habe. program. Genau, was ich euch gesagt 2 habe. days of programs, 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, it's been 4 years since we've done a CitizenCon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today,
and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to present to you. They made their slides, they wrote their text, they created their videos, because that's what CitizenCon is. You know, we got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing, you know, but CitizenCon is where we let the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So every time they go on stage, I need a big round of applause, and when they go off the stage, I need a bigger round of applause because I told them they'd get it, and you're gonna make me look bad. So give me an example of that round of applause, everybody. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage, and he's going to do a keynote. He's going to talk about Star Citizen, past, present, future. He's going to set some stuff up. I don't want to spoil it, but I saw the notes, and he said he used his fidelity like 3 times. So prepare your bingo. After that is our big Shaping the Verse, the Future of Star Engine presentation. Now, whatever you think this is, I promise you, you're not prepared for it. This is, I got to think about how I do want to come back tomorrow. I'm going to let that present itself. But be in your seats, be ready. It's unlike anything we've ever done here at CitizenCon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday, Fix It and Fly It with Torsten and Guillermo from the EU-PU feature team. They're gonna come and show you the current iteration of engineer, resource management, and true multi-crew gameplay. Ich fände es witzig, wenn einer auf die Bühne kommt und GTA 6 verlangt. Then around 1:50, these times are all approximate, you know, from our rehearsals yesterday. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. That's gonna be right there on the stage. Then we break for a lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific, we take 45 minutes. We recharge our batteries. We fix the things that broke in the first half, and we'll be back 45 minutes later with the stream. Then at 3 o'clock, it's Talking Ship, our annual presentation by the members of the ship team, where they're going to introduce some ships you're aware of, some ships you're not aware of, some ships you're not supposed to be aware of, but you are aware of. And then, yeah. There's just no way of getting around that. And then finally wrapping up the day is Navigating the Universe. That's with members of our UI team and everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube, trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. It's effing awesome. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on the stage and I'll tell you all to come back on day 2. And then of course the Hall A for you people, or Hall B for people here in attendance, that'll stay open till about 7 p.m. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Ich verstehe mal halb B. Welcome everyone to CitizenCon 2953. Let's give it up! I heard a bunch of people over there. I heard a bunch of people over there. We're back, baby, after 4 long years. We are finally back in the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful faces in person. And we've missed you so much. Now, if you're wondering who I am, that is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. I produced the community content for many years. I produced subscriber content behind the scenes for many years, just like that bobblehead that you guys saw. You're welcome. And I also produced the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content behind the years for a while. If you guys have enjoyed the things I've been producing, let me know on socials. Use hashtag CitizenCon2953. If you guys have hated the things I've done, let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jared, you're just an easy target.
Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of CitizenCon 2953. As you can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job these booths have done to represent their orgs, their booths, their organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Now, I believe these guys are one of the biggest orgs in all of, like, video games. Der Typ basically. hinter ihm You guys are gerade like one ist of the dafür biggest verantwortlich, single-player dass orgs ihr for a single einen game, Avenger right? Titan hier kriegt. You guys are like one of the biggest orgs for like a single game? Der hinter ihm. We're the largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. So they're kind of a big deal is what we're saying. They're here at the community booth section. They have a bunch of cool swag to give away. They focus on, you know, professional gameplay. They focus on casual gameplay, all sort of career paths and job opportunities. If you guys are interested in checking out what it's like to test out the verse, check out Test Squadron right here on the community booth section. We're going to follow me this way now over to the United Space Confederation. In a world in which the man is out to get you, one org claims to maybe have your back. That's United Space. Es geht nur eine Stunde, Mabu, wie jedes Jahr. Roleplay-focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in joining an org where lore is this kind of driving passion and focus of why you guys would want to be playing Star Citizen, United Space Confederacy is the booth to be checking out. They're going to be doing some giveaways. So if you guys are here on the show floor, come swing by their booth. Ask them about what they're doing. Die anderen Sachen they're dauern gonna alle be länger. doing so much cool stuff. 1,5 Ask them about their org. 2 Ask them about who they Stunden und so are. weiter. We're so excited to have them as well. As you can see over here, we have JRDF. I actually don't know if you're going to be able to see because there's so many people trying to buy their stuff right now. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma because they go with CitizenCon like chocolate and peanut butter. They have been part of CitizenCon since 2018 with the Dragonfly in Austin. We brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later, but if you guys have already checked out the digital goodies pack on the Pledge Store, well, you might have already gotten a glimpse. So go to robertspaceindustries.com, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to CitizenCon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths, in addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we went live. They are insanely busy, but if you come by their booth, they're doing giveaways for free stencils. So if you vote either Drake or I believe... Of course, I didn't write down the other manufacturer. It's Drake and I think Misk. I could be wrong. But one of those two manufacturers, you get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. They're going to be doing some cool stuff today, and they're selling some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at CitizenCon 2953. Again, if you guys have checked out the digital goodies pack, in that digital goodies pack is a trophy. It's a CitizenCon staple. We always include it in a digital goodies pack. Well, they're making it live here at the floor. Look at how cool that skull is. It's going to be part of the decoration of the trophy. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live. And you can see, if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at CitizenCon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and, you know, maybe make your mark on history. Now, I don't think it can be said enough that we are so excited to have CitizenCon here for the first time in 4 years. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal. Everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booths, whether they're, you know, just a regular person showing up, or they're a member of CIG who helped make this possible. Also all in all sieht es sehr, sehr cool da aus, was sie da aufgebaut haben. Aber 2.000 Euro wäre für mich einfach, ist für mich rausgeworfenes Geld, auch wenn ich das Game liebe. Both later today and tomorrow, we're going to be trying to get all the booths, all the orgs, so you guys can see exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are the reason why things like CitizenCon are possible. So we're going to come back over here. We're going to quickly talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're about.
We got Chrome, D Seth, and D Lefty. What's up, guys? How's it going? You know, it's been really great. This is my Ja, first also Flug und alles. loving it so far. So Hinflug, Rückflug, And so muss this is alles your gebucht first werden. Citizen Con. Also What were da your bezahlst du gute expectations 2000 coming Euro. here? Like, did you think that there was going to be like a pyro setting? What was kind of your bucket list, your wish list of what you Das Ticket hoped would kostet, be glaube at ich, Citizen Con? 250 Euro oder sowas. I was hoping Aber for pyro, but honestly, the way that ist halt auch everything has teuer. been set Ich up weiß nicht, ob die is nächste in above and Deutschland beyond ist my oder vielleicht in expectations. It's England. amazing Aber to da be würde ich here, hinfliegen, glaube ich. And you know, it's just I expected a little bit, but the way that you guys have set everything up is outstanding. Awesome. And do you guys have any advice for people who are trying to break into the verse? It can be overwhelming sometimes for new players trying to figure out what to do in Star Citizen. So do you guys, as part of Test Squadron, have any advice for new players who are trying to make their way into the verse? Honestly, find a friend, find someone to play the system. The guide system that Star Citizen has set up Hab keine is Freunde. amazing and really helpful. Or to find an org like Test, you can find us on Discord, and we always have people that are willing to help you, whether that's over voice chat, over text. We will hop in and help you figure out the game, because it can be a little bit overwhelming, especially for new players, and that's what we're really here for, is really to make it enjoying. Awesome. Thank you, guys. Well, as I said, they're giving away some cool swag. So if you guys are here at CitizenCon, come check out their booth. We are beginning in 10 minutes for Hall A. So if you guys are here at CitizenCon, start making your way over to Hall A. We're beginning in just a few minutes. We're going to be talking about some more stuff here at the community booth before I kick it back over to Jared. We're going to be going over to United Space Confederation. I said Confederacy before. It's United Space Confederation. Excuse me, guys. So you guys are a role-play focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing immersive backstory for your guys' org? Well, I didn't quite catch the question. What made you guys come up with such an intense lore-driven background for your org? Oh man, we've been around since the beginning, and we saw the effort that was going into the creation of the story by CIG writers, and we want to dovetail into that. Yeah, I mean, it's a bold choice to go, you know what? We are anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick. So, but you guys are like slowly starting to make your way back into like polite society now that the messers are gone, now that we kind of have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? Well, we like the ideal of creating a little irritation and rubbing up against the man, if you will. And that's the direction we want to go, is to reestablish relations with the new government. So. Awesome. Well, thank you guys so much. Like I said, we're going to be checking out the community booths throughout the weekend, so be sure to come over here. I'm going to throw it back to Jared where we can kick off our first panel of the day. Jared, back to you, and we'll see you back here again at CitizenCon 2953. Pyro. Server meshing. Thanks, Dan. He's somebody's nephew. We still haven't figured out whose. So we are here in Hall A with the community. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool, but we are just a few minutes away from the start of the official CitizenCon 2953 festivities. So you want to make your way over here. 3,000 seats, still a few available. One next to my dad. Wave, Dad. You're not my dad. Where's my dad? There you are. I still owe you money. All right. So again, we're just a few short minutes away from CitizenCon 2953. Thank you for enduring our sales pitch during the pre-show. I told you, CitizenCon is entirely by the devs for the community, so we wanted to take a few minutes beforehand and do all our happy marketing stuff for you and everything. But we're just about to start, so with that, I'm going to wrap up. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then Shaping the Verse, the future of Star Engine. Grab yourself a snack, get a drink. You're not going to want to miss any of this. Stay tuned. We'll see you in a bit, everybody. Also ich muss sagen, wir haben ja die letzten 2 Jahre, konnten wir viel von zu Hause das Ganze uns angucken. Da war es auch, glaube ich, pre-recorded, das war nicht live. Ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde, jetzt hier quasi das Ganze auf der CitizenCon so zu haben. Und es ist live, der Sound ist nicht so geil wie die letzten Jahre. Und
hier und da fehlt vielleicht dann was. Ich weiß noch nicht, was ich geiler finde. Ich glaube, wenn ich da wäre, also wenn ich selbst vor Ort wäre, ist das natürlich geiler. Aber für mich jetzt als Zuschauer von zu Hause, ich weiß es noch nicht. Ich finde es aber gut, dass sie jetzt hier mal ein paar Pausen dazwischen machen. Ja. Das hatten wir nämlich die letzten 2 Jahre nicht. Der Tobi und ich haben uns einen Wolf reden müssen. Und haben immer versucht mitzuhalten, hatten aber nie wirklich Zeit, zwischen den einzelnen Segmenten auch mal wirklich über die Dinger zu reden. Und ich glaube, das ist jetzt dieses Mal definitiv besser. Dass sie zwischen den Segmenten, die Leute müssen ja auch von der Bühne runter, die nächsten müssen hochkommen und so weiter und so fort. Selbst wenn das nacheinander wäre, hätte man trotzdem dazwischen kurz Zeit, über das Thema so ein bisschen zu sprechen. Ich glaube, also ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Qualitätsmäßig ist das eine natürlich geiler, aber so vom Overall wird das hier wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen übertreffen. Also ich habe jetzt mindestens 14 bis 15 Leute in der Menge gesehen, die definitiv den Release vom Spiel nicht mehr erleben werden. Sorry. Sorry. Entschuldigung. Manchmal. Ich mach mir einen Kaffee. Ich will einfach nur von Tony Z in den Schlaf, in den Schlaf geredet werden. Während er total trocken die technischen Möglichkeiten von Quanta in Zukunft erklärt. Ich brauche das. Ja, das war vor 2 Jahren, ne? Das war vor 2 Jahren, die CitizenCon, wo wir eine halbe Stunde lang Server-Meshing erklärt bekommen haben. Es war sehr schön, ja. So, ich setze mich jetzt auch mal. Mir wurde gesagt, ich soll mich setzen. Deswegen setze ich mich jetzt, okay? Also, wenn Jared, jetzt einfach auch mal ohne Spaß, wenn Jared so dermaßen reinhackt und sagt, ihr solltet euch hinsetzen, für das, was jetzt gleich kommt, und das was ist, was wir noch nie erlebt haben und noch nie gesehen haben, dann kann es ja eigentlich nur Squadron 42 sein, weil das haben wir noch nie erlebt oder, also eigentlich haben wir die letzten 10 Jahre Squadron 42 auf der CitizenCon gesehen. Die Leute haben gelacht, weil da sind 150 Rechner aufgebaut, wo man Pyro spielen kann. Ich nehme an, es wird eine Demo für Pyro sein, wo du durch die Station läufst oder sonst irgendwas machen kannst und hast halt 10, 30 Minuten Zeit, so wie das in so einem Gamescom-Booth halt auch ist. Ja, da kriegst du ja auch quasi eine Demo hingestellt und die darfst du halt in einer halben Stunde spielen. So konnte man sich die Diablo 4 schon vorher angucken und so weiter und so fort. Und ich denke, dass das Gleiche hier für die Leute, die halt auf der CitizenCon sind, für Pyro gemacht wurde. Ja. Deswegen eben dieses Jahr, das soll der Chef selbst sagen. Also Pyro ist ready. Es muss auch so langsam ready sein. Die letzten 2 Jahre habe ich auf der CitizenCon immer nur Pyro gehört, aber nie irgendwas von gesehen.
Und es soll ja auch Ende dieses Jahres kommen. Es wäre jetzt so langsam wäre es albern, wenn sie sagen, ja, Pyro kommt und es kommt nicht. Das wäre absolut albern. Was? Also, es könnte Quanta sein. Also, es könnte tatsächlich Quanta sein, dass sie jetzt sagen, ey, Pyro ist ja fertig, Server-Meshing ist fertig. Hier sind unsere ersten Dinger zu Quanta. Das wäre was noch nie da war. Quanta wurde... Diese Scheißfliege! Hier ist so eine Obstfliege. Ich dachte, ich hätte sie eben gehabt, aber anscheinend waren es 2. Es ist aber immer eine, die um mich rumfliegt. Ich habe keine Ahnung. Eine erste Demonstration von Milestone. Ja. Ja, okay, das wäre auch noch ganz geil. Vielleicht sehen wir auch zum ersten Mal einen Quantum, einen Jump. Vielleicht sehen wir das erste Mal einen wirklichen Jump, wie der abläuft und was man da drauf macht. Das wäre auch interessant. Die sind die Zellen, die teilen sich von alleine. Ja, ich glaub's auch langsam. Invisible, grüß dich. Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich find's noch besser, dass der Tobi heute auf einer Hochzeit ist und das nicht mitkriegt. Und nicht mit mir das hier zusammen machen kann, so wie das 3 Monate vorher schon geplant war. Bin überhaupt nicht sauer auf den Tobi oder so. Machen die da? Wisst ihr, was richtig witzig wäre, weil ihr es auch gerade schreibt, hier wegen T-Pos und so und NPCs sind auch da. Es wäre so lustig. Es wäre so lustig, wenn Chris Roberts jetzt gleich seine Rede hält und so mitten in der Rede einfach und Jared dann auf die Bühne kommt und irgendwas von einem 30.000 erzählt oder sowas. Es wäre so lustig. Es wäre einfach so lustig, wenn... Ich meine, die nehmen sich ja selbst nicht ernst. Es wäre so unglaublich gut, wenn Jared Chris irgendwie neu starten müsste oder sowas. Das wäre so witzig. Ich finde es sehr gut, dass der Kameramann auch einfach voll drauf hält und ich versuche das zu umgehen. Nee, warum auch? Das bringt ja überhaupt nichts. Vielleicht stand der Kameramann selbst so, ja? Das leckt offensichtlich. Ich glaube, BWin von 0. ja, genau. Das wäre so geil, wenn sie es einfach machen würden. Einfach nur. Ich meine, die nehmen sich ja selbst nicht so wirklich für wahr. Ich fände das mega. Gut. Oh, Odin hält mal meine Schuhe fest. Pyro. Echt jetzt? Na komm, das war ja... Ich dachte, jetzt wird's so richtig krass. Das war ja... Let's go! Viel Spaß uns allen! Well, hello! CitizenCon 2953. It's really, really good to be back in front of all you guys in person after 4 years being shut away, doing it online. It's so great to see so many of you, old faces, new faces. And you're going to have a great show over this weekend. I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some fun stuff here. There's the
seedy alleyways, the checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a Dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. And most importantly, we have 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of Pyro. And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on that if you go to our website, robinspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a CitizenCon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard, actually, for the last few years. Anyway, I can't wait to see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. And a lot of what you're going to see is going to be coming into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year. But definitely next year, a lot of what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. Also Pyro erst Mitte nächsten Jahres. On that. So to our opening presentation, I noticed there was a little concern occasionally in the community that they were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. It's gone backwards now. It needs, come back. There you go. Sorry. So we thought this CitizenCon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. This presentation will be from our core technology group, which is what we formed our graphics on our online tech, audio tech, engine tech under, and they're responsible for building the tech and our engine that runs both Star Citizen and Squadron. And we're going to give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves just everything we have in Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do all together. So, finde ich gut. Let's Ist eine run gute that Idee. video. Ist eine sehr gute Idee, das einfach nochmal den Leuten zu zeigen, was alles schon geht. Finde ich geil. Gutes Video.
Mal so richtig schön Starfield ins Genick treten. Boah, was eine geile Aufnahme! Ich brauche diesen Spectator-Mode für meine Videos. Das wäre so geil. Da hätte ich einen Sandcave geiler gefunden. Das wäre halt nicht auf Microcheck gewesen. Geiler Schnitt.
Wir können einfach all in all sagen, das ist die schönste Alpha, die die Welt einfach je gesehen hat, oder? Also, egal ob jemand das Spiel jetzt mag oder nicht mag und ob es seit 10 Jahren in der Alpha ist, guckt euch an, was da alles im Game drin ist. Und wie fucking schön dieses Spiel einfach aussieht. Was bin ich sehend? Haben die mit 321 einfach mal Tiere reingeballert? Haben die mit 321 jetzt Tiere reingesneakt? Das A1-Video war da gedreht. Das A1-Video war da gedreht. Alles, was im Spiel bisher drin ist, Lupus. Alles, was bisher im Spiel drin ist, zeigen sie mit diesem Video jetzt hier gerade. Und da waren gerade fucking Tiere! Die müssen mit 321 gekommen sein, weil das war genau diese Gegend, wo die A1-Bomben quasi gezeigt wurden. Doch die Wolken habe ich schon so gesehen. Bei mir sind die immer voll pixelig, ja, weil du die auf Low Poly hast. Weil du, wie jeder vernünftige Spieler, die auf Medium hast und dann sehen die halt sehr pixelig aus. Also bei mir sehen die so aus, wie sie da aussehen oder aussahen. Ne? Dann macht deine Grafikkarte das pixelig. Vielleicht liegt's am OLED. Man hat gerade die Space Rails gehört. Da waren gerade die fucking Geräusche der fucking Space Rails. Ey, das Spiel ist so unendlich schön. Chat nach der CitizenCon. Und die nächste Woche, wenn ich streame, laufen wir einfach nur rum und genießen die Umgebung mal wieder. Das müssen wir mal wieder machen. Geld farmen hin oder her, fighten hin oder her. Lasst uns einfach mal wieder nur das Spiel genießen. Ey, ich hab so Gänsehaut, weil einfach dieses Spiel so unendlich schön ist und man das zu wenig einfach sich so anguckt, wie die es gerade zeigen.
Er hat gesagt, das, was jetzt in-game ist. Ist das alles mit 3.21 reingekommen und deswegen halt auch nur einen Tag vor der CitizenCon der Patch gekommen? Kann das sein? Weil gar nicht so viele Leute im Game im Moment sind. Alle gucken sich nur die A1 an und bomben. Keiner fährt rum, guckt sich Sachen an. Die Jump Points sehen so unendlich geil aus. Diese Dinger sehen so unendlich gut aus. Okay. Wenn da jetzt der Sprung kommt. Er kommt. Er kommt. Oder machen Sie jetzt einen Cut? Macht jetzt einen Cut. Das ist nicht in-game. Wenn jetzt gleich ein Patch reinkommt und da 4.0 irgendwo steht. Er hat gesagt, was jetzt in-game ist. Das ist fucking Pyro, Chris. Ich hab Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Ich habe gerade Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Wenn der jetzt gleich wirklich Pyro confirmed. Für den nächsten Patch, der jetzt heute vielleicht morgen oder so noch kommt. Weil er sagt gerade, das ist alles in-game. Chris! Links kann man hier nicht posten. Jetzt zeigen sie gleich die neuen Frisuren. Über die wird morgen, glaube ich, gesprochen. Das ist das Thema eigentlich morgen. Ups, guck, man kann hier keine Links posten. Da kommen einfach nur 3 Sternchen an. Boah, die Station sieht so gut aus. Die haben sich sowas von übertroffen mit der Kiste da. Im Discord ist nichts. Achso. Ab dem 31. Oktober hauen die Leute in Pyro, Leute. Ab dem 31. Leute, die das Digital Goodie Pack haben, Concierge, Most Active Testers, können in Pyro rein.
Geben die uns jetzt Munching? Sie geben uns Feuer! Ganz easy hinlaufen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich kann, glaube ich, mit meinen Nippeln Glas durchschneiden. Ich habe eine weitere Fliege erwischt. Nichts erwartet und in den ersten 25 Minuten komplett zerstört worden. Lupis, ja. Am 31. Oktober geht Wave-mäßig die ersten Waves raus mit Leuten, die nach Pyro gehen können. Boah, das Wasser sieht geil aus. Boah, ich hab so Gänsehaut. Sie haben es einfach mal wieder hingekriegt, ne? Ich bin gehypt für was noch nicht in-game ist, muss ich aber sagen, das ist in-game. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht hypen von Dingen, die nicht in-game sind.
klatschen, Alter. Ja, aber okay. Ging so. Okay. Habt ihr da hingeguckt? I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. I also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. And it's pretty stunning to think that hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. It just in einem you can go from Multiplayer down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. It's hats off to our tech guys who are going to be coming up and talking about what they're doing. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about it on the physics part of the upcoming speech. But I'm going to turn the stage over to the core technology group to talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail. And we'll be rolling into Star Citizen over the next 12 months or so. And some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce 3.22 confirmed. Beauchesseau, Doch kein 4.0 nach 3.21. As a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Star Citizen since the end of 2012. And they built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game developing talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG. So this July they joined us, and Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, has now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. And along with him and Marc Boudet, who is the CEO of Turbulent, is now our head of global studios. They're strengthening our management team at CIG, and I'm really, really happy to have them. And I want to introduce Benoit to come to the stage, since he leads up the tech group, and he can give you a little setup of what we're going to be doing this year and going forward, and some of the new initiatives we're going to go. So, Ich glaube einfach, ganz ehrlich, ich habe ja eben schon gesagt, da sind so viele alte Leute, vielleicht hat der ein oder andere auch gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil ich fühle mich auch so ein bisschen, als hätte ich einen. Also, All right, let's do it. Here's the clicker. Or did you take your own? Yeah, that's good. Thank you. All right. Bonjour. Bonjour, CitizenCon. We are so happy to be here. It's been so long to see you guys physically, and just being able to interact has been fantastic so far. We're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere. Pack Immersion habe and ich in meinem Bingo you're vergessen. just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first, I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence, or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much.
I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is Ich glaube, sie haben sie zum zweiten Mal gewechselt, Mabu. that this game can be made, Great guy, that yeah. this vision can be achieved. And so, without further ado, but first, I got one more thing to say. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship UI, FPS weapons, everything, all of this is new. So as you watch the clips, you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. And so without further ado, I'll leave you with Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. Thanks, Benoit. Hello, I am Marco Corbetta, VP of Technology, and we're going to talk about Star Engine today. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very fast, close to the terrain and objects, are pushing the limits of procedural generation and streaming. This is not a single-player game, so creating this universe online is making everything more challenging. Frag mal We Bethesda. stream and generate physics on server, on CPU. Hier ist schon wieder so And eine we Fliege. already support more than 100 players on a single server, more with server meshing. To support all this, the engine must do a lot of work every frame. So in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over 700,000 streamed in entities, and millions of entities overall in the solar system. About 150,000 updates per frame. We have over 200 vehicles, spaceships, and ground ones, over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features. Ja, Mabu, that die we are benennen doch going alles to 10-mal um. showcase Munching heißt jetzt today. auch nicht mehr Munching, sondern I'm going to start in Structuring, introducing the Salvaging new oder so. and improved clouds and fog, worked on by Custom Venza in the R&D team. The first new feature is the light shafts. They are volumetric shadows from clouds cast into the atmosphere. They are truly volumetric and 3D, fully integrated. They are not just a post effect as it is usually done in games. With this, the atmosphere from an overcast sky gets darker, and this is important for planets and locations with bad weather. Another component is the new ground fog. It follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. It reduces the light scatter into the view ray. And in this video, we are showing all the features combined together. In addition, we made many improvements to cloud shaping to allow for more variation and details. Boah, sehen die Wolken gut The aus. shape noise blending, a vertical variation, has been improved a lot.
klar. Also, we made improvements to shorten long distance read, and the Klar. tiling is less visible. And best of all, we're going to include all these new features and improvements in the next 3.22 release. Okay. Thank you. Thank you. Hat er gerade wirklich gesagt, ja? Ich musste kurz mal den Test hier durchführen, sorry. Weil die Werbung nicht angezeigt wurde, aber die ganze Zeit in Textform kommt, deswegen. Hi everyone. So I'm Mike Snowden, I'm the Director of Visual Effects. And I'm Ali Brown, the Director of Graphics and Procedural Tech. Hi! Thank you very much. Really happy to be here, really excited to show you. We're going to be showing Dynamic Fire in Star Engine. Ja klar, einfach mal so. Ach komm, machen wir jetzt. Wir zeigen jetzt, wie es Feuer. Komm, wir mal. So Dynamic Fire is a driver for gameplay in both FPS and multi-crew experiences. Können wir das aussehen? It Hallo? creates emergent sandbox Danke. gameplay, and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it gets very intense. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, Oder wenn ich an Bord gehe. explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire an ever-present threat. If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area, causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, they're going to need to wear protective clothing to protect them from extreme heat. They're going to need to wear a closed helmet to protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. Alle Leute, die bei mir And an there's Bord actually gehen, multiple ways the immer eine fire volle can be Blase. extinguished, including the removal of heat, for example, using the fire extinguisher, which is my personal favorite. It's a lot of fun doing that. The removal of oxygen, for example, locking off the area, venting Mabu, the das hast du gerade oxygen, gefragt? creating a vacuum. Also quasi. Or simply, the fire's burned so fiercely that it's done everything it needed to do. There's nothing left for it to destroy. And if you let it get this bad, it's probably time to consider repairing your ship. Okay, so how do we achieve this from the technical perspective? Well, the first thing the artists and designers do is they mark up their scene to tell us what physical properties that each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to describe what is behind the surface. You might see a metal panel on your spaceship, but has it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable it is. Then after this, we have to define all the physical properties that go with these surfaces. So, for example, what the mass is, the energy density, combustion temperature, fuel ratio. And we use all these physical properties and we sum them up in each voxel, which is a 1 by 1 meter cube. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. So then first thing we do is we look for sources of ignition and then we're off. So here's our debug mode that shows us what's going on in the simulation and is what we use to track it. And you can see these squares enlarging to show us where the fire is spreading. For each of these voxels, we're tracking the fire, the temperature, fuel remaining, the amount of smoke. And the fire is propagating via convection and radiation, which are both accurately simulated. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. Sehr geil. Ja, kann man mal klatschen.
So what's next for this? So our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously they represent a slightly different challenge. Mabo, in dem Video haben wir eben gesehen, dass die Reclaimer nach außen hin Rauch rausgeblasen hatte. And we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used. Es war am Anfang erst so ein bisschen, dann sind sie ins Schiff, dann hat es angefangen da zu brennen und dann wurde es immer mehr und immer mehr und am Ende war richtig viel Rauch how do we draußen. create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and wear. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Then we bring in the lights. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization, a cluster being a representation of voxels close to each other. And then we bring in the fog. So this is height-laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling before filling the rest. And we're simulating that. Ich glaube, ich will alle meine Schiffe erstmal abfackeln am Anfang, dass sie richtig schön So to finish, verbraucht we're going to aussehen. take a look at all of that put together in the game. Thank you. So geil, du siehst immer die Temperatur und alles. Richtig, richtig, richtig schön. Rette den Pico! Raus mit dir! Raus, 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 raus! Thanks very much, everyone. Thank you. Thanks a lot. Niemals einen Pico zurücklassen. Das ist die erste Regel im Fight Club. Hello everyone, I'm Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. Squadron 42. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We want it to look as good as possible, obviously. We want it to look realistic. We want it to be beautiful. We want it to be in motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects or vehicles. And we wanted this to work on the whole scales of all of Star Citizen, all the way down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, which of course water is. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques, such as proper lighting, reflection, and refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques, such as wave crest backlight scattering, and adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface haze, and much more detailed bubbles on the individual bits of foam. I've got some examples of that here. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Here you can see our accurate water lighting from this really beautiful screenshot of the Gladius over the water. I love this one. So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface, and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect.
This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray-marched clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wave crash light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves? It's lighting up the suspended particles in them. It just looks gorgeous. Here we have the multi-layered foam. And from a distance, we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after. First of all, this is our lakes on Stanton 4. Next, we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planet Tech and Graphics have been working on, is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. So the technique that we chose for this is a form of surface wave propagation. It's GPU-based, it's highly realistic at a low cost, and it can be scaled for waves of different amplitudes. So we can have all of that built right in just by adjusting a few constants. I've got a demonstration here. We're going to have the player walking through the puddle. As you can see, as he steps, you get a bigger ripple. But even as he's stepping, the toe is being dragged through the water and moving the water accurately. Wir sehen gar This is not a cop-out. We're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. This is a bit loud, this one. Right, the one more thing that we have to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, Kam but erst 2 Jahre Star Citizen später is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now, this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. This basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where and what resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that you get what you want to see. Alte Rechner, 1 FPS in der Nähe von We need to Wasser. get that information onto the water, though, and that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now, the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because if there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this. But then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in action. I'll just let that play. This is the debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. And as you see, if we pan out a bit, we make our sphere a bit bigger, we get a much different result from the sim. Spawning the foam properly. It looks really nice, really happy with this one. So what I'm going to do in a second is I'm going to turn on the debug mode so you can see where the regions are. You see, we've got these grey boxes. They light up green when there is Mabu, dann kauft aber keiner Schiffe. Und dann können sie sowas hier nicht machen. Und wenn sie sowas hier nicht mehr machen können, kannst du dir auch gar nichts mehr angucken. Leute müssen Schiffe kaufen, ansonsten können sie niemandem bezahlen. We can add the results from multiple sizes of simulation together, and they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. It works pretty nicely. I've gone ahead of my subtitles, but I'll just let that video play out. Das ist schon ziemlich gut. So, what does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? Now, you did see a little bit of this in the Star Engine trailer, but actually, I think this video does a little bit more justice to it. So I'm just going to let that play out for you.
Das hatten wir doch eben schon gesehen, oder? Das ist schon echt schön. Das ist... Also... Forward in a second. You're going to see the wake start to happen behind us there. Das sind weit And from the bessere cockpit Wellen als Sea of perspective, Thieves. Es tut mir leid. water Sea of Thieves droplets ist ein on the Spiel, was glass auf dem Wasser thrown stattfindet. up Das ist from the einfach water nur sim. This is so what I'm talking gemacht. about using multi-output. Das ist einfach nur mal eben... Wir brauchen bessere, krassere Wasserbewegungen. Und das ist besser als ein Spiel, was nur um Wasser geht. Die Typen sind alle so geistig anders drauf. And that's us. Thank you so much, Sitcon. Handing back over to Ali. Kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du. Du kannst doch keinem erzählen, wie krank die sind. Hello again. So, I'm here to talk to you today about a few other graphical things we've got coming in. I'm really proud of the work we've done on the fire and the water. They both look amazing features. I'm going to talk to you about a few smaller features and a few longer-term R&D features we're coming in on the visual side. This first one, something we wanted for cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, which is to get the face to tell a little bit more story on our characters. Das hätte ich in den letzten Tagen so gebrauchen können. Implemented recently, and it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. Geil gewesen in meinem And we Video. even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or upset. So none of this is a pre-canned animation. It's completely dynamic. We have complete control over everything. We can keyframe every single tier if we want to. And we can even simulate blood, like here. Nice. So next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game with our rifle scopes. They weren't quite good enough. They didn't really feel realistic for them. And they thought it was a real core part of the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do, we used to use these type of fake scope meshes, which you see here, which is where we type of slice the scope in half so you can see through it. And sometimes we put these big black planes around them to obscure your vision. And we put a bit of glass on the front of it, but there was nothing really to tell you that it was a lens. So we've worked on a new scope shader, which is now going to be on all of our scopes moving forwards. And I'll give you a quick show of what that looks like in game. So on the first scope here, we're going to see it's got an infinite projected red dot scope sight. We've got lens distortions. You can see this little refraction and bending of light on it. Actually, it works when you don't have to be actually holding the rifle for it to work. Was ist denn los? Was ist denn los? We've got a correct emulation of eye relief on the scope. So we have the blur, distortions, chromatic aberration. And then we've also got support for digital displays like this one, which has light amplification and has support for EMPs. If you get an EMP, you're going to have the display's going to get distorted. So we're quite proud of this. We think it's going to give a much better, more realistic simulation of the scopes in the game. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated into it, so it's really quite proud of that. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, hopefully you've given a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. And we've got some great feedback from you guys as well. There's been some strong feedback about we want extra black level controls, so we're going to be adding that for you. So make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward tech to get the best out of. Just to give you an insight of how this works, we've got something called Unified Tone Mapping Curve, and this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We don't want them turning red or white or doing anything bizarre. Just one thing to mention, we've got some content adjustments that will be ongoing. We've got a lot of content in Star Citizen. Deswegen habe ich einen It takes a Shader. little bit of time to make sure we balance everything so it doesn't look too dim or look like a supernova.
Next thing I want to mention, temporal upscaling. This has been something that's been asked for a long time, and we're proud to finally get it into your hands. We've got 3 different techniques we're going to be implementing. We've got CIGs, we've got our own temporal super resolution solution called TSR. Klar haben sie eine eigene Lösung. Fidelity FX Super Resolution 2, and we've got NVIDIA's DLSS 2 as well. They each have different characteristics and hardware requirements and trade-offs, so we thought it was important to get you all 3 so you could have a choice of what you want to look. On the left here, I've just got a zoom in from one of our outposts. That's no anti-aliasing for people that really love to see jagged edges. The center one is our TSA, which is what you've got in the current release today. And on the right-hand side is TSR without doing upscaling. And this is going to be replacing the TSA solution. And this gives us better quality and more stable image and hopefully much less ghosting. We can use our TSR to do upscaling. Here's the example of how it looks at each resolution. And similar results from AMD's FSR. And some numbers here, which I'm sure you can pour over later, but basically we can get about 2 times GPU performance if you're interested in using the upscaling technique. Obviously, if you're CPU limited, you might not get quite. Dann hätte ich 260 FPS. We also intend to look at frame generation techniques like FSR3 and DLSS3, but these are going to come a bit later. We're going to focus on GPU performance, getting that up first. Frame generation isn't really applicable unless you've got a really good performance first. Some other quick updates. We've got the screen space shadows as added to Alpha 320. It gives us some extra detail in our shadows across characters, and it's particularly on planets, it helps a lot. And we've also got a new texture and mesh streaming engine that helps us get as much possible detail as we can onto your VRAM on your GPU. And it does something we call load balancing. It will scale dynamically for your GPU to make sure we can get the absolute best possible results. We've also got some more streaming improvements coming in the next release. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean, here we've got a planet with no shadows. I think it's Microtech. The shadow maps, so you see these, the normal shadow maps that fill in half the scene. But then when we get the screen space shadows, you look in the top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these things looking at floating. Next up, I just want to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot. Heute bis 1, morgen bis halb 3. Quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got 2 new. Wir sind erst beim ersten Teil, nach dem zweiten gibt es erst eine Pause, sorry. Terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. And we'll be reusing the same type of patch-based system that Will talked about in his water presentation. And it should give you major CPU savings as well. So we're quite looking forward to getting this in. Another benefit is that it's going to give us the ability to add more complicated logic on, so we can type of do more diverse and interesting terrain, like things like, you know, we don't have beaches at the moment. We'll be able to achieve that. Wir sind immer noch bei Sharpening the Worst, das geht 1,5 Stunden. Oder 2,5 Stunden. Next thing we want to look at, which is probably the thing we get asked about the most, is our scattering system, which is what we're responsible for putting all the trees and the rocks down in the world. We're going to, again, move this to 100% to the GPU. And that should let us have vastly longer draw Heute geht's bis 4 Uhr. Bei denen, ja, also bei uns glaube ich bis 1 oder 2. Und morgen geht's bis 5:30 Uhr. The resource system and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical based system, which what that means is we'll be able to use nearby vegetation or rocks to influence what other vegetation rocks can grow or will show up. And this lets us produce much more complicated rule sets, so we can do things like have a tree that maybe underneath it doesn't have any grass, or maybe certain trees come together in clumps. And we'll get a much more natural distribution of vegetation. And final thing we want for planets is we want to be able to build them much easier, much faster, and we want to make sure they are truly unique. At the moment, our planets are unique. However, they are built from type of tile sets, like pre-built things that get mixed and matched together and blended in complicated ways so that you don't see the repetition. But it's not truly unique, not in the same way that the Grand Canyon might be, or the River Nile, or Mount Everest. And that's what we want. So to get that, we need to replicate the complicated natural processes on Earth, like geology, climate erosion, and these things aren't trivial. So we've got 3 options. Character advancement, life in the first person, taking flight, living on the edge, destination adventure und dann closing ceremony. We can use machine learning to do some of this. So just to give you a quick idea of how that would work, or how it could work, if you just start with some random input here, it's just like some noise. We run it through a temporary simulation, so we can type of get a more
reasonable approximation of simulation at different altitudes and latitudes on Earth. And then what we do is we categorize all this into different biomes. So based on the temperature and moisture, you'd find out what is a desert, what is a forest. And this part is crucial. So this is the input for our machine learning algorithm. We could come up with this image any other way. You could hand paint it as an artist, or we could just randomize the noise to get a different set of images. And then what we do is we take the large data sets we already have from Earth, from Mars, and from the Moon, and we train it on exactly the same distribution, so biomes, so forests, grasslands, and things like this. And by training it on exactly the type of data we get in reality, we can take this and then push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is a height map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys, and this had 0 art input aside from this image, which is a very nice result. It's early days. This is based on something called a custom diffusion neural network. It's, like I said, it's pre-trained on Earth data, and it's been built up in patches so that it just doesn't become too expensive to build. And the little circular patches get added together, and to avoid any seams in the image. And then just to help you visualize it, I've just put some colorization on it to show you where snow and beaches might be, and just wrapped it around a planet to give you a better sense so it doesn't look quite so abstract. Yeah, but this is very early days, this stuff, but we're hopeful this will be helping the future of how we build planets quickly and efficiently. Thank you. Sehr, sehr geil. Die letzten Worte fand ich gut. Ne? So, Schnell bauen und so. Today is our Gen 12 renderer and Vulkan. This has been ongoing for quite some time, taking a lot longer than we would have liked, but we're finally getting to the end of this long journey. For those who don't know, the reason this was being implemented is largely for performance. We're going to be getting at least 2 times better performance on our CPU submission for rendering, which is often the bottleneck for the game, so that will directly, hopefully, translate to performance improvements. Immer wenn einer irgendwas mit zweimal mehr oder so sagt, muss ich immer an Todd Howard denken. And it also opens the door for some things like ray tracing and new mesh shaders. So we've got a video of a Vulkan running, it's live captured. So I can't remember which ship is this, but it's yeah, it's all working fine now. There's a couple of hitches in performance, so we can't quite release it yet, but we're looking into them, the last few performance issues and stability issues, and hopefully we'll be releasing it soon. Die sind sehr viel in der Reclaimer drin, merkt ihr das? So, like I said, one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. Ray Tracing? Hat er gerade Ray Tracing gesagt? Hi, I'm Ben Parry, and this is Global Illumination. Hi, Ben. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new, updated global illumination system for us to use. Now I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far, but first off I'm just going to simplify some things and ask what is global illumination. Well, you can break the lighting in a game down to 3 components. First off, you've got direct lighting. That's not global illumination, but that's the sun, lights in the level, that kind of thing. Macht Sinn. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's like a whole hemisphere, like a soft lighting that affects that takes from the entire scene and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflections. That's like your shiny surface glints, your mirror reflections, that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, 3080 reicht ganz locker now, aus. for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool.
Ja, doch. Doch, das ist schon schön. Das ist schon schön. Gleich sagt er, kommt mit 3,22. Wenn das auch noch mit 3,22 kommt. Ich meine, 3,22 wird dann Ende des Jahres wahrscheinlich kommen. 4,0 kommt dann... Also 4,0 kommt nicht, also Pyro und Server-Meshing kommt nicht im zweiten Quartal 2023. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. Und jetzt auch ziemlich sicher, dass es nicht mehr Ende des Jahres kommt. Also ich gehe tatsächlich von dem, was ich als allererstes gesagt hatte. Mein erstes Ding, was ich gesagt hatte, war Quartal 2 2024. Ich glaube, da sehe ich Pyro jetzt eher. So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite close to it. We ray trace against a simplified world so that we get like smoother lighting for the, since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse smooth signal. This also means that we get more rays per millisecond, which is always good. And we do generate a lot of probes. So the new system is generating, well, for comparison, the old probe was about 1 probe per room. And the new system is about 25,000 probes that are all on screen at the same time. Hört sich ein bisschen tatsächlich an wie Nvidias So here's a scene that I've dramatized a little bit just to system, give trouble to the old lighting system. Von Unreal Engine. And this is what the ray tracing sees. So it's a simplified single color per object kind of thing. But then we've also got this kind of a 3D dictionary of average light values, so that the light is kind of shared over things in a similar area. Wir sind keine 2 Stunden drin und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass wir unserem Hype untertrieben haben. Noch ist es nicht in-game. Wir sind noch nicht in-game. This is the old system, so you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like, the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like, these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce that somehow made it across the room to them. So we want to replace that Lupus, die letzten 2 Jahre konnte man Pyro auch schon schmecken. Ich sag's nur. Ich bin super hyped gerade und ich find's super geil, was alles auf uns zukommt in den nächsten 12 Monaten, hat Chris ja gesagt. Aber er hat auch jetzt schon 12 Mal gesagt, dass Pyro rauskommt. Also. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. And there is the final composite. Ah, sieht schon sehr, sehr geil aus. Also, ich glaube, da haben sie sich ein bisschen was von der Unreal Engine abgeguckt. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen was von der Unreal Engine abgeguckt. What else does it do? Was okay ist und was auch so sein because soll. it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. Es ist von der Unreal Engine abgeguckt. Sehr geil. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. Ja. As again, we will see. Ja. Das ist, so we'll do a side-by-side comparison on this one. As you can already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. Ja. Das ist we did have live updating, was ich hier as you sehr, can see sehr, in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this der Unreal Engine continuous 4.2 ist, glaube ich, and finally it means that we can do things like Lighting glowing auch da surfaces reingekommen. can just illuminate the world without having to Und add das sieht special lights 1:1 to gerade so fake aus it. wie das hier. Und das, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass die haben das gesehen, haben gesagt, komm, nehmen wir mit rein. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. So yeah, there's 2 really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. First off, cockpit brightness. We capture at the moment the... Hey, grauer Wolf, mein Mann. At the moment, we capture that cockpit probe in a setup scene, and then we don't update it as you're flying around. So you're not going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't have a picture for this, but cargo bays, sometimes they're light, you land somewhere dark, you open up the doors, and now you've just got this weird little light room with nothing spilling out of it. So again, let's have a video.
Wo wir gerade bei Lichtern... Yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights so that you can see this. And then in the new one, you can already see the skylight is kind of helping a little. But Sehr then as cool. you turn over, you get all the ground lighting. Ich baue auch immer Unreal Engine nach, ist ja nichts, wo Yeah, man that's sich what. anstrengen muss. Ja, true. See, one of the concerns we Sehr, had sehr krass, was ja. that we didn't want to create a two-tier system. Also, If people have got hardware ray tracing, sorry, dass ich hier immer so reingrätsche, aber ich kann halt nicht anhalten, ne? Man muss halt wirklich dazu sagen, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, immer in Star Citizen Lives und sowas sieht man das, wenn die so ein bisschen einfach zeigen, was sie können. Die einzelnen Devs, die haben, jeder einzelne für sich ist unendlich gut. Die müssen hinkriegen, dass die alle miteinander bündig funktionieren. Das muss CIG noch ein bisschen besser hinkriegen. Vor allem, dass die unterschiedlichen Teams miteinander besser funktionieren. Wenn die das hinkriegen, die Vision ist ja jetzt schon geschafft, sind wir mal ehrlich. Aber wenn sie das hinkriegen, dass die Teams noch besser miteinander vernetzt sind, dann ist das die sind halt komplett krank, die Jungs da. Als nächstes Ankündigung VR-Support, ja. And now this is what Star Citizen would have looked like if we released it on the PS1. The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know, we can't do dynamic objects in this. You'll be surprised. It doesn't seem to mind. Wär auch okay. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system. Wahnsinn. But not having to use any kind of hardware ray tracing. Die schreiben hier Live-Geschichte mit ihrer Arbeit, it's not identical, but it's a lot more dynamic than the old. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, ich bin gerade auf 2 Plattformen gleichzeitig live. Ausrufezeichen Multi, dass ihr auf beide Plattformen quasi gucken könnt. Ja? Zusätzlich nur auf Twitch gibt es ein Giveaway. Ja. Wenn ihr hier zuguckt, kriegt ihr Punkte, mit denen könnt ihr euch ein Ticket kaufen. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Glossy reflections. Obviously, we want to complete the picture, and for that, we need to handle glossy reflections. That's self-explanatory, really. I don't know what to say about that. Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to extend this so that it can support glass and water and all the other transparent things in the game. Stellt euch vor, Spiegel funktionieren. Beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand GI to make sure that it affects everything smoothly and equally. And the final thing is a Star Citizen thing. We've got giant scenes, we've got a ridiculous scale on some things, and we've got plans to make sure that this GI extends to handle that full scale. Anyway, that's all I've got to tell you now. I've been Ben Parry. Next up, we've got Star Club with Chris Rain. Lupis, die Leute im YouTube-Chat sehen es aber alles eine Sekunde vor dir. Mhm. Hello, everyone. Hello. Hi. I am Chris Rain, and I would like to show you not 1, not 2, but 3 new physics of our physics engine. And I would like to start off by introducing Star Cloth, our new character cloth simulation with a short video. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. Die haben denen Schuhe gegeben, die sind nicht mehr ganz nackig. You can see multiple layers of cloth that do not interpenetrate. Das ist schon mal gut. Cloth gets influenced from wind and has accurate collisions with the player's body. Das war jetzt beim Quantum Crisis Video, hat man das auch gesehen, als Steve im Bett lag, sind die Klamotten, man hat seine Unterhose ein bisschen gesehen. Ja, aber we now have support for collisions from dynamic objects. die haben echt komplett einen an der Möhre. You can play football in any outfit. Oh, der Ball ist weg.
Starcloth supports the full range of motion Das a ist eine human neue can Frisur. make, from fast movement Das ist eine neue Frisur. to extreme poses. Das ist eine neue Frisur. Mega geil. Mega, mega, mega gut. Kannst du, also. Starcloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion, to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, regardless of the frame rate, and is hand-optimized. It's immersive and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar with this. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry. This allows us to share the same Die sim haben setup einfach across fucking Lack multiple visual gesoffen. meshes, which is a huge productivity boost for tech art. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Back to the football. Everything that is dynamically simulated is able to interact with the cloth, from ships, over crates, boxes, and even footballs. We ensured that the collisions are accurate and believable. As you can see in the image, the football parts both layers of the gown. The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment, so brushing up against objects will result in the behavior you expect. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a Mabu ist ja capsule live. that has two different radii Die at the lesen ja jeden endpoints. Chat mit. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Now, notice how there is a jump between the elbow and the lower arm, and another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you look at the upper torso, you can see the Das ist, collision ist properties are actually Second Life. Das ist hiding the cloth, definitiv Second and Life. they're essentially Also, completely useless. du kannst, So now notice the difference on the same body represented wenn man with in diesem Spiel essen könnte und dann selbst satt werden könnte, dann würden sehr viele Menschen auf dem gesamten Planeten nur noch dieses Spiel spielen. An Ja, additional benefit of nichts tapered anderes mehr machen. capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything. Krass. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hertz, regardless at which update rate the game is running at. Wie We geht do das? this to be faithfully able to detect geht collisions das? with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate, Gibt's hier than die the game Klamotten in updates, eigenen we Server have to oder was? interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth sim cage. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. If the game updates at 60 FPS, like in the image, we simulate the cloth twice. Now, if the game runs slower, like at 30 FPS, we need to update the cloth 4 times.
You can see this in the image. It becomes apparent that we need to make the cloth run as fast as possible, and we spent a great deal of Obstkuchen, dafür gibt es morgen ein eigenes Ding. Character Customization kommt morgen. And using every trick in the optimization handbook. The effort pays off because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. Thank you. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket. Das kann doch nicht sagen, während die so eine Nahaufnahme vom Schritt haben. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. Bitte nicht. I want to focus your attention to the waist region of the character. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Here you see a rendering with a high fidelity cloth disabled. And here the same scene with it enabled. To be continued. Das ist ein komplett neues Schiff da gerade gewesen. Much more can be seen about Starcloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. War das gerade die Idris von innen? So, next up, Star Hair. Ja. Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype Ja, aber deswegen bauen sie ja die Vulkan Engine und so weiter immer mehr und immer mehr aus, damit die Last halt ausgeglichen auf CPU und GPU ist und nicht mehr nur auf dem CPU, so wie es halt derzeit ist. Also mit derzeitigen Standards würdest du definitiv mit 3 FPS herumlaufen, wenn Wasser und der ganze Quatsch alles irgendwie dazukommt. Aber in den letzten Patches, auch mit meinem alten PC, habe ich würde sagen, ich bin so von 25 Standard-FPS auf 45 Standard-FPS gekommen. Also sie entwickeln da ja auch immer weiter, dass du mehr FPS hast. Also the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engine. Physikalisiertes Haar haben sie auch aus Unreal. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. So, and hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with
vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So all of this together allows us to simulate the strands according to the theory of Kosarat rods. A Kosarat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear, exactly what we need. Hair also needs exact collision detection to not intersect with the head, the ears, the cheeks, the jaw region. The video I'm about to show you is some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right. We're actually simulating all the hair strands. So we will have characters being able to run their hands through their hair and have the hair react realistically. A barber simulation next. Actually, being a bald man, this was a very touching moment for me when I made this video. Thank you. Thank you. Next, I would like to introduce Maelstrom, our physically based destruction system. And I would like to do that with a video that I believe speaks for itself. See the water splashes? Ich kann es nochmal sagen, die haben doch Lack gesoffen. We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. So we decided to move away from hit point pools or other abstract models to simulate damage, but rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a Also, certain es tut mir leid, dass ich da so ein bisschen, ihr könnt ja an der Seite lesen, aber stellt euch vor, ihr baut irgendwo eine Basis auf. Die wird angegriffen, die wird auseinandergerissen und so weiter und so fort. Und irgendjemand kommt ein halbes Jahr später an diese Stelle, wo eine Basis ist, die halt komplett zu Klump geschossen wurde. Wie geil, ey, diese Geschichten, die dieses Spiel erzählt. Geht nicht von dem, das ist cool, Sachen kaputt machen und so, geht wirklich nur von diesen Geschichten aus, die sich da erzählen, über die Jahre, wie das Spiel dann quasi online sein wird. Ich brauche mehr Schauspieler. Ausrufezeichen Discord. Ich brauche mehr Schauspieler. Ich möchte die geilsten Maschinen niemals machen, die
überhaupt je da waren. Hey Leute, wir brauchen mehr, wir brauchen Statisten, Schauspieler, etc. Wir brauchen das. Ich möchte viel, viel geilere Sachen noch machen. Und mit sowas allem geht das halt. To achieve all this, we gave each physical geometry instance an identifier to be able to uniquely identify it within the universe. So your Gladius wing is your Gladius wing. Man kann das schon, also man kann schon alles in ein Spiel physical machen. material and damage properties that can now be replicated across the network. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity. Zu wenig Zeit. Manchmal brauchen wir auch einfach nur jemanden, der was spricht. Das dauert 20 Minuten. Also absorbing wirklich. energy from kinetic impacts or energy weapons. And also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity collapses, we know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. Tobi, es ist nichts Wildes passiert. Es ist überhaupt nichts Wildes passiert. Alles gut. Alles super langweilig. Cease to fire and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry, and the entities on top that can break off. Between breakable clusters, we create abstract cantilever beams to be able to model stress and strain. I'll go into more detail in that in a bit. Aber das ist Munching. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. They also embed the hierarchy of all animated joints. And they also embed the hierarchy of all physical geometries. They essentially represent a ground truth of the entire hierarchy necessary to perform all our goals for Maelstrom. This image is showing a breakable cluster graph of the Gladius. Ja, klar. I'd like to show one more video of Maelstrom before we continue. Ja, klar. Lack gesoffen! We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyzed the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. A wing attached to the body has a rather large connecting surface area compared to the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. We then project
forces from impacts and explosions onto these cantilever beams and calculate the stress the beams experience. Ihr habt es ja eben schon mal geschrieben mit Jumptown. Ich sehe Jumptown demnächst nicht mehr da stehen. Also da geht einfach eine A2 drüber oder Ghost Hollow und Co. Da fliegt eine A2 drüber oder ein paar A1 und dann ist das alles kaputt. We want Maelstrom to be a systemic system that we can use on all types of entities. So here is some video of some test footage of AI shooting each other behind breakable cover and Maelstrom barrels. Physical material properties influence damage and breaking and have a direct influence to how things break and fracture. Die geben uns auch gar keine Pause gerade, oder? We added various properties. Density. Und das ist nicht mal der Bereich, wo Jared gesagt hat, ihr müsst auf euren Stühlen sitzen. Da sind wir noch nicht. Glaube ich. Young's modulus. Bin mir nicht sicher. And this is more or less what I wanted to talk about Maelstrom, but I don't want to leave without showing one more video of what carnage Maelstrom can create. Wir sind immer noch bei Sharping the Worst. Irgendwie geht das alles ein bisschen länger. Hauptsache der Pico steht. Wie eine 1. So. So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Also danach kommt Fix It, oder was kommt danach? Danach kommt Fix It and Fly It. Great, thank you. Crucible? All right. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, you guys think this is gonna change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Okay. So we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the new audio enhancements we bring to Star Engine to make it even more realistic than it is now. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player. And with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Earlier this year, we showed you our resonance tech, which allows us to bring the action much closer to the player even when they're deep in the bowels of a ship and far away from where all the hits and the explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. Kennt man? They're a great simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. Ja, klar. The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener.
Klar. Let's show you the same audio effects applied to the ship weapons, taking us from this to this. Jeder, der keine IEMs drin hat, ist ja so gefickt. Alter, das massiert gerade mein But it's not just Trommelfell. about feeling powerful. Changes in audio can create a sense of danger, of being out on your own and under threat. Here's an example of ship combat. Oh, guck mal auf das HUD, wie geil das aussieht. Sounds good, but what if we wanted a little more realism? Geil. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time, and a nice use of that technology is to provide a more realistic option. Ey, wenn so ein Schuss auf dich Here, einschlägt, your wie own geil das weapons einfach resonate ist. through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating lack of enemy weapon and ship audio. Making these changes creates space in the audio, both spectrally and temporally, Das hat es making mega gut, impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. This realistic mode isn't limited to the flight experience, it's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Der cheatet. Hat God-Mode an. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different colour and adding variety to the audio experience. Player breathing and foley are exaggerated, and other sounds are transmitted through physical contact. Auch das hat hier sieht so viel besser aus. That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. All right. Hello, everyone. So, persistent entity streaming, replication layer, and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication Publikum bei sowas finde ich immer komplett. Also, die sitzen da rum und. show you Keine Ahnung. something about that tech. And I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. Persistenz. And that's what I'm going to do. All right. Live Preview, Lupus! Live Preview! 30K! Let's go! So this will all be live, so please bear with me if there's any glitches. So let's keep this rolling. I think I'm supposed to press the button. No, it's already switched. Before we start, a little bit, I just give you a little bit an overview what you see here. Let me set up everything. Ich bin gerade völlig verwirrt, was hier alles gerade passiert. Ich bin völlig verwirrt. One moment, sorry. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see
the server renderer. So for this demonstration, and I start a second client, I'm just... Error! Woo! Der ist der Error! 10.080 oder so. This is live, all right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. One more time. Okay, das scheint On this wirklich... side, you see the server renderer. Also normalerweise, wenn die sagen, dass es live ist, ist es nie live, aber das scheint wirklich live zu sein. Small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent entity streaming, what you play since 3.8. Guck mal, 4 Strings ist ja easy. And I also Aber have das some Game kann ja metrics jeder on the bauen. screen, which shows the entity graph worker, the requests per minute, per second, the mutations, and you also will see entities created and destroyed once I do that. All right. Ich habe noch nicht verstanden, was will er uns jetzt zeigen? Ich habe nicht zugehört, glaube ich. To come up and join this level. Warum hat er keinen Arena Commander? So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server everything streams in, and my client get connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that chart, and we at real time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player. You will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will, at real time, update it in that entity graph. Das ist dynamisches fucking Server-Meshing. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. Das ist doch nicht mehr and statisch. This is very unique to our engine. No other engine has this zone system, and this allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest Ach nee, scope to the largest scope. Das ist nur auf einem Server die... Okay. Das ist ein Step davor quasi. Everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, der Entity Graph gibt dann quasi zum Server die Daten weiter. If I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. So let's spawn a couple more here. And you see the pengus I spawn in the other zone get attached to the other zone. And then if I go and transition one of those, they will also transition between the different zones. And the same works for ships or more complex entities. If I spawn this buggy here, you will see this one gets created with all its attachments and everything else attached to it. And this is just my small demo level here. On live, we have up to 600,000 dynamic entities that get created for one single chart. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk about is our streaming system. Most engines do stream on
texture or geometry, we actually stream entities, and we do stream persistent entities. So when I turn on the streaming system here and I walk into this, if I walk over to the red area, you will see that the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. And when I come back in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. So now I have a second player join. Benoit is going to join me. So Ben, if you want to join, okay, I think we see him over there. Hey Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service. And können wir the zusammen machen, wenn du replication Bock hast. service, Können wir am its Montag own zusammen machen, wenn du the Bock sole hast. purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. So let's see what's happening when I kill my server here. And so this is my server, the actual console. Wir kriegen einen Let's just shut 30k. it down. Da ist er. Wir kriegen 30k. And yes, this is where you would usually see a 30k or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit, and the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect, because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Let's be a bit patient for it. Should come back online in a second. And as you can see, now that the server came back, it restored the state. It restored the state, and the simulation just continues to work as before. So this will be, again, this is very early tech, but this is a great benefit of what we have with our replication layer split. Das But ist there's Wahnsinn. one more thing. Über was? And let's try this thing again. I just killed my server, and I'm trying to do that again. But this time, we're doing something different. So let's first go in here. This is my development tool. I can talk about it in a second. So let's stop that server again. And restart. Persistenz. And this will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. So let's wait and see what's happening here. Was will uns jetzt zeigen? All right. Simulation continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened?
Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers connected to this replication layer. So what you guys see here, this is the very first version of a working server mesh. Server meshing. Server meshing. Server Drohnen 42. All right. So now I'm going to explain a little bit how this magic works, because it is truly magic. Each server, when it came up and the replication layer realized there are 3 servers, we assigned different zones to those servers. And we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. Server 2, you are the authority over the green area. And the last server is authoritative over the red area. You can still see that those servers have all those entities replicated, but only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. And now, as I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority, and on that purple server, I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. Sie haben es tatsächlich hingekriegt. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. So if I go on this green zone, for example, and I shoot this, I can still shoot that purple entity. Sie haben es And I can also just go ahead and destroy that buggy which sits on that other zone. There you go. Always fun to blow stuff up, right? All right. So there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed my old one. When I go into this buggy, I will become part of the aggregate. And that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with this buggy between the zones, killt jetzt einen Server und fährt in den nächsten. All right. But there's more to this. So remember when I turned on the streaming earlier? The same streaming mechanics work here as well. Like, obviously, in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here, and you will see that die so weit sind, habe ich nicht erwartet. Ich wusste, dass die weit sind mit Sachen, aber dass die so weit sind nicht. And the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that into the red zone. What happens on that purple server? Er ist weg. And I just disappear. Oh. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server, or stream in a new area.
And you will also see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a couple more player join. I have a couple more QA in the back, so you can just see the whole thing running at live. Running in live with a bit more things going on. 30K. Let me get out of this buggy. And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. Meine Hände You can see schwitzen this, gerade the ein green bisschen. server, because it's the middle one, has most entities replicated. And then you can see this purple one at the moment only has one client replicated. Yeah. So yes, this is pretty much it. I hope you guys enjoyed this. It has been a long time to come to this point, and I just can't put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. Das ist nur der erste Teil von heute, der It's jetzt been fertig ist. a really long journey to get to this point. And I've got to say, the team has done an amazing job. They've been working diligently for the last 4 or 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. It's like giving birth. We did it! And we wouldn't have been able to do this and work on this kind of tech without all your support. That's right. 100%. Now, you guys And your trust. allowing us to take the time to do it right, to really build it. So thank you. Thank you, guys. So much for everyone, and thank you everyone at CIG that's really worked hard to deliver all this amazing stuff that will be either in your hands now or in your hands very soon. And this is just the beginning of CitizenCon. We got a lot more stuff to show you. Yeah. That's what we need for this MMO, guys! Alter. That's what we need! Das ist... Great demo. Die CitizenCon könnte jetzt fertig sein und ich wäre zufrieden. That was great. Come on, come here. Thank you, guys. Thank you. Ich wäre jetzt zufrieden, wenn das jetzt fertig wäre. I know I'm live. Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. What is up, everyone? We are back here on the CitizenCon show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff working. We're here at the Atmo Fight or Flight area here at CitizenCon 2953 at the Los Angeles Convention Center. I have with me 2 of our content creators who are going to be in the Fight or Flight later today. We got Bognagas and Lizzie. What is up, guys? We're going to be doing some lightning round questions about your guys' upcoming stuff. First question, how does it feel to see Atmo come to life here at CitizenCon? It's so cool. It's this is the first real esports thing at an event like this for Star Citizen, so I'm really excited to be a part of it. I think it's a great opportunity for the community to showcase the PvP in the Star Citizen community. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. I'm gonna beat him. Good mindsets. Preferred dogfighting ship? The Arrow. Definitely the Ghost, Hornet Ghost. All right. Advice to people learning dogfighting in Star Citizen? Nose to the grindstone, go hard at it. Yeah, don't be afraid. Just jump into Arena Commander and just put in the hours. It's a lot of fun, worth it. All right. Where can people follow you guys? Twitch and Twitter, LazyB_. Yeah, same thing. Twitch, Bognagas.
All right, and you know, a lot of tension, a lot of animosity. Say something nice about your opponent. He's got a great mustache. I'm going to feel really bad blowing him up. All right, guys. Well, that is it for Admiral Fighter Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the CitizenCon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. See you guys then. Oh Gott, wenn Thorsten kommt, kann es nur gut werden. Warum gehen denn da welche? Hello. Wenn Thorsten I'm kommt, Thorsten kann's nur Leimann, gut werden. Hi, Thorsten. lead systems designer for the EUPU team, and welcome to this little presentation of our most ambitious feature that we are working on for quite a while already. We already talked about it several times, but this time it will be a little bit different. Das ist der Erfinder So before we von start jumping Salvaging, into the Mining und presentation, Repairing und dem ganzen Quatsch. Here's a little disclaimer. Also den sein Team. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me, so members of our team, and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI is still work in progress. Naja, Lopez, So visual changes even nachdem was da ihm los war. So we are still iterating. Oh, der ist nervös. But let's start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know about the resource network already, but let's do a brief recap. We will be talking here about our technology, that is resource network, and the engineering gameplay that can be called a child of the resource network. The engineering task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Nee, der Thorsten war nicht auf der Bar Citizen. Der Thorsten war, glaube ich, nicht auf der Bar Citizen. Hi everyone, Aber Guillermo Bilbao, Gameplay Programmer. Thorsten war schon, ich glaube, in den letzten Insights Star Citizens war der von 10 mal 5 mal dabei, deswegen. So, what is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous pipe system you might have heard about with a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside object containers. And it enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So it will have a global impact. You're going to see it in ships, you're going to see it in outposts. It's built to work with the cargo system in some ways. And as for interacting with it, the engineering gameplay we're showed today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. And let's have Thorsten talk about it a bit more. Bleibt einfach oben. Warum laufen die denn alles hin und her? So, hello again. So as a crew member of a ship or as a person managing an outpost, you have several responsibilities. Where the engineering topic can be split in 3 activities. Jetzt ist da. Null nervös mehr. You can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. It's really up to you. Every task requires their own skills and their own tool sets. There is tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Exchange sub-items, adjust the default settings of your power plant, basically operations that require you to turn off the items or even remove them from their sockets. The next activity is maintaining, and this is all about damage control and keeping the items in pristine or pristine enough state.
You are the mechanic that makes sure that everything is and stays operable. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. So here we start with 2 gameplay mechanics that are already in the game. So technically nothing new, but the entire engineering loop ties them nicely together. Here you saw me collecting IMC, or still collecting, and now I will take the shield generator of the recently destroyed Gladius to use them as a spare part for myself. So all of this is of course optional. So you can purchase those items already and in the future even assemble them for yourself. So crafting. While the Fury approaches, you might get the glimpse of a debug UI. So there's the Fury now coming. I activated the debug UI to show you the health state of each item. And what you should have seen is that the shield generator is fully destroyed and the power plant that I'm about to take out now is in low health. Low health means you can still repair it. So which will be happening now with Guillermo and Pete repairing the power plant after I removed it from the Fury. So it's making it fully functional again. And here you see the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it runs at full efficiency again. And here you also see that the shield generator is at 0 health, so the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the Gladius. Dieses Gameplay wird so gut. Vielleicht behalte ich meine Kraken doch. Mal gucken. Einfach so Leute auf meinem all Schiff. Those repairs being done, eine Kraken the Fury is als operable Repair-Schiff. again and it can go its way. Einfach einen Repair-Service anbieten. Sehr geil. So getting back to the responsibilities. A big one is managing your ship, which includes resources, but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. Geil. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the item view. Holy fuck! So you can see the full setup of the network with the relays, the green dots connecting to each other, and the relays connecting to the items. Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping differentiate between consumer, producer, and converters. You can tell the current state of the item, that means the amount of energy it produces, consumes, or has stowed. The health state it is in, the current wear and tear on the item, and the current state it runs in, like charging or being in an idle state. You can directly interact with these items, turn them on and off, and in the future even switch their states. If you hover over a relay, that I will be hopefully doing soon, you will also see that the amount of fuses that are still active and because a relay consists of several fuses, basically they're their own set of lives. And here you see all the details.
You can click on the items to see a 3D render of the power plant here, the quantum drive, sorry. And here's the relay overlay. Here Pete shoots a relay to show the UI updates on the screen. So once this relay got shot at, you will see the update here on the UI that suddenly the entire right-hand side of your ship lost power connection. And what you might have not picked up on the screen is that actually the power plant here that I'm now focusing on is on low health. So I'm commanding Simon to repair the power plant to get it fully operational again. So something to highlight here, take a closer look at the doors. Since we also track the door states, you see that you can watch movement inside your ships now nicely. So you can track players moving around in your ship and even close doors for them, or like compartments in this case where Simon just forgot to close the compartment. Yeah, so Pete destroyed the relay, but we need the ship in fully functional state. So yeah, I'm running now with a fuse and place it on in the relay, so make the relay work again. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways, because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than the others. So you open doors to create a path that the players on your ship have to take. Now to the room view. That is mainly the life support controls plus controlling all doors. Again, we show the details of each room, like the temperature, pressure, atmosphere composition, so everything that is relevant for like you living on a ship. We also show the door states where you can now have precise control over each door in your ship, as you see here. This will also allow you to have more control over which door or compartments to open. So here, again, showing opening the power plant. That also helps very much in already telling players, hey, you should repair this item, so I open that door. Also, die Person, die bei mir die Kontrolle über dieses essentielle Ding hat, das muss jemand sein, der das Schiff in- und auswendig kennt. Das Ding alleine, nur diese Control, ohne jetzt reparieren zu können oder sonst irgendwas, nur das alleine verändert das Spiel in Gänze. Jedes große Schiff ist... Das ist gerade krass. Das ist einfach nur krass. Man lohnt sich auf 1, 2 Schiffe zu begrenzen. Also ich werde jedes Schiff auswendig können. So we did it last year already, but let's make our crew suffocate again. So the moment that you basically pull off their helmets, and now me pressing the cycle button, you see that the entire atmosphere in this room is vented. And yeah, well, the consequence is death. Guckt mal unten aufs HUD. Ihr habt da gerade die Lunge und sowas gesehen. So, as you can tell, engineering gameplay will bring a lot of changes. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of extra power for a short amount of time. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also their resource consumption. And where the biggest change that will come in this update is basically to the resource In der consumption A1 generation. gibt es schon Batterien. In keinem anderen Schiff balance. bisher. In der A1 habe ich sie Currently, gesehen. ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Single-seaters will still behave like they do now. For big ships, we will focus on item groups,
Those require energy. Na But your geil. ships will not Brauchen wir gerade Waffen? provide Brauchen wir enough gerade energy den to have Quantum? all Müssen die Kühler components da run at sein? Und das muss 100% jetzt all the gesteuert time. werden. Instead, you have to decide what you want to have permanently Geil. powered by your power plant. So managing decisions will have an impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the additional power. Batteries won't last forever, but you at least can power additional systems. You will be able to recharge the batteries again, but you need to free up energy from the power plant to direct into the batteries. I think that was a little bit more than just a recap, but now Guillermo will talk about malfunctions. Geil. Geil. So I will talk about malfunctions real quick and get you guys to the next video since we're a bit behind schedule. A bit? Ihr seid eine gute Stunde, liegt ihr schon dahinter. For seals, for thrusters, you've seen a very basic version of it. We're making them more complex, we're making them more lethal in some ways and more fun to interact with. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. And here's a video of the fire in action. You've seen in other videos the fire. This is a small fire. You can just put it out with a fire extinguisher. Pretty simple. It just works. Here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put it out on your own. So here we have one crew member that's going to try to put it out with a fire extinguisher to mix results. And here we have the option of using the life support system Thorsten showed up before, and just vent in the area. Okay, sie haben jetzt überall CO2 rausgenommen. Goodbye. And now you can see that the fire, once we get to that compartment, Geil. has been successfully put out. Sehr geil. Sehr geil. Kleinigkeit, aber geil. Einfach geil. Okay, so let's get Thorsten back on stage. You saw a lot of the systems in action, but let's get a video of one of our play sessions, which is going to probably show it a bit better. So, yeah. I have to excuse myself already because I was leading this group of players being attacked by the Gladius, and I did a poor job, but more to that in that video. Yeah, Guillermo, I wanted to talk about... So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent impact penetration on a very basic level. So you are going to see that the quantum drive is going to be hit by the Gladius attacking the ship. Ey. Als einzelner Spieler kannst du ab dem Punkt, wenn das hier live geht, Schiffe auswendig lernen, die du angreifst, weißt, wo muss ich hinschießen, damit ich verschiedene Sachen ausschalte. Sobald du das andere Schiff kennst, kannst du es ausschalten, indem du auf gewisse Punkte schießt im Schiff. Das ist so krank. Ich sag ja, das verändert das gesamte Spiel. Das verändert das gesamte Spiel. Missed that the habitation room caught fire. I tried to, prevent
further damage to it, but yeah, I failed. Yeah, so that was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I notice, actually the power plant also starts to take damage, and at this moment I'm also telling Pete and Simon to switch their attention to the power plant, because if we lose the power plant, it's also like almost impossible to flee. So here I realized, oh my god, we are going down fast, and I think at this point now, yeah, I opened the compartment to make it access faster, but that was already too late, so the power plant died. And yeah, so the backup is to activate the batteries, which I did here. So Simon and Pete still tried their very best to Ich kaufe mir nur noch fix it, Singles. but, Ich spiele nicht mehr mit irgendjemandem zusammen. Ich glaube, du kannst alles und jeden ausschalten alleine. The attack moved to the forward side, targeting the batteries, because the player who was attacking us actually knew the ship layout. And yeah, here I noticed that the second power plant is also got attacked. Einfach so Ballistics. have to Let's go. redirect our mechanics to it. And at this point we wanted to flee, and then I realized why doesn't the quantum drive work? And as you saw, that there is a relay that also got destroyed. So here you see it very clearly that with a relay being destroyed at the quantum drive position, that means that the quantum drive cannot be accessed from the pilot seat. That means that I also had to get that repaired. So it was Ich glaube, ich habe eine gute Taktik. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Taktik. Du nimmst einfach so viele Engineers mit, wie dein Schiff Komponenten hat. Und stellst an jede Komponente stellst du einen, der es repariert. Schon kann nichts mehr passieren eigentlich. The second power plant, that would have been our certain death. And I think in the next part of the video, we basically asked someone to fix the relay at the back so that we still be able to jump away. Ja, so brauchst halt in so einer Art 2, brauchst halt einfach 24 Leute dann. Mein Gott. Das würde das Live-Support-System nicht. Dann atmet halt immer nur einer. Ja? Einfach weniger atmen. Das wird man ja wohl hinkriegen. Also. Yeah, that's now. I think it was Pete running there and fixing the fuse. And the next step was the pilot trying to push the quantum drive, but it was too late. We died, and the end of the show. Yeah, thanks. Ja, Thorsten ist einfach auch guter Moderator. What you just saw gives a good idea of how busy ships will be and what meaningful multi-crew gameplay will look like. Stellt euch das in einer Idris oder in einem großen Schiff vor, in einer Javelin. Was glaubt ihr, was da für ein Chaos einfach ist? Alter, was da für ein Chaos sein wird unter den Mechanics. Gameplay so gut. With allowing players to come up with creative ways of manipulating their environments. Sabotaging a power plant or destroying a vital relay that connects it all to shut down an entire enemy base. That can include its life support or security systems. It would also tie in nicely with Maelstrom that you just saw, and anything that will break off will lose its connection to the network and therefore have an impact on its functionality. So it's a real systemic feature. The technology allows us also to take further steps into the crafting profession as well as in the base building, where both are related to each other. Bases built by player will also form resource networks and come with their unique challenges similar to ships. Alter, das wird ja noch krasser. We are all Gebäude really zu Gebäude excited about the so. future of this tech and all the associated features. So there's a huge thanks for all people involved. So thanks to the entire EUPU team, the vehicle teams, Jared, active feature team, and the arena commander team. They all were super supportive to get this behemoth into a state that you could see here. Ich bin so froh, in keiner Orga mehr zu sein. And
It's Das wird ja nur noch something that Chaos. has been a long time coming, Heilige and we are Kacke. really proud of it. So thank you for sticking with us on this journey. Wait, there's one more thing. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this, because we already had a lot of fun with it. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander. So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything into the PU. Geil! Oh nein, wie geil! And this will be soon. So, thank you. Wie geil! Oh mein Gott. Camera 4. Alter! I think it's there we are. Boah. Ne, Experimental Mode könnt ihr You know, jederzeit machen. When we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace. That's a lot of new Mabu, content coming. das, was wir gerade gesehen haben, kommt in den Experimental Mode im Arena Commander soon. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. So all you restreamers during the lunch, you can have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word in edgewise. Danke, Jared. Edgewise. So let's go to the cosplay contest, hosted by Galactica, our social media manager, with special judges Kat, Forrest, and me. So, ich darf jetzt auch mal reden. Also. Oh. Krass. Einfach, also was wir bisher gesehen haben, ist ja einfach nur krank. 2953 Cosplay Contest powered by Toby Gaming. I'm Galactica, social media manager for Star Citizen, or as I like to say, professional ship poster. And on stage Die gute with hatten me, wir I bei der Bar have Citizen Kat in Köln, Reeves. war die auch da. She's our creative director. Was soll denn jetzt noch kommen? Naja, And then jetzt, next also to Kat, jetzt, we have Forrest, jetzt kommt als allererstes who's our principal technical artist, Cosplay-Contest, dann wird gegessen, danach kommt Talking Ships und dann kommt Navigation, Navigating the Universe. Und Navigating the Universe könnte bedeuten, wir kriegen eine neue Arc-Map, Star-Map. really quick. Es könnte bedeuten, wir kriegen eine neue Star-Map. Toby Gaming. And for those of you in the audience, just out of curiosity, who has used a Toby eye tracker before? Okay. Ausrufezeichen Tobi. Okay, so for those of you who have not used a Toby eye tracker, I want you to look to the left. I didn't see anybody look to the left. Everybody look to the left. And now to the right. All right. Now, wouldn't that be awesome? Was dafür war ein Ticket? Was auf Deutsch geschrieben wurde. Amtssprache Deutsch. That would free up your ability to focus on your flight and your fighting in game. And with all of that, you can do with the Toby Eye Tracker 5. Ich bin, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin gerade echt ein bisschen froh, dass ich in keiner Orga mehr irgendwie bin. Warum? Das wird einfach nur Stress. Das ganze Game wird einfach nur Stress. Ich schmelze alles ein, was mehr als einen Sitz hat. Und werde nur noch einen Sitz an mir hoch. Das ist mir viel zu viel Stress, mit anderen Leuten zu spielen. Stell dir vor, in Sea of Thieves 50 Mannschaft, genau das. Das ist viel zu viel Stress. Ich habe Sea of Thieves gespielt, viel zu lange. Und da war es schon bei 4 Leuten, haben wir einfach nur Stress gehabt. Was habe ich bisher verpasst? Alter, wenn du jetzt erst reinkommst, dann hast du alles verpasst. Jeder, der von uns seit Anfang an der Show dabei ist, hat einfach, also das ist einfach nur krank. Es ist alles krank.
come this way. Ist ja ein super Helm, wenn man nichts sehen kann. Right here. Just don't move, you'll be safe. We're letting them walk right off the stage. Also, nee, ganz im Ernst. Ich finde es schade, nicht mehr eine Orga zu haben. Ich bin aber auch echt froh, nicht mehr eine Orga zu haben. Das ist ja nur Stress. Das ist ja nur Stress jetzt. That was Ken Shadow? That is Ken Shadow. Also sorry, die Kostüme sind schon schweinegut. Die sind scheiße gut, sind die. So. What the fuck? Hey, you guys know this isn't Grimhex, right? I think we're human shields right now. Fuck. All right, I think Jumptown might be safe right now. How tight are those pants? Not that tight. Do this? Squat test confirmed. Okay. Next. All right, next is Heindrasa. I want to move you. Oh, come on down here. Du meinst also, ich soll mir die Show von vorne anschauen, dann könnte ich den YouTube-Stream zurückspulen. Ja, du könntest auf YouTube zurückspulen, könntest dir das Ganze von vorne angucken. Die nächsten 2 Stunden ist jetzt nur das und Essen. Oder 1,5 Stunden ist das und Essen. Und dann geht es erst wieder weiter. Oder die nächsten Tage werde ich jedes Segment ja einzeln auf YouTube hochladen. And he told me that he has never made a cosplay before and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications in order to make this outfit, which is quite impressive for a first cosplay. I've made probably about 100 cosplays and they look nothing like that, so GG's. All right, up next. Okay, also, ganz kurz, ich hab glaube ich, schon wieder vergessen, was am Anfang war. Wir müssen halt eine Sache erstmal ansprechen. Wir müssen eine Sache erstmal ansprechen, die ultra wichtig ist. Wir haben Tiere auf Planeten und Wales. Können wir damit anfangen? Die ersten 10 Minuten da war ich schon durch. Also da hätte schon nichts mehr kommen müssen. Ich war da schon fertig. Let's take a look at it while we're. Anybody want to sing a song? People? Guck mal im Merch-Shop, da gibt's neue Items. All right, for everybody who's on stage, I want you to do like your best Meine Nase juckt. emotes impression. Right? Oh, there we go. Oh. Entschuldigung. Will the real Jimmy Did he just please have stand that? up? Like, He always has that. I can't see. All right, Merch shop. And up next we have a Britty Kitty. Ow. Can you see in that thing? CitizenCon Limited Edition Box, Star Citizen AirPods Pro Case. That's amazing. Oh, den Wackeldackel hätte ich ja schon gerne, ne? Aber 50 € für einen Wackeldackel ist schon sehr, sehr teuer. Das darf ich nicht meiner Frau erzählen, weil die hat mir ungefähr schon 200 Funko Pops gekauft. The only one that's going to be able to bring Luke back. I know. Ja, ist cool. Cooles Zeug dabei, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwas hier hinstellen muss, ganz ehrlich. Auch hier diese, die Dinge, ich habe den Namen von den Dingern sogar vergessen. Pins und sowas. Ist alles cool, aber bin ich jetzt nicht bin ich nicht so der krasse Typ für, der sowas feiert, ganz ehrlich. Aber, also, nochmal zum Thema zurück. Ich bin echt am Überlegen, einfach, wir hatten ja das hier. Das hier hatten wir ja neulich besprochen, mein neuer Hangar und so.
Ich bin echt am Überlegen, all das hier einzuschmelzen und nur noch Single-Seater mir zu holen. Weil, es ist ja, ich habe ja keine Chance. Mit einer nicht eingespielten Crew hast du ja keine Chance mehr. Also null. Du hast ja null Chance mehr. Du musst ja eine absolut eingespielte Crew haben. And her Pico sidekick, of course. We can't forget Pico. Das ist ja nicht mehr normal. Perfect. All right, judges, feel free to go around. Wisst ihr, was ich meine? Das ist in Sea of Thieves. Und der Mabu kann das bestätigen, weil mit dem Mabu habe ich immer zusammengespielt. Wir hatten immer mal, also wir waren eigentlich eine eingespielte Vierer-Crew. Wir hatten immer mal einen dabei, der nicht zu unserer Crew gehört hat. Und das hat unser Gameplay, ich würde sagen, um 50%, die Stärke unserer Crew um 50% reduziert, weil einer von 4 Leuten nicht dieser eingespielte Kreis war. Und jetzt stell dir vor, du bist auf einem Schiff, was 15, 20 Leute braucht. Also meine Kraken ist jetzt noch mehr weg, als sie schon weg war die ganze Zeit. Weil ich stelle mir gerade vor, 40 Leute zu haben, wovon 30 aus der Community sind, was super cool ist und vielleicht 5 Leute, mit denen ich immer zusammenspiele, ja? Aber die anderen 25, die ich jetzt gerade dazugeholt habe, da weiß doch keiner mehr, was zu tun ist. Also, krass. Das heißt aber auch, dass wenn ein Schiff, was mit 2, 3 Leuten läuft und du mit den regelmäßigen spielen kannst, kannst du mit einem Multicrew-Schiff halt auch echt gut was reißen. Ja, du kannst richtig was reißen. Oh, die haben Tobi Eye-Tracker, haben die bekommen. Nice, finde ich gut. Machst du erstmal 3 Wochen Grundkurs fürs Schiff. Ey, das macht Ballistikschiffe so krass stark. I was going to lead you along. All right here? Okay, right. Yep, don't need to get off stage, but right here is fine. Okay. And second place winner, Forrest. Who do we got? One step back, right here. For second place, went with Hydrosa with the advocacy. Woo! Oh. Congratulations. Okay. Ich bin, also bei Cosplay bin ich ja komplett raus. Damit kann ich ja gar nichts anfangen, ne? All right, I'm gonna have you stand right here. And can we get a drum roll? Ich glaube, wenn das Spiel fertig ist, musst du von Pilot bis Gabelstaplerfahrer für alles einen 3 Wochen Grundkurs machen. So die Details und alles bauen. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Is an OG. This is a Star Citizen, goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've played with this guy. I pushed him around in a wheelchair. Just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow with the Tobii Eye Tracker 5 and an Anvil Carrack. Eine Anvil Carrack! Jegliche Arbeit verdient, die da reingesteckt haben. Das Kostüm hat zwar das Dreifache gekostet von der Anvil, aber ne? Receive your trophy. Finde ich geil. Finde ich mega geil. Ey, da ist so viel Arbeit drin in diesen Kostümen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber schon schön. Congratulations. I'm going to have you stand right here. So, we know that these cosplayers put a lot of work and time and dedication into their outfits. So, as a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce until the next panel. So, if you want to know what that ship is, stay tuned kriegen for alle the eine next panel Kata-Scout. and you'll find out. Wie geil! But thank you all for being here. Mega cool. And for putting all this work into your outfits. The judges, do we have any final thoughts? No, I think we need to get together and take a big photo and then go to lunch. Let's do that. All right, let's get together. Here. Close gaps. Huddle, Close huddle, ranks. huddle, huddle, huddle. Mega schön. Sehr cool. Also, wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen, aber ich finde es mega geil. Now, say Star Citizen. You too, Tyler?
All right, everybody, that does it for us. We're going to take a break for lunch. We'll come back at 3 p.m. with Talking Ship. Wann ist 3 And p.m.? as your resident social media manager, I have to remind you to make sure you're using the hashtag CitizenCon2953 when you're uploading your photos to social media. We're actually going to reward some of our favorite posts with some VKB joysticks, so make sure you're putting those on Twitter. Or Nice. X, whatever we're calling it these days. Thank y'all, and enjoy the rest of your CitizenCon. 3 p.m. Thank you guys so Haben die much. jetzt so durchgezogen? Ja, okay. Sie wollten um 1:30 wollten sie mit dem Cosplay-Ding fertig sein. Nee, um 2 wollten sie damit fertig sein. Sind sie jetzt damit schnell? Ich habe doch keine Ahnung. Was ist denn 3 p.m.? 3 p.m.? Was ist das für eine Zeitzone? Oh, warum steht denn das hier nicht dabei? Warum steht hier die Zeitzone nicht dabei? Ah, Leute. Es ist 3 p.m. Das ist 3 Uhr mittags bei denen. Ist das UTC? Nee. UTC. Nee. Dann wird es um 17 Uhr weitergehen. Was ist für eine Zeitzone in der CitizenCon gerade? Ist 9 Stunden Unterschied. Okay. Also. 9 Stunden. Jetzt müssen wir mathematisch müssen wir jetzt alle nachdenken, was das heißt. Wenn es um 3 bei denen weitergeht, 9 Stunden. Was bedeutet das? Wir gehen um 0 Uhr geht's weiter. Um 0 Uhr geht's weiter. Das bedeutet das. Oder? Ja. Okay. Okay, um 0 Uhr geht's weiter. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt alle eine kurze Essenspause. Ich habe so Hunger. Ihr bleibt weiterhin hier auf jeden Fall im Twitch-Chat für das Giveaway da hinten. Ausrufezeichen Giveaway. Könnt ihr mal in den Chat ballern. Alle Leute, die auf YouTube sind, ihr könnt auch gerne rüberkommen. Könnt beim Giveaway dann auch mitmachen. Das läuft bis Ende morgen. Ja? Das läuft bis Ende morgen. Wenn ihr Sub seid, kriegt ihr ein paar mehr Punkte. Wenn ihr donatet, kriegt ihr noch ein paar Punkte oben drauf. Wenn ihr Bits hier raushaut, kriegt ihr ein paar Punkte raus. Bisschen Spaß müssen wir alle haben. Ist eine Avenger Titan Starter Pack. Und ja, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, wer den Start sich nochmal angucken will, dann geht ihr jetzt einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr nämlich einfach zurückscrollen. Das geht auf Twitch nicht. Sorry, Twitch. Kannst halt nicht. Ne? Ich mache jetzt was zu essen und bin gleich wieder da, weil ich habe eine Menge Hunger. Bis gleich. Ich mache jetzt Werbung auf YouTube. Weil auf YouTube habt ihr übrigens keine Werbung. Auf Twitch habt ihr Werbung. Auf YouTube habt ihr keine Werbung. Auch vielleicht, also ne, aber jetzt habt ihr aber auf YouTube auch Werbung. Ciao, Werbung.
So. Die Mimi will wissen, wie man ihre Punkte sieht oder wie man generell Punkte sieht. Das würde ich auch gerne wissen. Deswegen testen wir das jetzt mal. Ich habe gerade ein Brötchen gegessen und habe mir jetzt noch Chips geholt. Weil das wird, glaube ich, das wird heute noch... Das wird noch eine lange, schöne Nacht. Ja. Das wird noch eine lange, schöne Nacht. So. Die Punkte könnt ihr sehen. Und zwar mit dem Befehl, den ich wahrscheinlich erstmal wieder... Ja, es ist Points und ab jetzt ist Points auch wieder verfügbar. Ab jetzt könnt ihr wieder Points eintragen. Ab jetzt ist Points verfügbar. Ich muss ganz kurz mal meine Hunde reinholen. Oh, sorry. Da sind die Hunde. Kurz einmal über den Zaun. Läuft bei uns. So. Also Ausrufezeichen Points könnt ihr eure Punkte auch angucken. Und pro 6 Punkte könnt ihr ein Ticket holen. Denkst du, du kriegst jetzt einen Chip oder was? Hm? Wer so viel bellt? Na, du bist nicht über den Zaun, ne? Ja, einen gibt's dann. Einen kriegst du. Warte. Hier ist nur Käse. Alles gut. Hier ist nur Käse. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder zurück. Wir gucken uns jetzt mal den größten Announce gucken wir uns jetzt erstmal an. Das wäre der hier. Preview Channel. At CitizenCon, bla bla bla. Wurde was announced. Pyro Bound. We're excited to announce that on Tuesday, October 31, we'll open access to Pyro on the preview channel. We will utilize a randomized selection process, pulling from digital goodie pack owners, concierge, and our most active testers, followed by our usual wave process. More details to come. Das ist krass. Ich hätte tatsächlich mir gewünscht, dass sie es einfach raushauen. Lupis und ich hatten darüber gesprochen. Ich glaube, das war sogar im Stream. Wir hätten uns beide gewünscht, dass sie es einfach raushauen. Dass es einfach kommt, ohne dass es vorher getestet wird. Dass der Testprozess, den CIG selbst macht, dass der ausreicht, um es direkt live zu posten. Hätten wir uns beide sehr dolle gewünscht. Jetzt wird halt wieder geleakt ohne Ende, ne? Jetzt beginnt das absolute Leak-Fest. Und das finde ich schlecht. Was? Hab gesagt einen. Ja.
Einen. Ich werd dick, nicht du. Einfach Bam, großer roter Knopf gedrückt, jetzt übrigens live. Ja, genau, das hätte ich besser gefunden. Weil jetzt wird wieder geleakt ohne Ende. Victor, vielen, vielen Dank. Hi, grüß dich. Jetzt wird halt wieder ohne Ende geleakt. Und das finde ich nicht gut. Aber wie krass ist denn alles gerade? Sind wir mal ehrlich. Wie krass ist das denn alles gerade? Was haben wir heute schon gesehen? Was haben wir heute einfach schon gesehen? Nur beim ersten Teil. Das ist doch gottlos, wie viele geile Sachen wir da gesehen haben. Mal gucken, ob ich das selbst machen kann. Ich glaube, ich kann nämlich auf meinen eigenen Livestream gehen. I am the winner of the Cupra Spinning DJ Contest. I am Angie Mill. Ob Maler, Musikerin oder Freelancer, holen Sie sich Ihre Website. Erstmal Werbung gucken. Wichtig, damit ich auch Geld kriege. Erstmal Werbung gucken. Wichtig, damit ich auch Geld kriege. Na gut, worauf warten wir dann noch? The stations that's coming in the upcoming Pyro. Guys, in person, 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think. Das Video ist so gut. Nochmal so richtig schön Starfield ins Genick treten. Ich zeige euch mal den alten Basti, wenn ich jetzt hier am Essen bin, ja? Ich habe es da eben ja schon gesagt. Die Kamerafahrt ist jetzt einfach grandios.
Ich würde das so gerne für meine Videos haben. Boah, was eine geile Aufnahme! Ist halt wirklich so, ne? Das, was wir in diesem Video gesehen haben, gefühlt hätte das schon gereicht. Ich brauche diesen Spectator-Mode für meine Videos. Das wäre so geil. Gefühlt hätte mir das Video, das hier, hätte mir gereicht für die gesamte CitizenCon. Wirklich, es ist so krass. Nur diese ersten 2,5 Stunden hätten sowas, also ich bin so zufrieden gerade. Ich bin nicht hyped, ja, weil ich lasse mich nicht mehr hypen. Ich find's aber geil. Der Schnitt hier ist so fantastisch. Wenn der gleich an diesem Pillar vorbeigeht, da ist nämlich ein kleiner Schnitt, ja. Warte, wenn er jetzt hier gleich reinfährt. Da ist irgendwo ein kleiner Schnitt und sie fahren halt wieder raus. Das ist so geil. Jetzt, wenn er hier dran vorbeigeht, müsste der Schnitt kommen. Oder die haben eine neue Höhle entwickelt. Ich habe keine Ahnung, weil normal fährst du ja nicht, du kannst ja nicht rein und raus aus einer Höhle im Moment. Geiler Schnitt. So schön einfach. Wir können einfach all in all sagen, das ist die schönste Alpha, die die Welt einfach je gesehen hat, oder? Also, egal ob jemand das Spiel jetzt mag oder nicht mag und ob es seit 10 Jahren in der Alpha ist, guckt euch an, was da alles im Game drin ist. Und wie fucking schön dieses Spiel einfach aussieht.
Was bin ich sehend? So, ich habe eine Tüte Chips gegessen und ihr? Hi, ich bin's wieder. Ich hatte leider keinen Käsedip. Aber so Nachos geht immer. Normalerweise mit Käse überbacken oder Käsedip dazu. Haben die mit 321 einfach mal Tiere reingeballert? Eigentlich müssten wir mal an die Stelle fliegen. Haben die mit 321 jetzt Tiere das, was der Mann da sagt, eigentlich sollten wir mal dahin fliegen, oder? Das A1-Video war da gedreht. Ich meine, die Stelle kann man ja angucken, ne? Ich finde es ein bisschen frech, dass die uns hier in diesem Video gezeigt haben, wie die Jump Gates aussehen. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Linsenchips, oh geil. Alles, was im Spiel bisher drin ist, Lukas. Alles, was bisher im Spiel drin ist. Überraschungspaket, ja. Wir haben die mal in der Degusta-Box gehabt. Diese Linsenchips. Ich fand die auch extremst lecker, muss ich sagen. Fucking Tiere! Die müssen mit 321 gekommen sein, weil das war genau diese Gegend, wo die A1-Bomben quasi gezeigt wurden. Warum redet denn der eigentlich die ganze Zeit, der Typ da im Hintergrund? Doch, die Wolken habe ich schon so gesehen. Jetzt noch was Süßes. Jetzt hole ich mir noch was Süßes und dann bin ich geil. Dann kann es weitergehen. So. Mach euch nochmal den Vergangenheitsbasti an. Und hol mir jetzt noch was richtig Süßes. Low Poly hast. Weil du wie jeder vernünftige Spieler die auf Medium hast und dann sehen die halt sehr pixelig aus. Also bei mir sehen die so aus, wie sie da aussehen oder aussahen. Ne? Dann macht deine Grafikkarte das pixelig. Vielleicht liegt's am OLED. Man hat gerade die Space Rails gehört. Da waren gerade die fucking Geräusche der fucking Space Rails. Ey, das Spiel ist so unendlich schön. Chat nach der CitizenCon und die nächste Woche, wenn ich streame, laufen wir einfach nur rum und genießen die Umgebung mal wieder. Das müssen wir mal wieder machen. Geld farmen hin oder her, fighten hin oder her. Lasst uns einfach mal wieder nur das Spiel genießen. Ey, ich hab so Gänsehaut, weil einfach dieses Spiel so unendlich schön ist und man das zu wenig einfach sich so anguckt, wie die es gerade zeigen. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, MRAPAD spendet 5 Ist das Euro. alles mit 3,21 reingekommen? Wer hat 5 Euro? Halt auch nur einen Tag
vor der CitizenCon Mr. Reaper gekommen. Kann das sein? Vielen, vielen Dank. Weil gar nicht so viele Leute im Game im Moment sind. Alle gucken sich nur die A1 an und bomben. Alter, jetzt mal, sei mal ruhig hier. Mr. Reaper, vielen, vielen Dank für den Fünfer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herzlichsten Dank. Kennt ihr das, wenn ihr so enttäuscht seid und nichts Süßes da ist und dann eine Packung Frit esst? Schlimm, oder? Die Points sehen so unendlich geil aus. Mr. Reaper, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. So unendlich gut aus. Da wäre jetzt auch noch, aber Frit geht immer. Das ist... Das ist... Okay. Wenn da jetzt der Sprung kommt... Er kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Er kommt. Oder machen sie jetzt einen Cut? Macht jetzt einen Cut. Das ist nicht in-game. Aber da sieht man schon diese Stangen, wo man, wenn jetzt gleich Mist bauen kann, oder? Und da 4-0 irgendwo steht. Er hat gesagt, was jetzt in-game ist. Das ist fucking Pyro, Chris. Ja, er hat uns angelogen, mal wieder. Fällt mir jetzt erst auf. Jetzt, wo meine Anfangseuphorie vorbei ist, muss ich sagen, er hat uns wieder mal angelogen. Er hat gesagt, was jetzt derzeit im Spiel ist. Ich habe gerade Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Das war eine Lüge. Pyro confirmed. Für den nächsten Patch, der jetzt heute vielleicht morgen oder so noch kommt. Weil er sagt gerade, das ist alles in-game. Chris! Warum bin ich denn da so ausgerastet? Hatte ich da etwa Gänsehaut auf meiner Gänsehaut auf meiner Gänsehaut? Das ist schon frech. Der Call war schon frech, das zu sagen. Die Station sieht so gut aus. Links kann man hier nicht posten. Jetzt zeigen sie gleich die neuen Frisuren. Über die wird morgen, glaube ich, gesprochen. Das ist das Thema eigentlich morgen. Lange überfällig, Tattoos. Wie soll man Gang-RP machen, wenn man keine Tattoos hat? Ich hoffe, man kann eigene Tattoos kreieren. Die Time to Penis wird sehr, 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 sehr klein sein. Ups, guck, man kann hier keine Links posten. Da kommen einfach nur 3 Sternchen an. Boah, die Station sieht so gut aus. Die haben sich sowas von übertroffen mit der Kiste da. Ja. Haben sie. Im Discord ist nichts. Achso. Okay. Also, wie sieht's denn aus? Geht's weiter? Ist schon 12? Leute, ist schon 12? Ich hab so Bock. Talking Chips wird jetzt so geil. Talking Chips wird richtig, richtig, richtig super gut. Ab dem 31. Oktober hauen die Leute in Pyro, Leute. Ab dem 31. Leute, die das Digital Goodie Pack haben, Concierge, Most Active Testers, können in Pyro rein. Bin nicht alles. Bin nicht alles. Also wenn ich nicht in der Pyro komme, kriege ich einen Anfall.
Mabu, falls du noch da bist, das ist definitiv kein Effekt, den sie einfach so da reingemacht haben. Glaube ich nicht. Sie geben uns Feuer. Ganz easy hinlaufen. Je mehr ich das Feuer sehe, desto besser finde ich es eigentlich. Muss ich sagen. Also ich mag das Feuer. Hier haben sie übrigens einmal gleich Mist gebaut. Passt mal auf, wo der eine NPC gleich hinläuft. Der jetzt kommt. Der da. Wo läuft denn der hin? Da ist nix. Der ist einfach gegen die Wand gerannt. So schön. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich kann, glaube ich, mit meinen Nippeln Glas durchschneiden. Ich weiß übrigens nicht, warum ich nicht wie ein normaler Mensch essen kann. Wenn ich hier so eine Packung aufmache, und dann muss ich die leer essen. Ich kann das nicht, dass sie nicht leer ist. Da kriege ich Aggressionen. Warum bin ich denn so? Wenn ich was aufmache, muss ich es leer essen. Ich finde das... Ich weiß nicht, warum. Ich habe eine weitere Fliege erwischt. Warum? Nichts erwartet und in den ersten 25 Minuten komplett zerstört worden. Lupis, ja. Am 31. Oktober geht Rave-mäßig gehen die ersten Raves raus mit Leuten, die nach Pyro gehen können. Boah, das Wasser sieht geil aus. So. Ich glaube, ich habe gegessen. Ich glaube, ich habe gegessen. Sie haben es einfach mal wieder hingekriegt, ne? Ich bin gehypt für was noch nicht in-game ist, muss ich aber sagen, das ist in-game. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht hypen von Dingen, die nicht in-game sind. Ich muss mal ganz kurz, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, seitdem die CitizenCon läuft. Ich muss mal ganz kurz in den Pledge Store und mal gucken, ob vielleicht schon irgendwas da drin ist. Man weiß es ja nicht. Okay. Hier ist nichts Neues. Chip Upgrades. A1 solltet ihr euch übrigens holen. 25 € ist gut. Ist ein guter Deal. Hey Osks, grüß dich. Ja, das Video hat halt alles abgerissen. Das Video hat halt wirklich alles... Warum rede ich mit mir selbst die ganze Zeit? Was soll denn das?
Das Video hat alles abgerissen. Mega. Mega, feier ich. New PTU-Patch ist ab. What? Warum sollte jetzt ein PTU-Patch ab sein? Warum sollte jetzt ein PTU-Patch gerade rauskommen? Ja, Bullshit. (30 Minuten geht's weiter? Okay. Was war euer Highlight? Ich glaube, mein Highlight ist, dass ich als Solospieler tatsächlich was reißen kann. Eine weitere Fliege erwischt. Ja, mein Highlight. Ja. Okay. Okay. Also ich glaube wirklich, dass mein Highlight ist, dass ich jetzt wirklich vielleicht komplett in Gänze von Multicrew-Schiffen weggehe. Und einfach wirklich drauf kacke, mit Menschen zusammenzuspielen. Als Streamer. Immer eine gute Idee. Ich hasse Menschen. Alter, der Tobi tut mir so leid, ne? Ich muss wirklich sagen, der Tobi tut mir extremst leid, dass der heute nicht da ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass morgen schlecht wird, aber ich glaube, heute kann nicht übertroffen werden. Ich glaube, heute kann nicht übertroffen werden. Das geht gar nicht. Außer die sagen morgen, so, hier ist die Pioneer und ihr könnt ab jetzt Stationen aufbauen. Ja, aber ich kann mir das alles nicht vorstellen. Generell kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt was richtig Krasses noch vor Pyro kommt, aber sie haben ja schon Sachen announced, die, also hier das Wasser und der ganze Quatsch, das ganze Zeug kommt ja vor Pyro noch. Ich glaube, auch ein Highlight war tatsächlich Server-Meshing zu sehen, dass es funktioniert. Ich glaube, das war ein Highlight. Ich glaube, Server-Meshing wirklich in Betrieb zu sehen und ich bin mir ziemlich sicher, dieser Call, den Chris gesagt hat, von wegen, er hat geweint, als er gesehen hat, dass das funktioniert vor ein paar Wochen. Ich glaube das. Ich glaube das, weil das ist mit der größte Durchbruch, den sie haben. Ich glaube, das ist mit der größte Durchbruch, der jetzt in Star Citizen passiert ist. Weil die da so lange dran sind. So lange. Ist schon krass. Brian Chambers soll in einem französischen Stream gesagt haben, Squadron 42 ist Feature complete und im Balancing State. Bei Tereda oder was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht gemacht hat.
Ich habe mit Brian bei der Star Citizen bestimmt 20 Minuten geredet. Und der scheint mir jetzt nicht so der Typ zu sein, weil wir haben auch über so Sachen geredet wie Server-Mashing oder wie wie heißt der andere Quatsch? Alter, mein Gehirn ist gerade geschmolzen. Navigation, das neue Master Modes, genau. Wir haben über Master Modes gesprochen, wir haben über Server-Mashing gesprochen und über noch 2, 3 andere Sachen, die noch nicht draußen sind. Und es war jetzt nie so, dass er auch nur den Anschein gemacht hätte, so von wegen, yo, da weiß ich mehr und jetzt erzähle ich dir was dazu. Ich glaube nicht, dass das der Typ ist, vor allem, weil er der Chef in Frankfurt ist, glaube ich nicht, dass der einfach irgendwo in irgendeinen Stream reingeht und sagt, hey, irgendwie glaube ich das nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Und ich meine, einen Twitch-Account einzurichten, der eventuell so ähnlich klingt, aussieht wie einer von einem CIG-Mitarbeiter, das kriege ich dir in 5 Minuten hin. Also... Ne? Ein L kann man ein großes I mal ganz schnell draus machen und sowas. Ein O, eine 0. Großes O ist eine 0. Das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chef. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chef aus Frankfurt einfach ankommt und so einen Bullshit von sich gibt. He replied to Sarada, we arrived and we reached the inflection point in the development of Spenden for this. You reached the point where you're feature complete. Feature complete. And beyond feature complete, now you are polishing and you're fine-tuning and you're making sure it's balanced and you're making sure it's fun. So when we hit that point where all features are done and they're completed and getting to work maybe how we want a bit more polishing, make sure everything we have in there is fun. Le jeu est terminé, mais ils sont en phase de polish. And also all the cinematics, they're as emotional as they need to be with the storyline, and it's suspenseful or it needs to be suspenseful, right? So it's just that polishing phase. And so reaching that point means we've gotten over kind of the hardest points in the project, and now it's just about finishing off. It's big. Okay, Feature Complete kann aber auch Folgendes beinhalten. Wir haben das Medical Gameplay, wir haben dieses Gameplay, wir haben dieses Gameplay. Das sind die 3 Sachen, die wir für Squadron 42 brauchten. Die sind fertig. Und jetzt müssen wir nur noch alles drumrum bauen und halt das schön machen. Das kann das halt auch heißen. Ja. Wir haben unsere 6, 7 Sachen, die wir brauchten. Das sind die Features für Squadron 42. Und die brauchten wir. Die sind fertig. Und jetzt können wir die Maps bauen. Jetzt können wir das machen. Jetzt können wir das machen. Und jetzt können wir darauf aufbauen. Weil du baust erst eine Map, wenn du, also klar, die haben verschiedene Teams, aber du baust erst deinen Stuff, den du brauchst, machst den am besten. Also so machen 90% der Entwickler das. Die bauen das in irgendwelchen viereckigen Wänden oder so wie wir das auch vorhin gesehen haben bei dem Server-Mashing-Ding. Ja, einfach nur Kisten, die irgendwo rumstehen und so. Hauptsache, das sieht so ein bisschen nach was aus. Und dann baut man seine Features. Die baut man fertig, weil man braucht keine schöne Map oder sowas, um das zu machen. Und danach fängt man erst an, das Zeug, was man gebaut hat, halt auch wirklich reinzubringen. Kann halt alles heißen. Also das kann alles heißen. Aber wir können ja mal ganz kurz... Ne?
Ah, das kann auch ein Bait sein. Auch das hier kann ein Bait sein. Das ist alles fertig. Es ist nicht featured. Das hier wäre... Das hier... Ihr seht es gerade nicht, warte. Das hier, was ich hier sehe, ich habe jetzt im Progress-Tracker mal geguckt, ist komplett fertig. Hier ist aus Polishing fertig. Das kann ein Bait sein. Oder es ist fertig. Dann müssen wir mal zum Sawyer gehen und dem sagen, er müssen wir meinen Squadron 42 noch geben, was er mir schenken wollte. Das wollte er mir schenken. Haben wir live. Er wollte mir Squadron 42 schenken. Aha. Der live? Ich habe den ewig nicht gesehen. Was ist denn? Was ist denn mit der Crash Academy? Was ist denn mit der Crash Academy los? Haben die was getwittert oder so? Hä? Die sind live. Wieso habe ich die nicht live gesehen? Hm. So, von mir aus kann es jetzt weitergehen. Sonst muss ich noch mehr essen, das ist auch kacke. Weil ich es gerade gesehen habe, wisst ihr, wovon ich wirklich enttäuscht bin? Dass der größte deutsche Streamer und YouTuber von Star Citizen nicht auf der CitizenCon ist. Das enttäuscht mich tatsächlich ein bisschen. Mhm. Ja, aber Squadron announcen am zweiten Tag. Zweiter Tag ist dafür geblockt, dass wir alles Squadron 42 testen können in der Demo.
Du meinst das hier, ne? Du meinst hier diese größere Lücke. Hiernach ist für uns fertig. Die Halle schließt um 19 Uhr bei denen. Das heißt das einfach nur. Ja. Das ist die Halle, die dann schließt. Da macht das Ding zu. Hey everybody, welcome back to CitizenCon 2953. I hope you had a delicious lunch. I had a pizza from the Galaxy Court here at the LA Convention Center, and it was just like the pizza I had at the Galaxy Court in the LA Convention Center back in 2005. I'm talking about the quality. It was good. It's just as good. We are here in the General Lounge. Oh, hey, we just came on in the General Lounge. Now batting center fielder, Manny Mota. All right, so we're here in the General Lounge with a collection of star citizens among us, waiting for the start of our talking ship panel. I almost said the wrong thing. Our talking ship panel. That was my pun, and boy, I didn't realize how dangerous it was until it was live. Guys, we've seen 2 presentations so far. The first one had a whole lot of things in it. All at once, what was your favorite thing you've seen so far? Space cows. Space cows? Server meshing! No, that story Chris told is the absolute truth. 3 weeks ago, we're just having a meeting, just this general, like, hey, what are you, just checking in on everything we're going to show at CitizenCon. And Paul shows him and goes, I have this video to show. I think I know how to show server meshing. And we watched it, and we're just like, and Chris challenged him right there. I said, hey, if you were brave at all, you'd do it live on stage. And then challenged him again to add 2 people, then challenged him again to add 6 people. And yeah, that's what we do. If you can do it live, you can do it live. What's the thing you're most looking forward to? Pyro? Pyro? Just wait. Remember, there's a day 2. Also, you may have missed it during Chris's announcement. The Pyro Playground, which we're about to go to Dan Haubeck, he's going to show us, is actually going to be available in the new Star Citizen preview channel. You can learn all about the preview channel and how that's going to work up on the robertspaceindustriescom website. There's going to be a selection. There's going to be a lottery of people who got the digital goodies pack from CitizenCon. Those people in our concierge, and of course, our selection of our most devoted testers. And then they'll be able to play in the preview channel throughout the remainder of this year before it goes to PTU and then eventually its live release. So with that, let's go to the Pyro Playground. Dan, take it away, man. Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to CitizenCon 2953. We are back on the show floor. Wir sehen schon mal einen neuen we are at the Hintergrund. Pyro Playground. Easily the Was die key Pyro feature of the Station show ist. floor. We want to give a quick shout out to our 2 sponsors who helped make Pyro Playground and Checkmate Station possible. Shout out to CLX Gaming and Asus Republic of Gamers. You guys literally helped make this show happen. You helped make the Pyro Playground happen. If you look behind me, you see all these amazing gamers who are experiencing Pyro for the very first time. It's one of the key features of CitizenCon this year, and we're so excited to bring Pyro into the hands of everyone who's here. Hopefully you guys get a chance to check out the Pyro Playground later today. I want to talk a little bit about what made Pyro so spectacular to bring it here, and to help me do that, we got Michael Smith. You guys may know him as Bayor, head of the player experience team, talking a little bit about what it was like to bring Pyro here. How's it going, Bayor? Pretty good, really good. Now, Bayor, really quick question. What were your expectations bringing Pyro into players' hands for the first time? I mean, it must have been a very kind of nerve-wracking thing. There's a lot of anticipation for something like that. So what was your expectations bringing it here today? Well, honestly, I didn't really have a lot of expectations because Pyro's an entire system. So it was just, let's get it out there, let's see what happens and see how much we can get done, how much content we can get out. But yeah, I have Also no es ist expectations. keine Demo, die die spielen. Die fliegen da wirklich im Quantum rum, can't ne? think about Die how big dürfen, it die is. dürfen It's sich alles so angucken. monumental. And from what I've been seeing, people are having a blast. Everyone I've seen come out of the Pyro Playground has a big smile on their face. Their faces look blown. They just look so happy to experience Pyro. And so, what's the coolest reaction you've seen so far today? Honestly, a lot of it's been the environment, but the big surprise has actually been some of the FPS AI. I think players who are going to fight the FPS AI are kind of surprised they're so hard. Some of that stuff is new tech, so it's neat to see players dealing with that and realizing, oh my god, I have to really struggle with this and really fight to deal with these AI. It's really fun. So would you say it's a little bit more improved than what's currently on live right now? Miles better, yeah.
That's fantastic. So give us your 30-second journey of when you got your hands on Pyro, because we've had multiple internal playtests leading up to CitizenCon. I've been in several of them, and I know what it was like for me being in Pyro for the first time. But for you, what was it like getting to play Pyro for the first time? Honestly, by the time I played it, it was pretty polished, pretty surprising, and it was just so mind-blowing to see how different the environments were. But it's also moved a long way since then, and so it's been fun to see every single iteration. But yeah, the first experience is just super mind-blowing. It just looks so different. Yeah, it's just being on Checkmate Station. You couldn't get lost for there forever, and players only have 40 minutes to do the Pyro Playground. And I've seen people go back in line. I've seen people just like go and redo things that they didn't get a chance to do the first time. So what advice do you have for people who are here at CitizenCon? Spoiler-free, again, we want to give people at home something to look forward to. What is your spoiler-free suggestion for people who are here going through it? Honestly, I would suggest to get out of the station. The station is really cool, but get to a ship, get to one of the planets, and get to an outpost, and especially see if you can do one of the FPS AI missions, because they're really cool, and that's a really fun journey. And we have Chief Technology Officer Benoit here. Benoit, what do you feel, completely unplanned, didn't ask him to come by and he just stopped in. Benoit, what do you feel about Pyro? Oh, Pyro is fantastic. I love the new experience. I love the new environments. I love the FPS we're getting on these machines here. If you were at the playground, oh my God, like this is great. So I'm super excited about the Yeah. Sorry for cutting you off there. Yeah, I'm just looking at some of the screens, and it's so smooth. Like, it's so great to see people like enjoying Pyro for the first time with such a great experience to have for the first time for Pyro. So thank you guys for bringing Pyro to the players' hands for the first time. And we're going to talk really quick. Thank you, Benoit, for your photo bomb. Thank you, Bayor. We're going to talk to a player who just got to experience Pyro for the very first time. We got user Nick at Night here. So tell me, Nick at Night, again, what was your spoiler-free impressions of Pyro? Sort of impressions or feelings when you got to be in Pyro for the first time? Yeah, I mean, I think calling it a playground is just missing how immersive that is currently in this build. I, as Bayor mentioned, got out of the station, was able to see everything in the universe, and man, was it just amazing to kind of go between the asteroid belts into the new planets and see all those new things that you guys have been working on. So Warum sind da Asteroid Belts? In Pyro sollten keine Asteroid Belts sein. Achso, übrigens, die haben es ein paar Mal gesagt. Pyro. Come over to the Pyro Playground because it is just such an amazing experience. Eigentlich sollte it's das nothing doch, like Stanton. Eigentlich it is ist Pyro doch leer. Da gibt's doch keine Asteroiden. So deswegen ist how die do you UE think da we doch did raus? making Pyro here at CitizenCon? I mean, the people at home have seen bits and glimpses, but for you who's been able to see the whole thing, do you think we did a good job recreating Pyro now that you've gotten a chance to be in it? Oh, absolutely. I mean, from the game into the booths to the community events to the way that you guys have put everything together, I mean, it does feel like we are in Pyro right now. It's amazing. Good, we did it, guys. Everyone, wrap it up. We're calling it a day. Noch da? Okay. That's not true. We're still got another day of panels left to do. So, last question. This is kind of a fun one. When Pyro makes it into live, where are you setting your spawn? Are you setting it to Stanton or are you setting it to Pyro? Oh, Pyro, hands down. You heard it here. This guy had such a great experience at the Pyro Playground that he is going to set his spawn to Pyro. Nick and I want to thank you for coming up here. Really appreciate it. I'm going to throw it back to Jared really quick and make sure that we are on our way back to the panels you guys are looking forward to so much. We'll see you back here on the floor soon. Am I on? Anything? Wave to me. Okay, there we go. Hi, everybody. It's very loud here in the community booths area. We're here in front of Soul Armada, Altama Energy. There's Atlas Defense Industries. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off. So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or CitizenCon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home, which is not always the easiest thing on an international flight. Today, just 9 minutes ago, I got something I'm going to make some room for. So there is an org. They do this amazing, we had an older version, you may have seen me show it off before. Delta Consulting Aviation Products, they make
air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. The one I've had for the last 5 years is one of my absolute most treasured items, and the guy just showed up and handed me another one. So I don't know what I'm leaving behind from my luggage, but we're gonna have some like Survivor style, you must leave the island. So we're leaving something Ey, wie behind. krank sind eigentlich manche Orgas? Jetzt mal ernsthaft, wie gestört sind denn die alle? Wie gestört sind die Star Citizen-Spieler? Das kannst du... I Das just ist want, doch, I don't have time to interview, we gotta get to the show. I just wanna see your jacket. Show us your jacket. The Star Citizen, that's the killer. You got a giant Invictus patch. So what legal clearance did you get in order to make that? Absolutely nothing. I'm sorry. It's one of one. Toast! He's floating around here somewhere. I won't tell him if you want. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? I noticed this full-size Starfarer in Lego. I will trade you a flight deck man. No, I'm just kidding. There's no way I'd get that back through customs or survive on my luggage. And then, of course, over here, we have Atlas Defense Industries. Oh, hi, Jesse. Hi, how you doing, How you doing? Jared? I work with Jesse in the office. We have Atlas Defense Industries over here. What do you guys got going on? Oh, we got a raffle going on, so if you haven't come by, sign up for You got a raffle? Yeah, we're giving away 3D printed stuff, so I printed out some awesome stuff like this Tiger's Claw here. I've got a little Pisces here, and then some 3D printed artwork here that I've done up. So if you want to come over and get in the raffle, we're also giving out a ship at 5. And we're giving out every hour, so come on over. What happens if I win? Oh, well then you get an awesome back rub. also, verstehe ich das richtig? Da gehen Orgas hin. Es gibt den Community-Boost quasi, wo Communities ihren Stuff ausstellen können, den die gemacht haben. Also quasi die Gamescom, da können Aussteller hingehen und ihre Spiele vorstellen und hier können Orgas hingehen? This is for me to take home? Is this touch me? Are you gonna make room for it? Touch me? Oh my goodness. Das ist wow. völlig gestört einfach nur. Wait. Oh. There's an Easter egg. Can't. It's just like my book. Wow. At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right. So I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Bachelor Jr., and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, navigating the universe with members of our UI team. And like I said at the beginning, everything you were thinking you were going to see, you're going to see that and more. So stay tuned. That's coming up next. I'm going to sit down and have a refreshing beverage. Jetzt gehen wir Take care, everybody. Talking Ships und so. Ah, ich bin so hyped. A1, okay. A1, check. Haken dran an die A1. Nee, der Jared hätte fast Taking Shit gesagt eben, als er das erste Mal vorgestellt hat. Der A1-Trailer ist schon ziemlich geil. Und jeder, der nach A1 schon geflogen ist, weiß, wie laut die Dinger sind. You can feel it in the atmosphere. Mir ist was aufgefallen. Was ist dir denn aufgefallen? Dass du mehr Schiffe als nur der eine Herald brauchst? Ja, das kann ich mir vorstellen. Keeping the universe safe and secure. Forge the future you want to see. The A1 spirit from Crusader Industries. Closing Event, da steht nicht, sie sagen Tschüss. Der Herr Chris Robert sagt, bla bla, schön, dass ihr da wart. Squadron 42, morgen, ciao. Hi everyone. Have we had a good morning looking at cool stuff? Hey John. Great. My name's John Crew. I'm the vehicle director here at Cloud Imperium Games. And my name is Ben Curtis. I am the vehicle art director at CIG. So we're going to spend the next 45 minutes talking ship.
We're going to show you some cool stuff that you've hopefully seen, some cool stuff that you're not supposed to have seen, Chris but you kann mal, probably already die have, zeigen einfach nochmal das Video. and some cool stuff, again, you're not supposed to have seen, but what you've seen is wrong. So hopefully we can clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. Ich muss sagen, ich bin gar nicht hooked. Weil die A1 haben wir schon in-game. Ich habe schon ein Before You Buy gemacht, was heute um 18 Uhr erschienen ist zur A1. Also ich bin jetzt bin ich null hooked. As we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. And then we go straight into engineering, where you find the rest of the ship components that it needs. Up front, we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit, we have a two-pilot cockpit, and I think the Crusader engineers have done a fantastic job of putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So, you know, in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Exterior-wise, it's classic Crusader. We've got our recessed weapons. We've got our rear-mounted remote turret. Musik ist cool. And then underneath is all business. We've got the missile racks, and we've got the big bomb bays. So schnell fallen die da nicht raus. Nee. And I think overall, Crusader have done it again. They've done a amazing job of packaging. Ich habe so dolle probiert, die noch schneller rauszudrücken, indem ich mit der Maus geklickt habe und mit dem Joystick gleichzeitig. Hat auch nicht funktioniert. Nee. And then here is one last look. Oh, or not. Okay, that was one last look of the interior. There we go there. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again later. If you like what you saw there, that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. So that is available in Alpha 321, which went live Yeah, Thursday. ich habe 4 Stück I've gleichzeitig honestly geladen. lost track of time the last few days. So yeah, that's the current. Let's talk about something a bit further in the past. So, we have a timeline here from the today all the way through to Ja, today Bombing Run stand in-game. schon in den Data. And throughout in that den time Datalogs stand period, das schon. we have our manufacturers in law, starting with RSI in the very near future, going all the way through Polaris. to Mirai, which is this year in-game. And over that, we have some very old ships that people think are quite old. Gerade nicht, wo wir we have sind. the Hornet, we have the Aurora, 20, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. RSI Zeus, na klar. So, Yay, die Zeus. the RSI Zeus. So, in 2130, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Now, it was a really good thing, it really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original RSI Zeus had some major issues Die Homepage with its ist down, model Leute. integrity. Alle Leute hämmern gerade That wie being wild said, F5. Die there's always Homepage kind of geht been down. this demand for RSI to release the Zeus. Jedes Jahr das Gleiche. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. Okay. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle Die MK2. is designed to ferry a whole new generation of travelers across our universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really
is justified to have that name. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. Ich komme auf die Seite. Do you want to have a look at the all-new RSI Zeus Mark II? Ich komme nicht auf die Seite. Okay then. Here it is. Sieht nett aus. So, die sieht nett aus. We are going to hand over to Elwin and Mark to go through this, and you can see there's 3 of them there. So we're going to do a bit of a deeper dive onto these 3 ships. Die eine sieht aus wie ein... So, over to Mark and Elwin. Weiß nicht, Schiff. Let's give them a welcome. Come on, let's go, let's go. Die eine sieht ein bisschen aus wie ein Industrieschiff. Hi there, everyone. My name is Mark Gibson. I'm the lead vehicle content designer at Cloud Imperium Meine Games. Seite sieht gerade so aus. Das ist meine Seite. Die lädt nicht mehr. And I'm Owen Batchelor, Vehicle Art Director in North America. What do you guys think? Ich wette, die Leute, die neuen Schiffe gerade kaufen, die Cracksüchtige, sind dieselben, die lautstark auf Reddit über das Spiel Let's take some time now and ist take a gerade look nicht at läuft. this Ja, classic definitiv. RSI design 1000%. and see how we've reimagined it. So, when we decided we wanted to tackle the Zeus, we had to consider what direction RSI would take it in if they were going to do it today. We couldn't just remake the original Zeus because, although it was obviously a massive piece of history, all it was really used was transporting and moving around. So we had to consider exactly what we wanted to do with the ship. In the end, we decided to go for 3 variants, allowing you to pick which way you want to actually play the game. So what we're going to do is talk about those variants that we decided on in the end and go into a bit more detail with them. First of all, we have the ES. The ES is the essential. It's the long-range exploration version of the Zeus. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Next up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. This is there for you so you can actually go out, find your targets, and bring them back. It's also been purposely outfitted Das ist eine so coole that you Idee, have kein all the EMP, tools oder? that you need to disable, capture, and bring them home. Finally, the last version we're going to talk about is the CL, the Clipper. Might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. This is designed so that you can move your goods around the universe. Of the 3 variants, the Zeus Essential is the one that harkens back the most to the original design, with the original white on black paint job. Die and the ES vertical und die CL sind bei 150 We also work to maintain the und die silhouette of MR the ist bei original, but 190. brought that forward to modern day RSI design Alle with nicht tons als of technical detail Warbond and im layered Ship Upgrade panels. Store gelistet. And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as Ich well as glaube, the die werde ich mir alle 3 holen. entrance ladder, Sieht ein fold in bisschen nach einem perfectly Single-Seater flush, aus. leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. But you probably all want to see what the inside looks like. So let's have a closer look. Ist doch kein Single-Seater. Despite the sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a Nee, lot ein into Bett, it to give zwei everything you Betten. need when you're doing the Oder? deep space exploration. You have a fairly comfortable habitation and Das ist recreation mein area, Schiff. so that when Nee, you're es sind out 3 away Leute. from home, it's not too unpleasant. In addition to that, the rear room 1, 2, has 3. a 32 SU cargo capacity, as well as being able to fit a cyclone, so if you do decide to land on our planet, you can have a look around. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3 crew. It comes with 4 size 2 shield generators, Ich glaube, das ist 2 trotzdem mein size Schiff. 2 power plants, 2 size 2 coolers, and 2 size 4 pilot 3 controlled Mann weapons. finde ich. And Ich obviously finde the die lower MS turret eher that we okay, mentioned aber das earlier finde ich is das a Schiff size gefällt mir 3 mehr. remote turret. Now, the Zeus Mark was always designed from the beginning to be a sleek and aggressive bounty sehr hunter. geil aus. As such, the black paint will help you stay hidden in the shadows until you're ready to strike. We've also Das Ding ist, ich habe nur redesigned the 2 spine Real-Life-Freunde, in die order das to Spiel embed spielen, an deswegen macht das Sinn. EMP and a quantum dampener, which allows us on the art side to really crank up the level of detail on the exterior. We've also added a second remote turret on the top. Ja, wenn die Seite wieder Looking at the verfügbar ist. Wir interior gucken of the nachher Mark, nochmal uns die you Schiffe an, see ja? that the habitation's taken a little bit of a hit. It moved forward, Also but what we've ich been able schmelze to add in die Kraken nachher. exchange for that Schmelze is ich a die an? massive armory. Lets you take all the different weapons and equipment you might need while you're tracking your target along the verse. Looking into the rear, we actually have a dedicated area just for the actual bounty hunter pods, similar to what you'll see in the Cutlass Blue. So you can stack up the pods and take multiple people back with you.
It has less SCU than the ES. It only has 16 SCU. And it does have a different loadout with the components, only having 3 size 2 shield generators. Like Ellen said, it does have a top-mounted forward-facing turret so that you can put the pressure on the target as you're chasing them. Mir gefallen alle drei. and QD drive are designed to stop the target escaping. Alle 3 Varianten once davon you've caught up gefallen with mir. them. Cargo gefällt mir sehr gut. Bounty Hunter gefällt mir Now, sehr because gut. the Zeus Und Clipper focuses on hauling cargo, we've decided to habe ich lean vergessen. into the industrial aesthetic. We've covered the exterior with a Ach so, warning strip Exploration. paint Ja, job, alle 3 gefallen mir. and we've covered the exterior with more technical detail and armor plating. In addition to that, it comes with a remote tractor beam, which is mounted on the rear to the side of the ramp to make it easier to haul cargo in Tobi, and bist out jetzt of zu Hause? cargo hold. We've also added thrust capacity to the base of the wings. Das Zeus As you can Dreierpack see, kostet there 470 is an Euro. absolutely massive rear to it compared to the others. The 525. habitation areas have been massively pushed so that Als you don't get much space, but non-warbound. we can get way more cargo in. It actually has 4 times the cargo capacity of the S, coming in at 128 SUs of cargo. This one also features 3 size 2 shield generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you think? 120 Monate Insurance. Ich glaube, da geht meine Kraken für drauf, Leute. So, last year we introduced the Spirit, and if anyone that may be playing on live for the last couple of days might have seen a new ship adding to the verse, the A1. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to reveal to the public to actually play with. But this isn't just a concept. We're not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white box development right now. Do you just want to have a look? Das? Shall we? Wir gucken uns das nachher alles an, Pulsar. Okay. Hast du einen Link zum Dreierpack? Ich hab einen Link offen, ja. 525 Non-Warbound und die Warbound-Variante weiß ich nicht. With the Spirit and with the many ships we've 490, released glaub thus ich. far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. But before any of them get to that point, they have to go through a very specific development process, and this is the first stage in that process. We call this white box. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, the seats, the beds, all of the interior spaces, plugged those guys back in, and we have what you see here. So again, the beginning of the process. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with white box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this, because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. So that was the RSI Zeus in the 3 variants. Obviously, as the screen says behind me, it's available now on the Star Citizen website. You all follow that URL or the QR code behind me. Now, we've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about a much newer ship. We're going to talk about
The cutter. Okay. Good little ship. So, obviously, last year, IE, we unveiled the cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever released. Ja, you weil guys es mega really, gut ist. really liked it. In addition to that, it's actually the best-selling Drake ship to date. But Ist ja auch what geil. people didn't know, and we kept a very good guarded secret that no one managed to figure out. Niemand. No one. Niemand. It was always meant to be a family of 3. Ja, hat niemand rausgefunden. Now, Cutter what everyone Chairman's is already Club, Twin familiar with Pack. is the base. That's the version that's out in the universe right now that you're already enjoying. Es gibt What das we're gonna do Cutter today, though, Twin Pack, Leute. is we're going to talk about Als the next Warbound. variant 100 in the Euro family, für 2 Cutters. Mega krasser Preis. the Scout. All right, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Vielleicht kaufe ich mir einfach alle Cutters, alle Zoos und die F8. Und dann bin ich fertig. Dann bin ich fertig. Vielleicht scheiße ich auf Industrieschiffe. When the original when the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. And you'll see here we've also added a radar dish to the top, Bisher haben which sie auf der relates Homepage directly to the nur die scanning gameplay that Zwei-Cutter-Version, die comes with the normale ship. und die Scout. In addition to that, we have a series of exterior bottom modifications to just push that flavor a little bit further. And you'll see here a transition between the default and the Scout, so you can clearly see the differences. Das heißt, die dritte, die Exploration, zeigen sie noch gar nicht. On the interior, we've expanded the rear section of the ship in order to include a dedicated standing scanning station. Die Scout which ist will zum show up here in a Scannen, die second. Exploration ist zum lange Fliegen. Along with that, we've also increased the space in the rear to house the larger Exploration ist immer components lange that are Fliegen. necessary to support that gameplay. Now, expanding the rear did encroach into the habitation, but we were able to rearrange the components in that room Sehr geil. so that nothing was lost in the transition. And on the cockpit, it's the same cockpit Ey that Leute, ich you glaube, all das know and passiert love wirklich. from Ne? the Ich scheiße auf original cutter. Industrie. Wenn ich From Industrie this machen view, will, you'll frage ich more clearly Obstkuchen. see the shift that we had to make in the rear in Also, order to support the for real gameplay that jetzt. we're trying to achieve. Alles, was ich haben will an Industrieschiffen, hat Obstkuchen. We're really proud of what the team has done with this ship, Meine ich and we ernst hope you gerade. like the Scout as much as we do. Der Obstkuchen, der hat eine Orion und der hat eine Pioneer. Mehr will ich doch gar nicht. Deswegen mag ich Obstkuchen so. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant after all. So the first big difference is the radar. It has a size 2 radar, and to accommodate, to supply that, Ist das nächste it comes with a Industrieschiff size rausgekommen? 2 power plant, Die and Comet size habe ich 2 schon gekauft, mach dir mal size keine 2 Sorgen. cooler. Die ist schon, also das neue Mining-Schiff, was as well jetzt as noch, the gleich noch dedicated gezeigt scan wird, das habe ich doch schon. terminal that Ellen mentioned earlier. Obviously, as you saw, habitation got a little bit cozier. And unfortunately, it has lost 2 SU compared to the base, so it only has 2 SU cargo Mabu. capacity instead of the 3. Now, what we also want to do is talk a little bit more about the future of scanning, if people are interested in hearing about that. Oh, Mabu, jetzt kommt dein Ding. Ich mach mal lauter für dich. So what is the future of scanning? We'll touch on it lightly. At the moment, there are 2 main ways for you to interact with the scanning gameplay loops. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these are going to be merged into a single system known as a scan wave. When you send a scan wave out, if you get any successful pings, what will happen is it will immediately populate your HUD with an AR marker, giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than just the name of the ship. The underlying system will work on the signature system, similar to what it does today. And
there are two main scans. There is the quick scan. The quick scan is just a low version of it. It has a very small impact on your own signal output. So if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increase to your actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little fainter than you should be able to see. This has a decent amount of cutting through interference, but not phenomenal. The other version is the charge scan. The charge scan is the big scan. Now, this will actually allow you to detect things up to quantum boost range, which is way, way further than the current passive detection range. And not only that, but it'll actually drop a marker allowing you to jump straight to that location for whatever it is that you found. Now, you don't want to be jumping in blind. And as I said, it's going to give you way more information than it did before. Some examples, but not limited to this, are things like whatever it is it charging a quantum drive? Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. It gives you that additional information so you can make the decision whether you actually want to get to that location. Glaube ich hole mir eine Terra-Pin. That's just a brief glimpse into the future of scanning and what our vision is for it. Right now, the Cutter Scout is actually in 321. It's available. What? You go to that address or go to our website, QR code. What? It's actually in the universe right now. What? You don't need to wait for a patch for that. I've been Mark. And I'm Elwin. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks, guys, and have a great SitCon. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic, guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. Ey, Leute, wisst ihr, was gemein ist? Der Cutter Chairman's Club und der Zeus Chairman's Club, die Skins sehen so gut aus. Warte, ich zeige euch die ganz kurz, während der reinläuft. Guckt euch das mal an. Dieses Schwarz-Gold sieht so gut aus, aber 470 Euro zu bezahlen auf gar keinen Fall. As Mark said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of it because it does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for both the UI one and the flight one tomorrow. So, we've talked about the past, we've talked about the present. Let's talk about the future. So, here is a big block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. All those gray ones are the ones that we have not done yet. The dark blue ones are the ones that will be in your hands by the end of the year. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. For those of you that are trying to do the maths in your head right now going, that's the wrong number. This includes every single vehicle that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives. Some of them are going to be NPC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support them for you. Mm. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. Mm-hmm. We deliver previous promised content. And as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the resource network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen, if you've been paying super close attention, some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April,
2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. 6-7 Leute halt. Yeah, go Canada. So we've now got 5 artists, or vehicle artists, 1 vehicle designer, 1 embedded QA tester, and 1 producer. And that kind of gives us everything we need to start bringing content out of another Die location. haben zum Beispiel die Scout gebaut, wenn ich da mich nicht recht And it irre. also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is it kind of opens up a new pool of a kind of talent that we can pick from. Pass auf, die And it Polaris should wird really heute help auch us noch to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Krass, ey, Turbulent ist so Yeah. ein gutes Team, ne? They're doing great. Wahnsinn. Von der Scout wusste ich, dass sie von denen ist. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. Yeah. And you know, with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge. And that's, you know, that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. Aber das, wenn es noch You ein will paar hundert notice Leute, there ne? in 2022, there is a little dip. And you know, unfortunately, when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a Die team. Banu. I think, you know, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. Ey, wenn die Banu heute rauskommt. Das wäre krass. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently, and probably most well known, is the Banu Merchantman. Yeah. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Ich glaube, die kommt heute. Ich glaube, die sagen gleich, die kommt. Nächste Alien Week wäre im Mai. Aber ich glaube, die hier kommt heute raus. 10 Jahre, 2 Tage CitizenCon. Das Ding wird heute rauskommen. Meine Nippel sagen das gerade. Da dreht sich zu viel. Da dreht sich zu viel, dass die nicht fertig ist. Wisst ihr, was ich meine? Warum sollten sie so Bewegungen schon drin haben, wenn die nicht schon... Also... Ich fühl's gerade. Ich fühl's gerade, Leute. Ich wette mit euch... Er sieht noch nach Greybox aus. Weiß ich nicht. Der hat ja auch, er sagt ja auch, das ist das, was passiert. So weit waren sie, als das passiert ist. Das ist 1 Jahr her, als der Chefentwickler von der Banu rausgegangen ist. Das ist 1 Jahr her, was sie gerade zeigen. Denkt ihr, in einem Jahr haben die da nicht weitergemacht? Ich weiß nicht, ob Keule hier gerade zuguckt. Aber ich fühl's, Keule. Falls du zuguckst, Keule, ich fühle es gerade. Nur für dich fühle ich's. Nur für dich fühle ich das gerade, Keule. Nur für dich. Ich hab Gänsehaut. Kommt. Niemand hat...
Jared hat gesagt, niemand erwartet, dass das heute passiert. Und das hier hat niemand erwartet. Niemand hat mehr drüber nachgedacht über die Bahnhof. Die Gerüchteküche war nicht da. Nichts war da. Ich schwöre euch, genau das, was Lupus geschrieben hat. Und so sieht sie heute aus. Das kommt gleich. Let's fucking go! Hello, vielen Dank für 17 Monate. Komm, komm! Die Musik ist zu episch, dass das jetzt so... Ja, okay, und so sah sie damals aus. Wir haben vielleicht ein bisschen was gemacht, die kommt vielleicht irgendwann. Nee, die Musik ist gerade... Nee, nein, Leute. So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we'd finished white box. We were kind of into grey box. Some areas were further than others. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Imperium Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think Halt die Fresse! Mach's! We could have paused other ships. Mach we could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, Leute, haut mal 100 Bits raus. Just lose kriegt ihr people. die Emotes. We lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. What we decided to do at the time is rather than try and rush something out and just get something out to get it done, we looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large capital at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the head numbers now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on stage and going, yeah, look at the Merchantman, it's amazing, like it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments. I do see all the notes about it, and I absolutely want to get this ship out and done. Zeig doch nicht so. Welcome. Dankeschön. Otzk. Dankeschön. Yeah, I just wanted to be open and honest as to where we are up to with the development. Yeah. To add to that, it is probably the most question I get. Die bauen das Ding so auf, es dann so fallen zu I lassen. really want to get it done, get it out for you guys. Verarscht mich nicht. But we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product that we can all be proud of, and it's delivered alongside gameplay. Das machen die doch nicht. So, let's talk about something else quickly. What the fuck? So, Squadron 42 vehicles. Was? Haben die das gerade... Was? How many of you have an Idris of some kind? Right. So, we plan to deliver the Idris alongside the Squadron, and that doesn't mean just the M. We're going to deliver the M, the P, and the K kit all together in one delivery. Ja, wenn Squadron rauskommt, wissen wir alle, ist ja okay. Javelin owners, I'm afraid, you're going to have to wait a bit longer after that, is obviously the bigger ship players can own. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after Squadron releases. And those of you who also have the Vandal Scythe, Glaive, Blade, after Squadron releases, you will also get the updated models as well for that. Alter, die haben mich gerade so gepusht. Right. Next. Und dann machen die das? Okay. No kind of ship panel at a CitizenCon event is kind of done without looking at what's coming up next. So, jetzt gib mir wenigstens mal mein Previously, we used to do these kind of like Ich bin gerade richtig angepisst, wirklich. But we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway.
So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship. And you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognize. Hopefully, it will show you some that you don't recognize. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. John, ich bin gerade I would just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. Okay. Ja, die X1 haben wir ja schon gesehen, dass die war ja im Whitebox schon fertig. Die sah im Whitebox schon aus, als hätte die LOD 0 oder so. Das ist der Lynx. Das ist ein Cargoschiff. Cargo, keine Ahnung. Das ist der Bomber. Die A1. Das ist die Fury. Glaube ich. Das ist die Legionnaire. Das ist der Bomber, Entschuldigung. Keine Ahnung. I don't know if you noticed, but there was quite a big ship at the end of that video. Yeah. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Wow. So, we've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. Das war jetzt voll der Surprise, dass die Polaris. Just wanted to touch again on why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So, the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our universe, and it gives us the ability to kind of train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience. Die sagen gerade nichts anderes als das, was sie im Star Citizen Live gesagt haben. Also ist 1:1 das Gleiche gerade. So, first up we've got the Polaris. Yep. Next up we've got the Galaxy. Kommt die Galaxy, danach then we've kommt got die the Perseus. Ja. And that kind of closes out most of our large RSI ships. Dann kommt noch die RSI Comet, kommt dann noch, weil das ist das Mining-Schiff. Well, I think that's pretty much everything we want to talk about today. However, before we go, we're going to... Torsten's already stolen the predictable joke here, so we'll do one last thing to show you guys. Jetzt doch. So, let's have a look at the current state of the Polaris in engine in its white box state. Okay. Man hört in dem Publikum ziemlich gut raus. Man hört da ziemlich gut raus, dass die Leute, die da im Publikum sitzen, alle schon viel zu viel Geld ausgegeben haben. Das sind wirklich nur die 10.000 Leute, Zehntausender Leute, die da drin sitzen, gefühlt. Also nur die Geistesgestörten der Geistesgestörten sitzen da. Die komplette Konferenz bisher, alle so, wow, neue Tech. Oh, das Wasser bewegt sich. Schiffe! Schiffe! Schiffe!
Ey. Also. Großes, schönes Schiff. Und ich hab's, weil ich's nicht einschmelzen darf. Zadu, Dankeschön. Hat die Polaris gerade in einem Volley eine Idris platt gemacht? Vielleicht behalte ich die doch. Vielleicht behalte ich die doch. Rich, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Ja, ist schön. Ist schön. Kommt zu Invictus. Also, müssen wir jetzt, ne? Also. Whoa! Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody. That was amazing. Was ist denn mit dem eigentlich? Müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Ne? Müssen wir jetzt nicht groß drüber reden? Die kommt zu Invictus. Das wäre die größte Verschwendung aller Zeiten, wenn die Polaris nicht zu Invictus kommt. Die größte von allen. Das Video wurde wahrscheinlich mit der Unreal Engine 5 gemacht. Meinst du, dass CIG etwas mit der Unreal Engine macht? Das war in-game. Das war gerade in-game. Das war in-game. Aber wie der Mabu schon sagt, ich gehe auch, wobei es sind 4 Torpedos, die alle 300.000 Schaden machen. Das sind 1,2 Millionen Schaden. Die Idris hat 1,4 Millionen HP, also es könnte tatsächlich sein. Könnte sein. Und DJ Maurice, Ausrufezeichen SC, heute ist die Chance, dass du das Spiel holst und nochmal 30 € sparst. Ich sag's nur. Wenn du Bock hast, mach's gerne. Meine ich ernst. Also man spart derzeit echt Geld. Nee, die machen nichts. In Unreal Engine machen die nichts. Das ist alles ihre eigene Engine. This is so cool. We have photographers taking photos. If you guys are interested in looking at your photos afterwards, JRDF will be making those photos available to everybody. Ja, nächstes Jahr zu Invictus. Definitiv. Nächstes Jahr zu Invictus. Das macht Sinn. Es macht keinen anderen Sinn. Es macht ja keinen anderen Sinn. Es wäre kompletter Quatsch, wenn sie sagen, ja, Invictus ist das UEE-Ding. Ja, das wäre kompletter Käse, zu sagen, wir bringen da nicht das Schiff raus. I made it very clear that marketing did not make any of those videos. Developers made any of those videos. I can't help but notice that Polaris took out that Idris really quick. Are you trying to start about 50 different arguments on Reddit? Yeah, we love for the arguments. Love them. Polaris for life. After Idris. Ben, would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Until they get what's coming to them. And Elwin, would you like to revise your answer? After Idris. The views and opinions of Elwin Bachelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Den Satz kann er sagen, wenn er schläft. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus.
First question that I see a lot of people had on Twitch watching the stream is obviously it doesn't look like the Zeus war that so we've gehypt. all known from Ich war so the gut. lore and Wir stuff. gucken I uns, mean, I think the ganz kurz, first image wir of the gucken Zeus jetzt was noch gleich probably das letzte 2012 Ding und danach gucken wir uns noch in that zusammen really die Zeus und so weiter an. Ich schmelze wahrscheinlich meine Kraken gleich ein und wir holen uns ein paar neue Schiffe. Listening to the presentation. I wasn't. So there's a Nee, few nee, things. Maurice, Obviously, it was built Das ist as a ihre product eigene of its Engine. time, both Die haben ja in eine lore komplett eigene and Engine. back in the day. Die ist ein bisschen besser sogar noch als die Thank you. Engine. But also, and I Für think die what selbst. Ben will probably want to talk about more of this, is Ich bin gerade am Überlegen, welche Zeus soll we ich have jetzt zeigen, design welche ich mir languages hole. for RSI now, and it doesn't really fit in with them Ich anymore. hole mir Yeah, I think when we look at Die hole ich mir. reimagining one of our ships, our manufacturers, we didn't want to just Ich hatte ganz kurz release überlegt, the classic Mini today. Ich hatte ganz kurz We überlegt, wanted mir to die hier zu look at holen, it weil die halt den and geilen, mega Today, krassen, mega so geilen Skin maybe dazu hätte. Tomorrow? No. Aber ich habe keine Lust, so, 490 Euro zu what we wanted to bezahlen. do was, Ja. bring it up to Deswegen, standard, both in terms of ich its hol mir das hier, quality definitiv. and what it can deliver as a ship, but also visually. I think Definitiv. RSI has grown as a manufacturer Und over dann- the years. I think you can könnt see ihr mal ruhig sein da hinten. how Und dann hole ich wahrscheinlich, not all ships roll ich habe off gerade überlegt, the mir die production line in Terrapin day zu one. holen. Each of our manufacturers also have a history, and I think Aber we're ich glaube, trying ich to hole see mir die progression Scout. for that throughout the timeline of our game. Sorry, Zach. Just say you hate the Zeus. But it's not just the visuals of it, though. It's important that the amount of time. Die reden wichtige Sachen, ja, ja. That's why I ask. And up to level. Der Skin kostet 10 Euro bei Paint. Okay, danke dir. Geil. Und The amount of time it takes to actually get. das Paket, normalerweise ist ja, Warbond ist ja LTI, aber das Paket hat 120 Monate. 120 Monate sind 10 Jahre. Also. About the same amount of space as a space shuttle, and you wouldn't be able to use any of the game loops. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. And if we're spending that amount of time getting something flight ready in the universe, we'd much rather give you something you can engage with and do. Oh, it's fine. Do more with. It's far more interesting to get a ship that you can do bounty hunting in, or cargo in, or. He comes over, asks us to do an interview, and wanders off. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. We're almost at the end. All right, so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? Das Design finde ich mega. The Idris. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum dampener. Ja. Okay, favorite thing about the Zeus? The white and black color scheme. Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a space shuttle. Ich liebe dieses Team, das ist das Geilste von allen. Die 4, die sind so geil. Ich liebe die. Ich liebe die in jedem ISC, I just in had jedem this image of a SCL, Zeus immer. wearing Spanx. What are you laughing at? All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter we're going to see? When we first introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this the last Cutter variant that's on the thing? Es wurde eben noch einer gezeigt. Einer ist redacted. Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. So Montreal, the Montreal team, did both of them as basically their first onboarding task into the vehicle pipeline. Both of them are done now. So you will see the third one soon, TM. Morgen. You just have a done spaceship and you're not putting it out there. Strange, isn't it? Exploration That entire Gameplay. talk about the pipeline was BS. Leute. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. Steht hier was von Live in the First Person? Taking Flight. It's about the belly. Explore All right. Impending. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. Improvements, ja klar, We're going to macht go Sinn. back to Die kommt Dan. morgen, He's back morgen in um Hobie. 1 Uhr. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got Morgen um for 1 us? Uhr kommt das. Well, the opposite of diminishing returns is amazing merch. Morgen I am um 1 Uhr here kommt at das. the merch booth with some amazing merch that we made just for CitizenCon. Now, if you guys are at home feeling the FOMO,
Zeus und Scout für deren Hyper-Event. Ich bin so rage, komm, wir zeigen alle alte Scheiße von der BMM und die Polaris aus dem Holoview. Ja, nee, sie haben ja das Interior auch von ihr gezeigt. Also ist ja jetzt nicht so, dass sie nichts gezeigt haben von der Polaris. Und ja, also wegen der, ich finde, die Banu ist ein absolut nutzloses Schiff. Sorry, aber also für mich absolut nutzloses Schiff. Vor allem nachdem ich heute gesehen habe, was Mechanics wirklich brauchen, und das ist ein 15-Mann-Schiff. Das ist für mich halt komplett nutzlos. Aber ich war auch ultra hyped. Ich hab mich selbst so hochgeschaukelt, weil die Musik war so episch. Sie zeigen altes Zeug. Sie sagen vorher noch, das ist übrigens der alte Stand, und bei dem bleiben sie dann. Ja, bei dem bleiben sie dann. Dass sie halt einfach sagen, so, das war der alte Stand, ach so, und bei dem Stand sind wir immer noch. Das hat mich, da dachte ich, okay, jetzt muss ich John verprügeln. Aber hab's dann auch gelassen. Ich warte noch mit meinem Cutlass Back Zeus Upgrade. Die Banu finde ich vom Design her total genial. Die Banu ist auch total genial vom Design und allem. Die ist super. Ja, aber. Nee, Tobi, da warst du, glaube ich, gerade nicht da. Sie haben kurz über die ESI-Comment gesprochen und sagten, die kommt zur IAE. Das große neue Mining-Schiff, da reden wir während der IAE drüber. Ja. Also, ihr müsst nachher alle noch da bleiben und mit mir zusammen einen Hangar neu bauen, weil der muss jetzt neu gebaut werden. So whatever they say, I'm sure it's something very profound and wise from these alien races. Again, I'm just going to steal this, so sorry, merch team, if you were expecting profits on those merch, you're not going to get them. Now, we do, again, have 3 exclusive merch items for people who are here at CitizenCon. We have a Pyro t-shirt, and we have 2 lithographs. I don't know if you can get it. I can't take him anywhere. Truly, I cannot. I don't know if you're able to see that Burnin' Pyro t-shirt off over there. That is exclusive to people who are here at CitizenCon 2953. Also in the middle there, we have those 2 lithograph art pieces. Again, exclusive. Also. This guy. I can't take him anywhere. Who was that man? No one important, I'm sure. But yes, we have those 2 exclusive art pieces for people who are here at CitizenCon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man also gave me these AirPod cases with a little Finley attached with it. You know what? Maybe that guy was all right. Whoever he is, I hope he's having a good day. But I actually do need new AirPod cases, so again, like everything else, I'm just going to keep this. I think that wraps it up for me, so I'm going to throw it back to the main convention floor. There's going to be a lot more stuff here at CitizenCon. You guys will see it either later today or tomorrow. See you guys then. Es gibt keinen 500€ Single-Seater, oder? Ich frage nur für einen Freund, ob es Schiffe gibt, die so bei 500€ liegen. Single-Seater. Die Exploration Zeus hat 4 Size 2 Schilde. Ja, das ist komplett krank. Das ist komplett krank. Die ist ganz kurz, also die ist wirklich ganz kurz vor der Conny. Das ist krass. Also ich glaube, die normale Cutter nehme ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich hab ja Mist gebaut mit meinem zweiten Account, ne? Ich habe ja bei meinem zweiten Account ich wollte den grünen Skin von der Cutter holen. Ja, für den Account habe ich mir gedacht, weißt du was, den hole ich mir. Hab vorher nicht geguckt, dass der Warbond ist. So, also was mache ich? Ich schmelze meine andere Cutter ein, denke mir so, ja komm, 49 kannst du ja easy dann kaufen, hast ja die Store Credits, holst du die dann dafür einfach und dann hast du das. Ja, Warbond. Kann ich also nicht mit Store Credits bezahlen. Scheiße. Gut, was mache ich? Ich drücke auf Buyback. Ja, dann sagt er mir, ja, der Buyback, 10€ musst du nochmal drauflegen. Ich denke mir so, doppelt scheiße. Ja. Okay, 10€ draufgelegt und dann denke ich mir so, ey, weißt du was? Jetzt ist ja richtig scheiße, weil ich habe ja jetzt Store Credits dafür ausgegeben. Das bedeutet, ich darf die nicht mal mehr giften.
Also schreibe ich CRG an und sage, ey, ich habe gerade Scheiße gebaut, war mein Fehler, aber wie sieht's aus? Kann man da nochmal was machen? Oder sonst irgendwas? Nö, geht nicht. Also habe ich jetzt einen zweiten Account, der einfach verbrannt ist. Mehr ist der nicht, der ist einfach verbrannt. Komplett. Was ich jetzt aber, glaube ich, machen werde, ich werde die Cutter, die ich so habe, werde ich, glaube ich, wieder einschmelzen und werde die Scout einfach für den Account dann holen. Weil ein zweiter Account mit einer Scout, why not, oder? Habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Das könnte man ja machen. Und dann müsste ich mit meinem Main-Account die nicht holen. Dann habe ich einen zweiten Account zum Scannen. Ich spiele halt Star Citizen wie Eve, okay? Ich spiele halt Star Citizen einfach wie Eve dann, ab sofort. Frachter hat 128. Ja, wir gucken uns das nachher alles. Wir gucken uns die Zeugs in Ruhe nachher an. Wie gesagt, ich denke, vom Design her finde ich die geil. Es ist ein 3-Mann-Schiff, finde ich mega gut. Multiboxen für Salvage, ja, ist mega gut. Also, so werde ich es tatsächlich, glaube ich, auch machen. Also, wie gesagt, die Zeugs gucken wir uns nachher an, weil ich finde die vom Design her, ich fand ja die Galaxy schon geil. Und das ist quasi die Galaxy in klein. Deswegen, ich glaube tatsächlich, da werde ich zuschlagen. Mit ziemlicher Sicherheit werde ich da zuschlagen, weil ich finde die Style her geil. Ich spiele in der Regel, wenn ich nie wieder streamen sollte, von jetzt auf gleich, wenn ich keine YouTube-Videos mehr machen sollte, von jetzt auf gleich und wenn ich alles, was ich besitze in meinem ganzen Leben, was community-mäßig irgendwie angeht, überall auf Delete drücken sollte, weil ich eine Midlife-Crisis habe, dann habe ich immer noch den Mabu und den Tobi, mit denen ich zu 1000% immer zusammen zocken werde. Ja, außer wir schlagen uns die Köpfe ein, aber davon gehe ich nicht aus. Und deswegen, ich glaube, da hole ich alle. Da hole ich das Komplettpack, weil da haben wir, das ist ein Transporter, das ist ein Bounty-Hunting-Schiff und das ist ein Exploration-Schiff. Finde ich eine geile Kombination. Warte mal ab, Basti. Komm her! Mit der MR liebäugel ich auch, wenn es ein Single-Seater wäre, wäre ich sofort dabei. Nein, ja, das wäre zu krass. So ein großes Schiff als Single-Seater wäre zu krass. So, das MR ist meins. Die Fähigkeiten habe ich noch nicht. Nice. Nice. Aber ich will erstmal sehen, ob der erste Co-Pilot die EMP, der zweite den Dampener steuert oder so. Wir gucken, wie gesagt, wir gucken da auf jeden Fall gleich nochmal. Das ist ja, jetzt geht ja nur noch 1,5 Stunden oder 2,5 oder 4,5. Das gucken wir uns noch an. Und dann werden wir uns die Zeus, oder wir können auch jetzt kurz in die Zeus mal reingucken. Können auch jetzt mal kurz in die Zeus reingucken. Sieht man eigentlich, dass da hinten ein Monitor steht? Ja, ne? Hier war danach. Das Ding ist halt, also passt auf. Die hier habe ich schon offen, die werde ich jetzt auch gleich dann noch holen. Die F8 werde ich definitiv noch dazu holen, das ist dann mein Single-Seater. Ja. Bei der Zeus, wie gesagt, da hole ich, das ist nur 120 Monate, das ist ein No-Brainer. Hier finde ich es halt scheiße, weil das einfach nur 6 Monate sind. Ich denke, ich werde den dann auch wieder einschmelzen oder sowas, weil ich finde 6 Monate, eigentlich finde ich das lachhaft. Das ist lachhaft wenig. Und einfach nur albern eigentlich. Aber ich will die jetzt die nächsten Tage dann einfach mal ein bisschen spielen und ein bisschen Spaß haben. Wie viele Leute braucht man in der Corsair nochmal? 5, 6? Also, die hat alleine Pilot, Co-Pilot und 2 Gunner, sind schon mal 4. Dann brauchst du noch Mechanik, haben wir jetzt eben gelernt, braucht man pro Komponente ein. Dann wird es schon wieder zu viel. Und die Corsair ist auch absolut, ich hasse das Schiff. Ich finde, das ist das schlimmste Schiff aller Zeiten. Deswegen, also, statt der Corsair hole ich eine Redeemer. Ja.
Die kann man mit 3 Leuten gut spielen, vielleicht 4 oder 5, ja. Aber da kann man halt mit 3 Leuten schon was machen. Aber erstmal gucken, wie sich dann das andere Zeug so benutzt und fliegt. So, wo wollten wir, was wollten wir? Achso, Zeus wollten wir uns angucken, ne? Die müssten doch jetzt hier schon... Hier müsste doch... Das da. Das suchen wir. So. Also. Die ES hat 1 Size 3 Fuel. 1 Size 3 Radar. 4 Size 2 Schilde. 32 SCU. Gut. Haben wir gut drüber gesprochen? Let's go. How are you doing, Los Angeles? Boy, there's a lot of you here. It's great to see you. Hi. Ist das nicht der gesagt hat, wollt ihr name's David. Wollt ihr, dass wir es Everyone calls schnell me machen oder Bone. wollt ihr, dass wir es richtig machen? War das Don't nicht er? ask. Or maybe ask me later. So, my job is to oversee all the technical implementation Ach, das war of the Tony? UI Okay. across the company. And if I'm lucky, I get to do some programming from time to time. At previous CitizenCon, one in the flesh, in Manchester, I talked about UI tech with my friend and colleague, Zain Bien. And we were making new tools and Er ist super technology nervös. to help our developers with, to develop their UI. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, we'd like to show you some of these improvements which are going to help you, the players, navigate the Star Citizen universe. Huh. So, why are we doing this? Well, Star Citizen is big, really big. There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and sizes. And there's an enormous amount of things to do and see and people to meet. And all this can be shared with friends online. Gott, ist er nervös. Es tut mir ein bisschen leid schon. And as we've seen today, as our amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. So how are we going to make sense of all this? Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Well, that's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see. Diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity is through the helmet visor display. Now, the visor display gives you vital information about your status and the environment around you. But this display has gone through many iterations over the years, and it's been built upon and adapted. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out
That came out about a year after I started, which was primarily space combat and racing, so the visor was geared towards that. And then it evolved with our first adventures into the online universe. And as all the features get added and all these new things, the visor grows and we put things on it to show you, different statuses and like tells you all about what's going on. But with all this evolution, we sometimes lose focus. There's so much we need to know, and when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zane and I and the UI tech team wrote a few years ago, we're trying to take a smarter perspective and rework the visor for you. So I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage, and he can tell you more about it. Simon? You on this? Hey everybody. Okay, so Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime. Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever place made sense at the time, but this eventually meant the view became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, so you don't always know where to look, and sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42 and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible, to make it easier for you to see the underlying game. Redacted. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view. Das haben wir doch vorhin schon With each of gesehen. those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack. Das haben wir doch vorhin gesehen. Oben links in der Ecke und so. Das So, I've told you about everything we wanted to achieve. But Polaris wouldn't ist it be nicht great to kaufbar. see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Ja. Wieso schreiben Sie über Redacted hin? Das haben wir I doch was eben hoping schon you'd say gesehen. that, otherwise it would have been a very short demo. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Okay, so as you can see, Bones driving. I'm going to say Bones' name a lot, and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Okay, welcome to the Orison Was haben die denn, Providence was haben die denn gemacht? You may have Warum sieht man spotted denn it da earlier- den you bei may have Computer und spotted it earlier, sowas? But today is the first time we've shown the new visor. Alter, der developed and Typ tested spielt in auf dem Squadron fucking 42. WQHD-Monitor. But you'll be happy to know all Das the ist das, UI you was see ich direkt today is going to erkenne. make its way to Star Citizen. Der es aufgenommen hat, ist auf dem But this is WQHD-Monitor. secret UE Navy Und tech, ich bin mir so we'll ganz, give it ganz a sicher, dass das hier Chris vorher nicht gesehen hat, weil der würde kotzen und Jared auch, wenn da oben der display Mund... is very Also, clean ne, ihr by wisst schon. default. Many of the elements are contextual, meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. We've also temporarily hidden a couple of things so we can focus on them later in this demo. Okay, Bone, let's move into the scene, please. All right.
Also, wir sind bei Crusader. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. At the top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. Ist das live? We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. The environmental radiation here is quite high, and over time it will wear down our suit and damage the player. Wie geil ist denn das? Looks like we can see the source of the radiation there. Wie geil ist Somebody's das? damaged a pipe, so how are we going to fix it? Ey, Radioaktivität? Sind wir jetzt in Rust? If Wie we were geil in ist das denn? space, we could use a salvage and repair ship. Luckily, UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military multi-tool. Ich meine, der ist unsterblich wahrscheinlich gerade. The military weil multi-tool from der Squadron hat eine 42 has Radioaktivität von various modes, 1200. one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Oh, cool. Okay, Bone, let's use the multi-tool to repair that pipe. Okay. Right, we can see at the bottom left of the screen, the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. Go on, Bone. Let's walk forwards a bit. Okay. Now we fixed the damage, we need to find the enemies that caused it. While we're on the way, you'll notice that the on-foot emissions at the top of the screen. We're emitting infrared, electromagnetic radiation, and also sound. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect us. Let's take a look at the bad guys, Bone. Hellgraue ist das, was in der Umgebung ist. Und das Blau, also das Bläuliche ist das, was du quasi machst an Geräuschen. Das ist ziemlich geil. To reveal everything, to reveal info about anything that's in our Das ist ziemlich geil. currently. Okay, Bone, let's do a quick scan. This highlights whatever's in our line of sight. Nice. There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the button, we can charge our scanner, and this reveals enemies through walls using a more powerful wave. But it does cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Ooh. Okay. We can also see the augmented reality box outs, which Schöner give us a Wallhack. summary of what we've detected. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the gun out, please, Bone. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, sieht so we also viel now besser show aus. the player's explosives and med pens. Okay, let's fight the bad guys. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines, and missiles more easily. Typische Entwickler, erstmal einen God-Mode an. Typische Entwickler, God-Mode an, weil du sonst nichts geschissen bekommst. Der umläuft den gerade. Okay, Golden Bone. Ah, nee. Hab ich gerade was nicht mitgekriegt? Wieso jubeln die? Success. Ja, ihr habt Okay. eine Geisel umgebracht. Wo ist das There's Success? no more hostiles nearby, so let's take a moment to talk about the Moby Glass. The Moby Glass is the Star Citizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay systems.
Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind, to make it look good and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the mobiGlas, please, Bone. Yo! Yo! Pretty cool, huh? We've redesigned the interface to give a smoother user experience. We've overhauled the visuals, as you can see, to make it feel more three-dimensional and holographic. This is actually a sneak peek of the UEE military mobiGlas we've created for Squadron 42. This version has a focused selection of apps, and we're going to expand on that when we bring the mobiGlas to the Star Citizen persistent universe. Hier, wo ich bin, We'll ist also übrigens have more of a sonst nichts smartphone weiter. feel in the Also PU das hier with ist a wider alles. range of apps. Okay, let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health, the environment, and even our ship. We can also check our mission objective. Wie geil, dass man das Schiff sieht. Okay, so that's enough about the mobiGlas. We've got some more really cool UI just around the corner. And to tell you a bit more about that is the very talented... Rage Guy, bist du da? Okay, Rage Guy ist da. Throughout human history, Rage Guy as ist we da. have ventured towards the allure of the unknown, we have used cartography as a key component Rage to Guy, help bist du shape da? our understanding and make sense of the world around us. Without these systems in place to catalog our experiences and to chart our journeys, we are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, Bone, our next objective is to Der Typ ist ganz schön go to rigged. the map Alter, kiosk trainiert er. and download a terminal. Der trainiert ganz gut. Ja, nee, Star-Map kommt jetzt nicht. Jetzt kommt anscheinend erstmal Let's go ahead and activate it. Die Minimap. What you see on screen, zoom out a bit, what you see on screen is a fully live 3D representation of the environment that we are in. Ah, das ist auch ziemlich geil. Wenn der jetzt noch sein Licht ausmachen könnte, wäre die richtig gut. You can see callouts of the various default points of interest. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle the floors that you're on to isolate the visuals of the Download floor that Map? you're on. Also man kann die in sein reinmachen. Geil! So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. So let's download it to our databank. Data, ja. Ja. Data. As you'll notice, we now have the representation of the environment in the upper left corner of our visor. Mega. Ich meine, wir haben das vorhin schon gesehen, aber mega. Now, the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on before. What will happen in this instance is your radar will incrementally update your map, and it will incrementally reveal your environment and save that to your databank. So you kind of reveal it incrementally. Wie geil. So Damit kann man ganze Planeten this map, abstecken. what we see in the upper Exploration left Gameplay. Corner of our visor is not really just a map. What it really is actually data. Dann wird das so übrigens auch in Schiffen sein. Du fliegst über den Planeten und so machst du Exploration in den Kartografieräumen und sowas. Du fliegst auf den Planeten zu, fliegst über den und der scannt das quasi und lädt das in seine Datenbank hoch. Quasi so wie FPS jetzt funktioniert, auch mit Because we have the location data saved to our databank, we can obviously access that via our mobiGlas.
So let's go ahead and Oh. pull it up in our mob glass. Oh. Because this is going to get really interesting. Geil. Geil. So Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. So you can see this lerping transition between the different floors and marker callouts of our objective and also where we are. I would like to talk a little bit about the tech behind this. What you're seeing is not a pre-baked asset. Ich sehe hier die And I Doom-Map. want to reiterate that Das ist die because Doom-Map, all oder? of our environments can be very dynamic and they can change. They can take damage. Perhaps economic shifts might cause changes in the environment. And you can't export a totally custom assets. Ja, das Inferno. Hab's direkt gesehen. So Jetzt, wo what du's we've sagst. done is we collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is we're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our level markup, we basically have the designers and artists mark up only the bits that are necessary for the map. This lets us have a very compelling visual, but without much of the cost. Er meinte Map downloaden, klingt nach einer... Ja, aber er hat ja auch eben Map gedownloadet. Und ja, das ist natürlich illegales Downloaden, funktioniert dann auch. Point, what I want to show you is something very interesting. So we might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. We can see some doors on this map, and these doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state. Naja, Daten werden ja übermittelbar Which they sein will später, display Mabu. red. Also ich gehe ganz stark davon And aus. doors that are open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, Bone. Ich denke auch. Also das hier wird ja dein Gameplay. Und je mehr ich sowas hier sehe, desto geiler finde ich es, dass ich jetzt bald ein Exploration-Schiff habe. Was auch noch Maybe gut that aussieht. one. In einem Maybe Jahr. that door looks interesting. Schön. Press T. So, what we can do is set Bitte a lass uns marker, auf der Star Map auch and we Marker can setzen. customize. Bitte lass uns We auf can der Star customize Map the Marker details setzen. of that marker. Now, what you'll notice as well is as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers on top of the customized name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved to our data bank. And we can eventually share these markers and even sell these markers on the market. So the thing about this, Mabu, das war we deine can't Antwort. really talk about markers without mentioning data running. So you might specialize in exploration, whereas perhaps a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. And the role of these markers are very important in coming up with the data and Boah, der ist so nervös. yeah, so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. Ja. So the other thing is we have a mission objective as well.
Donut, And it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that objective, towards a destination. So let's go ahead and plot a route to this objective. So we can see a line being drawn from where we are up the stairs to our destination and where we want to go. So you will no longer be lost amidst all of our super complex environments. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool, is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. And so what that allows us to do is leverage other existing tech to basically, it does all the heavy lifting, we just make it look pretty. So because of that, there are certain cases where the path might be blocked. It might have a locked door, or there might be a fire. Mabu, du weißt aber, dass du immer, wenn du was verkaufst oder wenn du irgendwas machst, dass du dafür auch ein Rating bekommst. Und wenn dein Rating scheiße ist, kauft halt keiner mehr was bei dir. Elevators, and it will handle fires, locked doors, and it will just handle everything. So that is an example of sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this. Und wenn die Leute dich goal. wiederfinden, bringen sie dich um. So, Tobi, dann kann er ihn auch gleich töten und sein Geld wegnehmen. at the moment Macht keinen is Unterschied. we want to ensure that there are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So what we can do is we could send out a ping. Bone, if you send out a ping, please. Oh. Das So ist cool. the scanning will also Das be ist represented cool. in the map in the same fashion as it is when you're in FPS. So Das ist we richtig know that geil. there's no more hostiles. Let's go ahead and make our way to our objective. As you can see in the upper left corner, we now have the route line represented, our destination, and the distance it takes to get there. As we traverse this path, Der hat übrigens immer noch die 3000 Radiation, ne? Hat er immer and noch. if Also you die verlierst deviate du from nicht that einfach path, so. Da it musst will du für ins recalculate Krankenhaus the oder route sowas. you need to get to your destination. Da gibt's, ja, deswegen, ich sag ja, du brauchst dafür Medizin. Das geht nicht So einfach there's so. our weg. buddy. He's flying in. So we'll make our way up to the Carrack here. To the right. You'll also notice the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit, if we don't trip up. Das ist so ähnlich wie ein as we 30K. make our way into the Carrack, it's not just environments or caves or cities. We can represent the ship on our interior map. And it's totally seamless as you transition between the two. So let's go ahead and pull up our mobiGlass again and get a wider view of our ship. So we are now on the technical deck, but we can also see the other floors. If you traverse the floors, Bone, just to demonstrate it. Here's our cartography deck. Down one. And our habitation deck. So you will have noticed from a previous presentation that this was very similar looking, right?
it's utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers, because we generalize this system. Ich muss leider sagen, dadurch, dass er so langsam redet und nicht so wirklich, manchmal nicht so wirklich seinen Faden verloren hat, ist das sehr zäh gerade. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. So, we've been talking about environments, cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. These are quite, I mean, our universe is quite big, right? That's only a small fraction of what our universe is. What happens? Have we tried this? What happens if we just take your mouse wheel and just zoom out a little bit? Keep going. Keep zooming out, all the way out, all the way out. Let's go, let's go. So, it's not just the interior map, it's not just the radar, it is the map. It is one single unified system just across different scales. And I want, at this point, we are above Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen at this scale. Thank you very much, everybody. Hey, Rage Guy. Die reden über diese Hello, CitizenCon! Are you ready for this? Phone, do you want to click on the marker? As you all suspected, this is the star map. I'm so excited to be here today to reveal this to you all. I hope you're Rage Guy ist so too. excited. Der Rage Guy ist viel Now, mehr excited als du es bist. I think we all know Glaub mir. the current star map needed a bit of work. And we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Und die ist Doktor-Nerd. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. Ich glaube, Tobi, The player marker takes priority, das which muss is why the fürs marker displays the player Triangulieren für icon Exploration and color. brauchst du das. Brauchten wir in By IF ja smartly irgendwann merging auch. with bigger points of interest at Und larger deswegen scales, ist das the jetzt player so. marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Ja! Sag mal Rage Guy! Oh, ich glaube, da freut sich gerade Bone, jemand let's take the einen Arsch step weg. back button. That's the one on the right over here. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. You can also see that labels have received a major visual update. They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Bone, give the map a spin. Bone, can you tilt past the horizon, please?
When we do this, the labels flip, so you can always read them clearly. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das doch nicht live gerade ist. Labels for city markers and outposts work a little bit differently. Bone, let's double click on Selin now to focus on it. Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen clutter. Bone, want to show this in action? Markers on the far side of the planet fade out, so they don't take focus from the locations you currently care more about on the near side of the planet. Bone, can you double click on one of the points of interest? As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. So far, we've showed you that you can use buttons and double-clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations? Shall we try it, Bone? Let's zoom out until we can see Crusader. We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, right? Our solution is a technique we call cosmetic scaling. This allows us to draw a marker at its real size when we are close to it and artificially increase its size as we zoom out until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Geil. Sehr geil. You can also start to see Crusader's orbit line around the sun here. But before we move on to that, let's zoom back in so we can see everything come back as we get closer. Sehr geil. Gefällt mir. As well as zoom, you can also pan around the map unrestricted. Bone, feel free to have a quick look around. As we draw closer to a marker, the cursor automatically magnetizes to it. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space. Bone, let's use this technique to take a closer look at Yela. The magnetic cursor does not require us to click on markers. Keep zooming in. Bone, can you keep zooming in? Thank you. You can see that the surface markers appear without us needing to select Yela itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Super geil. Leute, ich glaube, das ist bisher mein Highlight. Also dieser gesamte as you all know, Bereich isn't all there UI is, ist, glaube ich, mein absolutes got a pretty Highlight big universe out here. Do you want to see some more? Let's have a look at a location further afield. Can we just pan to Calliope, maybe? Bone, let's give that a try. Yeah, I think we're getting lost. Pretty sure we can all disagree this might not be the best strategy. So what can we do? Bone, let's try clicking on the middle button over here. This returns us to our previously selected marker.
As I mentioned, we did not select Yela, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. That's a step in the right direction. But we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. Bone, could you use the step back button until we can see the whole solar system, wirklich wie auf der Arkstar-Map. Es ist so gut. And there it is. I think Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click on that bone, we should be able to see it. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in action again. Can you zoom in, Bone? Thank you. It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look. Okay, so this is great. But what if I hadn't already known where Calliope was? Surely there's a faster way. We've got you. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar system. Bone, want to expand it now? We're actively working on ways to improve the way this list is presented to you, to make it even easier to find what you're looking for. And yes, this will include search functionality. Unten links steht But Set for now, Marker. Bone, let's use this to go to Ariel. Das wird wohl... Boah, geil. Geil! Ich liebe es! I absolutely love zooming around on this map. Bone, want to find Area 18 for me? Für neue Spieler. So, Area 18 is Alter. currently on the dark side of the planet, it seems. Neue Spieler werden Of course, it's so not just planets einfach and da moons. reinkommen. Bone, how about we take a look at Security Post Korea? It's quite a long way down, isn't it? This is where the upcoming search will really come in useful. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? Bone, can you also drop the drop down again, please? Thank you. As you may have noticed, the recent list in the drop-down populates as you click on locations in the list. It will remember your 3 most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to check something else again. Bone, let's use this to go back to Ariel. Das ist so geil. Du siehst direkt, wie weit es von dir entfernt ist und alles. Es So ist so we've done a geil. lot of exploring. I think it's time that we head back. We could do this by selecting Orison from the list, but we also have our own marker that we can take advantage of here. Oder wir The klicken eagle-eyed einfach auf amongst you X. may have noticed that the player marker clamps to the edge of the map, keeping it visible to you no matter how far away you go. To get back to our position, we could double-click that marker, or we could click the first of the navigation buttons to zoom straight there. Now, I'm sure many of you have been wondering if we can go back to our carrot map from the star map, just like how we got here from the carrot map just a few minutes ago. So, let's see what happens when we focus on our player marker. Go ahead, Bone. All right, so yeah, here's our Carrick again. Being able to simply zoom between these map contexts lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before.
Ich sag's, wie es ist. Das ist bisher die beste Just for CitizenCon, fun, die let's ich zoom all the way miterlebt back habe out oder gesehen so we can see the habe. entire Stanton Und ich Solar habe System. sehr, sehr viele gesehen. Alle, die auf YouTube It's verfügbar just sind, habe so ich cool gesehen. to watch the verse open up before our eyes. With all these new possibilities for moving around the star map, you should never lies find mal, was yourself oben lost rechts in der Ecke again. steht. Hier. The controls are so much smoother and easier to use than the star map you're all used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown Marker today is Data just the Bank. beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. Just imagine being able to mark something interesting you find out there in the verse and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting. Oh yeah. And we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet. Ich liebe es. Mann, soon 322, please. And now, let's welcome our intrepid demo driver Bone back to the stage. Thanks, Emily. Thanks a lot. 322. So we're really, really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. Sag wann. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. Sag wann. So let's just quickly review what we've seen. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. Sag wann. With the new minimap, with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. Sag wann. There's a new Mobi-Glass coming with its sleek new design. We're improving all the existing apps, and we're going to develop some new ones too along the way. Sag nicht soon. Sag So we've got a 322. video now. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Better awareness of your surroundings and threats, exploring new mapping new areas, pinning locations for later and sharing these with your friends. Sag einfach 322. Or the Idris. That looks great. Einfach noch mal schnell reingehauen, ne? Einfach noch mal schnell reingehauen. Ah, wie frech! Wie frech! Heilige Scheiße, ist die groß. Aber ohne Witz, nach dem, was wir heute gesehen haben, mit den Mechanics, eine Idris, eine Javelin, eine Kraken. Selbst mit unserer alten Orga hätten wir das our entirely so new große Schiffe nicht integrated stellen. star map. Es ist unmöglich. Du als With its als new Solo-Spieler interface machst du eine and, Krakenplatte. let's face it, a much needed refresh to the user experience. Wenn die nicht mindestens 30, 40 Leute hat. No more getting lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, Und sag wann. where will you explore today? Und sag wann. Thank you very much. Cheers. Und du bist ein Arsch. Ja, Ingame Voice kannst du ja mit anderen Tools kannst du das ja machen. Kannst ja All right. mit Teamspeak Sorry, und so weiter I kannst du was das ja back alles there machen. trying to figure out how to reprogram my Alexa to respond to Bone. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of CitizenCon. What'd you think? Holy shit. That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? Ja.
We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of Bei den Schiffen sind sie am lautesten. Achtung! We saw the ship, guys. And of course, come on, the star map, the interior map, everything. I often joke that we're just like you in many of the same ways. We want the same things. We need the same things. We have all collectively, all 1,300 of us working for Cloud Imperium Games, been like, when Star Map? When? To see it. So good. So yeah, this wraps up day one. I'm going to tell you that Hall B is going to be open for about another 2 hours. Das So if kann you gut haven't had a möglich chance sein. to check out the Pyro Playground and all that stuff, Das go ahead kann and do sehr, that. sehr gut möglich sein. Tomorrow, be sure you come back. We got character advancement. That's Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Andre Perez. I really want to tell you what you're going to see, but you're not going to want to miss it. If you thought the opening to day one was hot, check out the opening to day two. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how all of these things integrate into the FPS combat experience. We got taking flight with Yogi. Who doesn't love Yogi? It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. We got Living on the Edge and Destination Adventure, a two-part look at all the new locations that are coming in the Pyro system, the Stanton system, and nix. Und nix. Ist nicht dein Ernst, du kannst doch nicht... Jared! Jared! Du blöder Hund! I've been here 9 years. I got to make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible, thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day one was great. You ain't seen nothing yet. Take care, everybody. Oh, habe ich Gänsehaut. Hat er gerade gesagt? Alter, ich hab so eine Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich habe eine Gänsehaut, die hat gerade wieder eine Gänsehaut und dessen Gänsehaut hat eine Gänsehaut. Er hat gerade gesagt, Tag 1 war gut, aber das war nichts im Vergleich zu Tag 2. Und er hat schon vorher, vor Tag 1, hat er gesagt, wie gut Tag 1 wird. Und das hat alles gestimmt. Das hat alles gestimmt. What the fuck? Alter. Wie wollen die denn bitte Tiere sind da, Server-Meshing geht und wir haben einfach alles physikalisiert toppen? Ich habe keine Ahnung. Pulsar, ich wünsche dir, wenn du jetzt gehst, einen wunderschönen restlichen... Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Alter. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die auf YouTube da sind. Vielen Dank an alle Leute, die auf Twitch da sind. Dankeschön. Ey, das ist mega geil gerade. Wir haben gerade das gesehen, was so viele Spieler sich seit so langer Zeit wünschen. Und das ist die Star Map, die neue. Aber die haben nicht nur die Star Map überarbeitet, die haben das komplette
Mobilglas einmal auf links gedreht, implementieren damit einen komplett neuen Gameplay-Loop quasi, den man machen kann mit Exploration. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Das ist krass. Das ist krass. Ich lade gerade mal eine Datei runter. Die gucken wir uns dann mal gemeinsam an. Würde ich sagen. Geil. Marketing 8 plus mit Sternchen geteilt durch 1. 1 plus. Absolute 1 plus. Ich hab's noch nicht gesehen. Also. Hier, cool, ne? Bla bla bla. Ich lade kurz die Specs einmal runter. Aber, jetzt passt auf. Deswegen marketingtechnisch so das Beste, was ich mir vorstellen kann. Wir reden hier von der Zeus. MK2. Die Zeus ist das erste Schiff, was ja jemals rausgekommen ist. Ich scrolle ein bisschen weiter. Chairman's Club Offer. Cool. Warbound Offers. Cool. Credit Offers. Cool. Subscriber Store. Zeus Exploration Suite. 1 plus mit Sternchen. Mega. Mega. Hätte ich sie nicht schon, würde ich sie mir jetzt kaufen. Ich find's geil. Das finde ich super geil. Finde ich gerade, also, einfach cool. So, ich will jetzt ganz kurz mal was gucken. Ich muss ganz kurz mal was gucken. 120 Monate Insurance. Wir rechnen mal ganz kurz. 166 plus 166 plus 210 sind 542. $525. Ist gut. Okay. Wir gucken mal kurz rein. Leute, wir machen jetzt einen gemütlichen Ausklang. Wir haben alle noch ein bisschen Zeit, oder? Wir müssen das alle mal ein bisschen sacken lassen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir lassen das alles mal ein bisschen sacken, weil wir haben gerade ein fucking Feuerwerk gesehen. Wir haben gerade ein Feuerwerk gesehen. Das war so ein Abriss, diese gesamte CitizenCon. Im Vergleich zu allen, die ich bisher live gesehen habe und allen, die ich, wie gesagt, ich habe auf YouTube, glaube ich, jedes Video schon gesehen, was CIG je rausgehauen hat. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Die anderen haben gehypt. Die haben einen Hype erzeugt. Hier wurde klipp und klar gesagt, das, was wir euch heute zeigen, ist in den nächsten 12 Monaten im Game. Ja? Was schon mal krass ist. Aber so viele Sachen, die dann auch mit 3.22 und so rauskommen. Krass. Bye Kraken, du bist einfach zu big. Hello Zeus, ja, es ist halt also egal wie sehr ich die Kraken liebe und wie gern ich dieses Schiff einfach hätte. True Story, wirklich. Und die Kraken ist, ey, dieser Kanal hier hat angefangen als Piratenkanal und sowas. Ey, die Kraken ist eigentlich genau das Schiff. Das ist das Schiff. Es gibt kein anderes Schiff, was das Schiff ist, als die Kraken. Aber nach dem, was ich heute gesehen habe, und ich habe immer gesagt, die Kraken braucht so um die 40 Leute. Ich bleibe dabei, die braucht um die 40 Leute. Wovon 25 Leute sich so gut absprechen müssen und so unendlich tief miteinander kommunizieren und spielen können, dass das nicht mehr feierlich ist. Die Polaris, was ich jetzt heute gesehen habe. Polaris ist ein 8-Mann-, 9-Mann-Schiff. Never fucking ever. Wenn Mechanics reinkommt, kannst du das Doppelte an Crew da nochmal draufzählen, weil das Schiff so riesengroß ist, dass 3 Mechanics da niemals zurechtkommen werden.
Also, keine Chance. Absolut keine Chance. Die ist zu groß und totes Kapital. Ja, das ist halt das Problem. So. Let's move on. Also. MK2 ESMRCL. Und wir zoomen mal ein bisschen rein. Also, die ES-Variante, Role Explorer. Ich bin gerade... Der Mabu hat ja schon immer gesagt, er will Exploration und Data und sowas machen. Ey, nach dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, will ich nur noch Exploration machen und Daten verkaufen. Ich finde das so geil. Ich glaube, für jemanden, der keine 100 plus Mitglieder Orga hat, ist es fast nicht möglich, die Kraken rund um die Uhr spielbar zu behalten. Man muss mit einberechnen, dass all die 40 Leute auch noch alle gleichzeitig Zeit zum Daddeln haben müssen. Ja, genau. Also, ja, true. 100 Leute sollte man haben. 100 Leute sollte man haben. Und jetzt gehen wir von der Javelin aus. Also 200, 300, 400, mindestens 500 Leute musst du da eigentlich an Karren bringen. Weil wir reden hier auch immer von, das ist das Wichtige. Jetzt kommt nämlich jetzt kommt was Wichtiges. Deswegen gehe ich ganz kurz hier rein. Ich gehe immer auf Tutorial. Jetzt gehe ich ganz kurz hier rein. Wir haben ja die Kraken. Ja? So. Die haben wir jetzt. Und die hat da hier so ihre paar Schiffchen und sowas drauf. Aber die Kraken sollte immer in Verbindung halt mit so Schiffen hier halt auch noch sein, die um sie so rumfliegen. Ja? Und dann reden wir halt auch noch von sowas, was noch um sie rumfliegt. Die Kraken ist das Flaggschiff der Flotte. Du würdest niemals einen Flugzeugträger alleine irgendwo hinschicken. Ja? Das wäre kompletter Käse. Ein Flugzeugträger hat immer auch noch Begleitschiffe dabei. Weil das sonst kompletter... Da kannst du den auch einfach in den Tod schicken. Und deswegen, ey, wenn du alleine mal bedenkst, hier so noch Retaliator-Bomber oder noch andere Abfangjäger, ein paar kannst du, wie gesagt, da auch mitnehmen. Ja, kannst ja hier sowas noch draufstellen und so. Aber du brauchst die. Und so einen Retaliator, nach dem, was wir heute gesehen haben, braucht auch nicht seine 5-Mann-Besatzung, sondern 8 oder 7 oder sowas. Das ist halt, ja. Wie ich schon oft gesagt habe, Capital-Schiffe sind WoW-Raids, aber die alten aus Classic 40-Mann-Raids und so nur noch komplexer und keine Taktik, die vorgegeben sind. Ja, das stimmt. So, okay, also ES. Role Explorer, Crew 3, die Länge 46 Meter, die ist genauso lang wie die A1. Die A1 ist 47,5 Meter lang. Breite 34, ich glaube die A1 hat 30 Meter. Und Höhe 8 Meter, die A1 hat glaube ich 12 Meter oder 10 Meter. Also die Größe ist wie von der Spirit-Reihe. Und demnach auch quasi größentechnisch ähnlich der Cutty. Bisschen länger als die Cutty und so, aber nicht so hoch und gut. Suit Locker 3. Cargo 32. Pilot hat 2 Size 4 Waffen. Der Pilot bei der Spirit A1, ich rede jetzt nur von der A1, der Pilot der A1 hat 2 Size 3 und 2 Size 3. Er hat 4 Size 3. Oder? Hier müsste das jetzt gleich kommen. Der Pilot hat 2 Size 3 und der hat 4 Size 3, der Pilot. Und Remote sind 2 Size 2. Also du hast hier 4 Size 3 und 2 Size 2. Hier hast du 2 Size 4 und 1 Size 3. Aber Remote Turrets sind in der Regel auch immer Doppelwaffen, nicht wahr? Ja. Die hängt hier unten. Das ist auch eine doppelte. Also du hast 2 Size 4
und 2 Size 3. In der Spirit hast du 4 Size 3 und 2 Size 2. Bewaffnungsmäßig ungefähr das gleiche. Eine Cutty hat 4 Size 2, 4 Size 2 und 2 Size 3 hat eine Cutty. Eine Freelancer hat... Ich glaube auch, um den Dreh. Muss wirklich sagen, ich mag die Zeus auch. Bin normalerweise nicht so der RSI-Fan. Und vor allem immer bei neuen Schiffen skeptisch. Aber das Interieur, die Größe und das Design gefällt mir alles. So ein richtig schönes 3-4-Mann-Schiff. Ja, ist ein 3-Mann-Schiff. Ist ein 3-Mann-Schiff. Hat 3 Betten. Ist ein 3-Mann-Schiff. Und das passt hier auch. Du hast den Piloten, der schießt. Du hast den Typen, der den Remote Turret steuert. Und du hast halt den Mechaniker. Das passt hier genau zusammen. Radar 1 Size 3, Fuel 1 Size 3. 1 Size 3 Fuel ist, glaube ich, richtig groß, aber das hier ist big. 4 Size 2 Schilde. Das ist, glaube ich, was richtig, richtig big ist. So, wir gehen jetzt mal, wir machen mal Anvil. Anvil hat gar keine... Anvil hat gar nicht so ein Schiff, ne? Anvil und ja, okay, Aegis haben die... Ja, aber das sind eher Fighter. Okay, komm. Also, Drake. Cutlass Black. Und dann machen wir Misk. Freelancer. Wir haben keine Crusader. Ich glaube, wir haben nur die A1 jetzt hier drin, ja. Okay. Also. Die Cutty hat 1 Size 2 Schild. Die Freelancer hat 2 Size 2 Schilde. Die A1 hat 1 Size 1 Schild. 1 Size 2 Schild. 4 Size 2 Schilde, das sind 40.000 HP durch Schilde. Das ist krass. Und übrigens, ja, die Freelancer hat auch 4 Size 3 und 2, also bewaffnungsmäßig ist die Zeus, die ES-Variante, ein bisschen unterlegen den anderen. So, dann gucken wir uns die CL als nächstes an. Gleiche Größe, hat 128 Cargos, geil. Ein Rear Tractor Beam, mega. Zum Ein- und Entladen. 3 Size 2 Schilde. Okay. Selbe Bewaffnung. Hey Waki, grüß dich. Selbe Bewaffnung, krass. Okay. Und dann noch der Bounty Hunter. EMP, Armory, Quantum Dampener, Prison Pod. Pilot hat 2 Size 4. Forward Facing Remote Turret. Ja. Kommt somit auf 4 Size 3 und 2 Size 4. Bewaffnungsmäßig krass, aber auch hier in Anführungszeichen nur 3 Size 2 Schilde. Ey, das Pack ist geil. Das Pack ist ultimativ geil. Ganz ehrlich, ich finde, das Design ist eins der wenigen Designs, die ich sehr, sehr geil finde. Deswegen mag ich die Galaxy auch so unendlich. Hört sich alles sehr kompliziert an, überhaupt nicht, Waki. Ausrufezeichen SC, hol dir das Spiel. Kriegst gerade 30 € geschenkt. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, für mich gerade ein No-Brainer. Das ist das erste Mal, dass ich sage, das ist ein No-Brainer für mich. Warum? Fighting-Schiff, Cargo-Schiff und Exploration-Schiff. Also ganz ehrlich, das ist, glaube ich, gerade ein No-Brainer für mich. Mir reißt gerade meine Seele auseinander. Ich schwöre euch, mir reißt gerade meine Seele auseinander, weil ich die Kraken einschmelze. Und das ist nicht gelogen. Das ist absolut nicht gelogen. Ihr alle wart dabei, als wir die gekauft haben. Ihr alle wart dabei, als wir die gekauft haben, als ich dann los bin und noch zu Burger King und Gott weiß was gemacht habe. Und wir diesen Trailer 800 Mal uns angeguckt haben. Aber als sie im dritten Anlauf, beim dritten Mal, sie war 3-mal ja im Store und beim dritten Mal hat es geklappt, nachdem ich nochmal F5 gedrückt habe, komplett random nochmal F5 gedrückt habe. Ich könnt gerade heulen. Ich mein das wirklich ernst.
Aber das ist es nicht. Das ist es halt nicht. Das ist es halt nicht. Die Kraken ist das unnötigste Schiff, was ich in meinem Besitz habe. Es gibt kein Schiff, was unnötiger ist als die Kraken. Das sind 1500 Euro, die ich in kein Upgrade, in nichts reinstecken kann. Das sind 1500 Euro für ein Schiff, was ich nie wieder bemannen kann. Nie wieder. Ja. Weißt du doch nicht? Doch, weiß ich. Weil ich nie wieder eine Orga aufbauen werde, die das macht, was die alte Orga gemacht hat. Gibt noch die unbekannte Option mit KI-Crew. Ganz ehrlich, wie soll ich denn das dann mir leisten als Solospieler? Ich kann mir bei der Kraken kann ich mir weder Sprit leisten, noch die Reparaturkosten, die intern auf mich zukommen, weil es gibt ja auch einen Verfall von den Sachen. Und dann noch NPCs. Das ist absolut keine Chance. Gar keine Chance. Und ich werde, wie gesagt, ich werde nie wieder... Ich habe eine Orga, ja. Wir haben die Bauaufsicht. Aber die Bauaufsicht ist eine Fun-Orga. Wenn ich da sage, ey, lass mal eine Orion besetzen. Wir brauchen 4 Mechaniker, wir brauchen 4 Leute an den Mining-Lasern, wir brauchen 4 Leute an den Drohnen und so weiter und so fort. Das kann ich easy peasy, kann ich das mit der Community machen. Das ist gar kein Problem, überhaupt kein Problem. Das kann man mit einer Community machen. 20 Leute, auch von mir aus 30 Leute. Und wenn ich irgendwann mal riesengroß bin und 5000 Zuschauer habe wie Knebel, dann kann ich auch 100 Leute in die Orion mit reinsetzen. Von mir aus. Aber niemand ist auf den anderen abgesprochen. Das ist alles komplett... Yo, ich habe gerade mal Bock mitzuzocken. Ja, was muss ich machen? Okay, ich muss Mining betreiben. Und das geht nicht bei einem Schiff, was dafür da ist, um andere Schiffe zu supporten. Ich gehe nicht raus und sage, hey Community, lasst uns heute mal mit der Kraken rumfliegen. Die Kraken ist kein Schiff, mit dem man irgendwas dediziert machen kann. Die Kraken ist kein Industrieschiff, wo ich sagen kann, lass uns Industrie machen. Die Kraken ist kein Kampfschiff, wo ich sagen kann, lasst uns kämpfen. Die Kraken ist der Nabel einer Orga von 100, 200 Leuten, die sagen, wir sind eine Nomadentruppe, die von einem System zum anderen System zieht und die Kraken ist unsere Homebase, egal wo wir sind. Und das kann ich nicht in einem Stream machen. Das kann ich nicht mit einer Community-Orga machen. Das funktioniert nicht. Und deswegen, mir zerreißt es alles, wenn ich drüber nachdenke, hier auf meinen Hangar zu gehen. Seite ist ein bisschen down jetzt. Und dann auf Standalone-Chips quasi zu gehen. Und hier auf Exchange zu drücken. Da zerreißt alles in mir, wirklich. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Gibt noch die unbekannte Option mit KI. Wenn du einschmelzt, verlierst du dabei Geld? Nein. Nein. Credit-Schiffe sind immer teurer als Warbond, aber das Geld hat er schon ausgegeben, also verliert er nichts. Direkt bekommt nur nicht mehr so viel dafür, wie als wenn er es war. Nein, auch das. Nee, das stimmt so nicht. Das stimmt ja so nicht. Ich bin gerade auch ein bisschen am Überlegen, ob ich einfach sage, weil es gerade, glaube ich, im Angebot welche gibt. Warte mal, wir gehen mal. Ja, das lassen wir mal offen. Broschüre. Okay, ich mache mal noch eine neue Page auf. Ich glaube, gibt es derzeit LTI-Schiffe oder 120-Monats-Schiffe? Nicht Warbond. Gibt es, glaube ich, gerade nicht. Das wird es aber zu IAE wird es das wieder geben. Ich habe gerade überlegt, dass ich einfach sage, oder, nee, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Ich könnte in meinem Buyback gehen. Und LTI-Schiffe rauskaufen. Ja. Oder
eigentlich könnte ich sogar sagen, hey, ich habe hier einen STV, ich habe hier einen MPOV Cargo und ich habe hier eine Fury. Ja, die 3. Und dann grade ich halt zu den Dingern ab. Das wäre jetzt noch eine Option, wo ich sage, das könnte ich vielleicht noch machen. Weil ich habe hier einen MPOV Cargo, oder sagen wir mal die Fury. Ja, die Fury jetzt zur, sagen wir mal, Zeus ES. Ja, das wären ja eigentlich $105. Oh, stimmt, die Scout. Die Scout wäre eine $60-Variante, aber ich hab 30 Euro Varianten. So, das wären jetzt 105 Euro, ja, die müsste ich quasi ausgeben. Wenn ich das nämlich so mache, dann spare ich ja nochmal ein Stück Geld. Wenn ich jetzt sagen würde, einfach, okay, ich nehme jetzt hier das Upgrade von da nach da, sind $105, kann ich ja quasi auch Store Credits nehmen. Wenn ich jetzt aber in meinen Hangar reingehe und mir meine Upgrades so angucke, dann könnte ich halt zum Beispiel sagen, okay, pass auf, ich nehme ich glaube, ich habe in dem Bereich gar nichts. Doch, hier, Ballista zu Prospector zum Beispiel. Ja, Ballista zu Prospector könnte ich machen. Dann habe ich, glaube ich, eine Prospector zu einer Vulture oder sowas. Sowas könnte ich alles noch mitnehmen. Ballista zum SRV. Ja, nee, den behalte ich auf jeden Fall. Saber zur A1. Nee, bringt auch nichts. Ich hab nur große, tatsächlich. Ich habe nur große, die rumfliegen. Aber ich habe überlegt, dass ich zur IAE halt einfach sage. Ich kaufe alle Warbonds in dem Bereich davor. Ja. Ich kaufe alle Warbonds in dem Bereich davor, weil dann kann ich halt, dann muss ich nicht die Variante jetzt für 500 Euro als Warbond kaufen, sondern ich mache halt, ich sage einfach, okay, MPOV Cargo dahin, ja, MPOV Cargo hier hin und dazwischen habe ich dann noch den MPOV Cargo beispielsweise zur was wird es auf jeden Fall geben? Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall sowas wie Freelancer zu irgendwas geben, zur Cutlass Black und so. Und dann haue ich insgesamt vielleicht nochmal, sage ich mal, 25 Euro an CCUs rein oder sagen wir mal 30 Euro an CCUs haue ich rein, aber spare dadurch nochmal 60 Euro. Das könnte ich machen oder ich sage jetzt halt einfach Scheiß drauf und ich kaufe es jetzt einfach und kann es dann einschmelzen und immer noch machen. Aber vielleicht bist du irgendwann Teil einer Crew-Orga, wo keine Kraken... Ich gehe in keine Orgas mehr rein. Ich würde warten, bis die Kraken-Gameplay da ist. Vielleicht wird es gar nicht so kompliziert, wie du denkst. Warst du heute irgendwie... Hast du hinterm Mond gelebt heute? Sorry, Tiger, aber hast du dir die CitizenCon angeguckt? Das Spiel wird nicht einfacher, das Spiel wird immer komplizierter und immer komplizierter und immer komplizierter. Alleine das Gameplay um den Mechaniker rum. Da will ich Leute, wenn ich ein Schiff habe, was so viel Geld kostet, was wahrscheinlich 2, 3 oder 4 Tage später zum Reclaimen braucht oder noch länger, dann will ich einen Mechaniker an Deck haben oder ein ganzes Mechaniker-Team an Deck haben, was komplett aufeinander eingespielt ist. Wo ich nicht noch Schräubchen stellen muss und sagen muss, ja, aber du könntest ja jetzt das machen oder du könntest das machen. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich will sagen, ey, du bist mein Main-Mechanik. Du kümmerst dich um den gesamten Ablauf. Du hast da deine 4, 5, 6, 7, 8 Leute und ihr macht das zusammen. Ihr seid ein eingespieltes Team. Ihr macht das. Das wäre gegangen, auch in der kleinen Orga Quantum Crisis. Da waren wir 25, 26 Leute. Mit 25, 26 eingespielten Leuten hätte man eine Kraken bedienen können. Ja, bedienen. Und dann wäre aber auch schon Feierabend gewesen. Ja? Und nochmal, die Kraken ist kein Schiff, was irgendein Gameplay-Loop mir bietet als Mehrwert. Es bietet mir keinen Mehrwert Gameplay-Loop. Null. Niente, nada, nix. Gar nix. Nix. Ich habe andere Schiffe, mit denen kann ich das definitiv machen, aber nee, das ist... Und bist noch groß? Ja, sorry. Ich hab eh nur so ein bisschen hin und her geklickt und wie Mabu sagt, ihr hättet da nichts gesehen.
ihr hättet da nichts gesehen. Also, ich habe das hier gemacht, ich bin hier gewesen, habe so gemacht und habe gesagt, so, ich nehme das hier und will dahin. Und dazwischen gibt es ja auch noch Zeug, ja. Und dann bin ich kurz in meinen Hangar gegangen. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe ja hier ganz viele Warbound-Varianten noch, aber die bringen mir alle nichts und deswegen würde ich auf die IAE warten. Das ist das, was ich gesagt habe. Aber ich muss nicht auf die IAE warten, wenn ich jetzt die Kraken einfach einschmelze, mir das Pack da kaufe für 500 €, dann kann ich das auch jederzeit wieder einschmelzen. Ja. Und dann kann ich zur IAE sagen, okay, ich bezahle jetzt nochmal 50, 60 € für CCUs und dann mache ich die CCUs zu den Zeus-Varianten, weil die Zeus-Varianten werden erst nächstes Jahr kommen. Ja, frühestens nächstes Jahr werden die kommen. Und dementsprechend macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt bis zur IAE, oder ob ich mir das zur IAE hole oder nicht. Die werden immer noch bei ihren 150 € bleiben pro Schiff. War das 150? Wait a moment. Nee, es war nicht 150, oder? War es 150? 150 ist ja nix. Da kann man ja gar nicht wirklich viel vorher sparen. Wo ist Keule? Keule? Keule, bitte auf die Brücke. Keule? Keule? Ey, da gibt's nicht mal viel. Da sparst du vielleicht 20 €. Oder sagen wir mal, sparst 30 € kannst du da hinsparen. 30 € kannst du hier hinsparen. Ich habe überlegt, ja. Kannst nicht mal die Spirit als Token nutzen. Ich habe halt überlegt, was halt geht. Also, wenn man jetzt hier mal so reingeht. Was gehen wird, ist wahrscheinlich hier sowas wie halt, I don't know, eine Cutty auf ein Centurio geht ja auch nicht mehr, weil die Cutty teurer geworden ist. Die C1, aber da gibt's keine Warbonds zu, oder? Hat jemand einen Warbond von der C1? Ich glaube nicht. Vielleicht, nee, nicht mal Nova Tank, nicht mal das funktioniert. Also lass hier vielleicht 15 € sparen. Das Einzige ist die MR. Bei der MR kannst du ein bisschen was sparen und zwar durch die Vulture oder der hier wird 200 € kosten, der SRV. Aber eventuell kannst du ja Prospector zur Vulture. Die 20 kann man mitnehmen. Die 20 kann man mitnehmen, aber das war's dann auch schon. Vielleicht noch ein 5er davor oder ein 10er. Also 35. So, und bei den anderen vielleicht 15 bis 20. Das heißt, wenn wir jetzt, ich rechne mal mit am wenigsten 15, 15 und 30, ja, das sind 60 €, die man spart, sind 120. 120 €, die man da sparen kann. Wenn ich jetzt sage 150 plus 150 plus 190, sind das 400, das sind die Warbond-Varianten. Das sind die Warbond-Varianten. Die werden teurer. Die werden teurer. Die werden teurer. Ich möchte nicht wissen, was du an Geld reinstecken kannst. Warte, ich kann dir es zeigen. Es gibt ein Game Package. Was sind da Packs? Nee, das Game Package, ne? Das Game Package. Warte. Pledge Store. So, hier. Achtung. Wenn ich jetzt runterscrolle, steht hier 16.600. Und das ist nicht mal das teuerste. Das teuerste sind 46.700 oder sowas. Aber ich habe hier so ein Projekt, das nennt sich Zero to Hero. Und da habe ich 50 € bezahlt. Das Projekt geht jetzt 88 Folgen bisher. Ja, es läuft noch ein bisschen weiter. Da habe ich 50 € bezahlt und habe das
Du kannst alles. Alles, alles, was hier für Geld drin ist, ja, das Package, was ich dir eben gezeigt habe, für 16.000 Euro, du kannst alles in-game erspielen. Du zahlst 50 Euro fürs Game und danach kannst du für immer spielen und kannst dir alles in-game erspielen. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das, was ich hier mache, ist Support für das Spiel. Die Razer vielleicht als Basis nehmen, ja, irgendwie sowas. Man kann definitiv zu viel reinstecken. 5 Euro sind schon zu viel. Aber das Game an sich kostet 40 Euro. Ich würde sagen, 5 Euro sind nicht zu viel. Also, wenn ich mal überlege, ich habe das Zero-to-Hero-Projekt, ich habe noch andere Projekte. Also, ich würde sagen, so rein YouTube-mäßig habe ich das Spiel schon 500 Stunden gespielt. Und gestreamt habe ich das Spiel schon 1500 Stunden. Das sind 2000 Spielstunden, die ich hier in diesem Spiel habe. Also, da habe ich in anderen Spielen wesentlich mehr Geld pro Stunde investiert. Wesentlich mehr. Kann es sein, dass Living on the Edge morgen Basebuilding und Housing zeigt? Deswegen ist Obstkuchen bei uns. Weil Obstkuchen eine fucking Pioneer hat und wir mit ihm zusammen einfach ein Haus bauen werden. Fachwerkhaus. Oh ja. Stell dir mal vor, baust ein Fachwerkhaus in dem Spiel. So total sinnlos. Okay, bin noch nicht ganz fertig mit dem Auffüllen, aber die Ankündigungen bisher sind ziemlich gut. Papa Dagobert, definitiv. Also, ich sage, das ist die beste CitizenCon, die bisher da war. Ich fand die Tech-Demonstration, ist alles mega gut. Wirklich, wirklich alles sehr, sehr gut. Das Game an sich habe ich ja schon im Vorverkauf damals geholt. Aber gespielt noch nie. Einfach keine Zeit gehabt. Mann, Mann, Mann. Wenn du es hast, schau mal rein. Lohnt sich. Gibt nichts aus, aber schau rein. Ja. So. Hatte Bärlauch nicht vorhin gesagt, dass es Skins für die Zeus, den Skin für 10 Euro gibt für die Zeus? Ich glaube nämlich, das geht nämlich nicht. Weil das ist der Concierge-Skin, oder? Doch, den gibt's. Perfekt. Ja, weil den hole ich mir definitiv dazu. Okay, Chat. Ganz kurz einmal. Die Kiste hier hatten wir geplant. Erinnert ihr euch? Das hatten wir geplant. Nach dem, was ich heute gesehen habe. Da müssen wir jetzt einiges ändern. Da müssen wir jetzt kurz einiges ändern, oder? Also, lasst uns mal gemeinsam jetzt alles ändern. Hier ist die Zeus. Die brauchen wir 3-mal. Aber wir alle Zeus-Varianten nehmen. Das ist eigentlich Gesetz. Die F8 holen wir uns. Reclaimer hat der Tobi, brauchen wir nicht. Herald hat der Mabu, brauchen wir nicht. Die Odyssee nehmen wir auf jeden Fall mit, glaube ich. Ich glaube, die Odyssee wird unser größtes Schiff. Vielleicht die hier, die beiden. Als große Schiffe.
Waki, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke fürs Reingucken. Die Odyssee. Obstkuchen, immer dran denken, als ich vorhin gesagt habe. Was ist, wenn ich heute alles lösche? Ja. Ich muss immer davon ausgehen, dass nur wirklich meine Freunde und Bekannten, die ich so im Real Life habe, dass die wirklich... Wenn ich heute einfach sage, ey, ich hasse alle Menschen aus dem Internet. Davon muss ich immer ausgehen. Wovon ich eigentlich nicht ausgehe, aber... Ne? Und ich gehe davon aus, dass unsere komplette Pen-and-Paper-Gruppe, jeder von diesen Menschen später eigentlich auch das Spiel spielen wird. Ja. Ich gehe davon einfach mal aus. Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen, die meisten davon sagen einfach so, ja, wenn das Spiel draußen ist, dann gucke ich mir es halt an. Oder zumindest so die Größe, diese Größe gehe ich davon aus. Ich gehe davon aus, dass mein Bruder sich das Spiel holen wird, wenn es rauskommt. Ich gehe davon aus, dass vom Tobi, von mir, die Kinder das Spiel später spielen werden. Also... Also ich werde meine Herald behalten. Der Plan war ja eigentlich mit den unbekannten Daten gute Salvage-Locations von Sweaty Gamern, Orgas, Klau und dann Tobi gebe und mit ihm dahin zu fliegen. Das ist so ziemlich alles, was ich geplant habe im Spiel. By the way, es kommt noch eine Zeus-Variante. Racing. Racing? Das macht gar keinen Sinn in der Größe. Das macht keinen Sinn. Nee, sorry. Ja, also, nee. Nee. Ein 42-Meter-Schiff für Racing. Ein 36-Meter-Schiff für Racing. Nee. Ich glaube ja viel, aber das glaube ich nicht. Ja, die Zeus MK1 hat das, aber die sind ja hier bei 46 Meter. Never fucking ever. Never ever. Hier, guck mal. Hier. Die müsste gegen solche Schiffe hier antreten. Das macht ja gar keinen Sinn. Die tritt gegen sowas an. Also, das macht beschleunigungstechnisch überhaupt keinen Sinn. Selbst die F8 Lightning, die wirklich mit das schnellste Schiff ist, was ich jemals geflogen habe, würde keine Chance haben gegen eine Fury LX. Das macht ja gar keinen Sinn. Und die F8 Fury ist eins der schnellsten Schiffe, was ich je gesehen habe. Theoretisch geht's, finde ich aber auch komisch, selbst wenn sie noch mehr Schiffe in der Gewichtsklasse. Aber es macht doch keinen Sinn, dass sie das Schiff dann auch Zeus Version Nummer so und so nennen. Weil eine Variante von einem Schiff ist ja jetzt nicht... Okay, wir haben jetzt hier die Exploration-Variante, wir haben hier die Bounty Hunter-Variante, wir haben hier die Cargo-Variante und hier haben wir das Schiff nochmal geschrumpft. Das macht doch keinen Sinn. Nee, Tobi, nee. Die ist ja genauso groß. Also das, was du jetzt hier gerade gepostet hast, ist genauso groß wie die anderen. Also nur, dass ihr es mal gesehen habt, hier, das hat Tobi jetzt gerade gepostet. Das Schiff ist genauso groß. Hat sogar die Doppelbewaffnung. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist die Bounty Hunter Variante. Das hier ist die Bounty Hunter Variante. Kann das sein, dass irgendjemand einfach, weil das ist auch der gleiche Skin. Das ist sogar der gleiche Skin. Vielleicht hieß die mal ST. Vielleicht hieß die mal ST und sie haben es dann umgenannt. Security, bla bla bla.
Und dann haben sie sich gedacht, weißt du was, wir nennen die um. Also nee. Das ist Käse. Das ist Käse. So. Das Ding ist, wie gesagt, also hier Obstkuchen, du hast die beiden auch, das weiß ich. Aber die hier will ich alleine deswegen haben, wegen Quantum Crisis. Das hier ist mein Quantum Crisis Schiff. Das hier ist mein Quantum Crisis Schiff. Nicht Quantum Crisis im Sinne von die alte Orga, sondern wenn die Maschine nie mal weitergeht, dann läuft das hier drin. Und dann brauche ich das Schiff definitiv. Dann will ich nicht immer sagen, hey, kannst du mal das Schiff auspacken? Sondern dann will ich es auf jeden Fall haben. Hier bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich denke mal, zu IAE hole ich mir einfach das andere Mining-Schiff. Also, ich glaube, auch wenn ich immer gesagt habe, die Orion ist das Schiff, was ich haben will. So, 300 Euro, 800 Euro. 1500 Euro. Endeavor behalten wir. Endeavor behalten wir. Endeavor behalten wir. Ganz, ganz, ganz safe. Ganz, ganz, ganz safe. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. Reclaimer, wie gesagt, hat der Tobi. Endeavor würde ich behalten, einfach, ja, die Endeavor, die bleibt. Also Endeavor bleibt. Ich glaube tatsächlich, es wird hier das und das hier dann als Comet. $500. Was? 1500. 1700. 1800. Ja, vor allem hiermit kann man dann halt auch richtig dick scannen und sowas. Bei der Galaxy, was hatte die Galaxy nochmal? Star Citizen Galaxy Pro... irgendwie so. CH. Med Bay, Refinery, Cargo Bay. Others. Ich pack mal die Reclaimer ganz kurz hin als RSI Comet, okay? Ja, das hier ist die RSI Comet. Wisst ihr, was es, glaube ich, wird? Hier bin ich, wie gesagt, hier bin ich ja drauf gespannt, ne? Hier bin ich ja drauf gespannt, was das wird. Aber ich glaube, wir haben hier 7. Ich will nur kurz zusammenrechnen. Das hier wird 400, das wird bei 400 ungefähr liegen. Die Polaris habe ich ja so oder so schon. Ja. Die Perseus und die Polaris als bisschen größere Pew-Pew-Schiffe. Ja. Ich würde halt sagen,
1 Mann. Pew Pew. Perseus ist 5 Mann. Polaris ist 10 Mann. Die eine Zeus ist 3 Mann. Da fehlt hier quasi noch was dazwischen, wobei das eigentlich ein guter Step-Up ist. So. Das hier ist der Pew-Pew-Pfad, okay? Add. Pew-Pew. Das hier sind unsere Pew-Pews. Dann machen wir Explo. Der Explo-Pfad endet mit der hier. Naja, eigentlich endet der hiermit. Sind wir mal ehrlich. Aber die würde ich außen vor lassen. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Cutter hier reinsetzen und das dann so aufbauen. 1 Mann, 3 Mann, 5 Mann, mehr Mann. Cargo. So. Bei Explo habe ich auch die Corsair. Anstatt der... Ich steige in keine Corsair ein. Also, ganz ehrlich. Corsair ist so ein beschissenes Drecksschiff. Die fliegt sich scheiße. Die spielt sich scheiße. Das Einzige, was die Corsair kann, besser kann als die Aquila, ist beladen. Corsair hat keine Kartografie, die Aquila schon. Das hat sie auch nicht. Ja, doch. Darf man, glaube ich, nicht falsch verstehen. Geh mal in den Speisesaal, da hängen viele Monitore. Das könnte der Drake-Kartografiebereich sein. Der Tobi hätte noch eine Raylan. Das würde hier so noch dazwischen passen, zwischen die beiden. Der Tobi hätte einen 2-Mann-Pew-Pew-Schiff. Mit der Defender. Die würde hier dazwischen passen. Mustang und 315p sind für mich beides keine... Ja, weiß ich nicht. Sind halt ganz komische Schiffe. Weiß ich nicht. So. Jetzt machen wir noch eine Industrie. Indus. Da machen wir das hier quasi rein, würde ich sagen. Welcome. Luni, hey. Einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Hyped? Ich nehme an, du bist ultra hyped. Das war ja ein Komplettabriss, oder? Und hier habe ich jetzt gerade überlegt, ob wir hier einfach dann Prospector und Vulture vorne reinsetzen. Für Solo. War die beste Con ever. Würde ich 1000% unterschreiben. 1000% würde ich das unterschreiben. Ich finde auch, das war die beste. Ist das deine Flotte? Ja, wir bauen gerade ein bisschen neu zusammen. Weil ich finde die Zeus extrem schön und passt mehr zu dem, wo ich jetzt gerade hin will. Ja, weil bislang war ich in der Orga. Wir haben ein Flottenschiff quasi gehabt mit der Kraken und sowas und da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Umdenken. Und ich will so alle Bereiche ein bisschen abdecken und ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass ich das Ganze in der Orga mache, sondern ich gehe davon aus, dass ich das mit meinen Kumpels mache. Ja. Also mit den RL-Freunden. Und
wenn man das Ganze so angeht. Ich kann dir vielleicht noch eine Terrapin bieten, früher oder später, wahrscheinlich morgen nach dem Scanning nochmal die Details gezeigt wird. Ja, ich würde die Terrapin würde ich genau da hinstellen, wo auch die Cutter gerade, der Scout von der Cutter ist. Herald ist für mich Data Running, wie auch immer, im Sinne von, also eigentlich, Mabu, du solltest dir nicht wenn du sagst, ich möchte auch so ein bisschen scannen und so, die Terrapin ist meiner Meinung nach das Combat-Pendant zu allen anderen Scout-Schiffen so. Und die ist dafür da, dass man in einem großen Fight einzelne Targets noch weiterhin rausscannen kann. Die wurde ja auch so gezeigt, so von wegen, guck mal, wir können uns ja an den Asteroiden verstecken und sowas. So wurde die ja vorgestellt. Und deswegen würde ich 1000% sagen, die Terrapin ist eher ein Schiff, was man in einer großen Flotte dabei hat, um zu pinpointen, welche Targets man als nächstes quasi angehen könnte. Da sehe ich die eher. Wenn du sagst, okay, mit der Herald mache ich Data Running, dann hol dir noch eine MSR. MSR ist ein absolutes Hacking Data Runner Schiff und die Herald halt auch. Da hast du das im Bereich 1er, 2er abgesteckt und 2er, 3er. Ja? Da bist du voll dabei dann. Und dadurch, dass du in der MSR kannst du halt auch noch Sachen transportieren. Die hat 90 SCU Cargo oder sowas. Die ist schon stark. Die ist schon stark. Ich gehe jetzt ja auch, das hier ist ja auch nicht, also das ist eher so der Exploration-Bereich. Ich gehe nicht auf, ich will gar nicht auf Scanning und Datentransfer gehen, so wie du das machst. Deswegen habe ich für mich direkt gesagt, ich mache lieber Explo. Also wirklich nur reines Exploration. Ja. Ja, Tobi, wir hatten doch hier vorhin, das hier hatten wir doch schon gesehen. Hier. Wir hatten das doch von Brian vorhin schon gesehen. Wo ist denn mein Ton? Wir hatten doch das hier vorhin schon von Brian gesehen. The inflection point in the development of Squadron 42. You reach the point where you're feature complete. Feature complete? And beyond. Also Squadron ist Feature Complete und wenn man Feature Complete und ich habe dann halt auch noch was dazu gesagt, das sage ich jetzt auch gleich nochmal. Und wenn man in den Progress Tracker reingeht und hier Squadron eingibt, ist alles fertig. Ist alles komplett fertig. Feature Complete kann halt auch einiges bedeuten. Es kann halt wirklich einfach nur sein, okay, die Features sind complete. Und ich habe das vorhin schon erklärt, wenn ich ein Spiel in Unreal programmiere ich das am Anfang so, dass das aussieht wie Hund, einfach nur hässlich ist, überall viereckige Boxen, so kann ich mir das in etwa vorstellen, so könnte die Map aussehen, bla bla bla, viereckige Boxen, nichts Schönes. Dann programmiere ich aber erstmal die Besonderheiten. Ist es ein Shooter, ist es ein rundenbasierendes Spiel und so weiter und so fort, das kommt dann erstmal rein, das sind meine Feature. Wenn die Feature complete sind, dann gehe ich erst in den Feinschliff. Mache die Map fertig und so weiter und so fort. Man muss jetzt aber auch bedenken, dass hier ist alles schon fertig. Hier sind richtig viele Teams durchgelaufen. Und jetzt kommt etwas, wo ich glaube, dass sie das machen müssen. Wir haben, wenn wir in dieses Ding hier reingehen und sagen, alle Produkte und Squadron eingeben, haben wir das nicht mehr. Warum haben wir das nicht mehr? Relativ simpel. Im EU-Markt zumindest ist es so, in Amerika weiß ich es nicht, aber im EU-Markt ist es so, ich darf nur Sachen verkaufen, die ein Release-Datum haben. CIG hat gesagt, ja, wir müssen eine Preisanpassung für Squadron machen. Das ist Bullshit, das wissen wir alle. Sie haben eine Preisanpassung bei der Cutlass Black gemacht, das ging innerhalb von 3 Sekunden. Also das wäre ein bisschen komisch, wenn sie jetzt seit einem Jahr versuchen, eine Preisanpassung für Squadron zu machen. Sie wurden halt aufs Bitterste wahrscheinlich verklagt, wahrscheinlich von der CryEngine nochmal, von den Eierköppen, und mussten es deswegen runternehmen, weil es kein Release-Datum hatte. Und ich gehe auch davon aus, Luni hat es eben schon geschrieben,
Und der Mabu hat es vorhin schon geschrieben. Morgen das letzte Announcement, was rauskommt, ist Squadron 42, kommt am 4.2., keine Ahnung, 24. Ja, also, ne? Das wird morgen passieren. Davon gehe ich auch aus. Gehe ich ganz stark von aus, dass morgen ein Release-Datum gepusht wird, weil dann können sie das Spiel wieder verkaufen. Und was bedeutet das, wenn sie das Spiel wieder verkaufen können? Relativ simpel. Wenn man das Spiel wieder verkaufen kann, kann man damit wieder Einnahmen erzielen. Wenn man den Hype von der CitizenCon mitnimmt, kann man damit sehr viel Geld verdienen. Und deswegen werden sie das machen. Ganz, 1000%. 1000%. Also morgen mit ziemlicher Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit Release von Squadron 42. Ich will eigentlich auch wahrscheinlich eher die Scout, wenn ich drüber nachdenke. Muss mir nochmal genau überlegen. Mach das. Dabei geht es darum, dass alle Infos von wegen Coming Soon innerhalb von 12 Monaten kommen sollen und unabhängig davon, ob und wann Squadron 42 kommt, weil das Polischen kann ja theoretisch länger als 12 Monate dauern. Ich geh von einem Release aus. Ganz stark. Vor allem, dann kann man, genau, dann kannst du ja jederzeit sagen, ja, nee, kommt doch einen Monat später. 5 Monate, 10 Monate später. Ja. Also, ich trage hier die Cutter ein. Wir alle wissen, es kommt noch eine Exploration-Variante der Cutter. Ja, dann wird die Scout da rausgenommen und es wird die Exploration-Variante der Cutter wahrscheinlich reinkommen. Aber ich glaube, je nachdem, kann mal einer ganz schnell zusammenrechnen? Wir haben 155, 175, die RSI Comet wird 425 kosten. Die Endeavour kostet 350, die Zeus-Varianten kosten zusammen 520, die kostet 55, die kostet 300. Die Galaxy kostet 330, glaube ich. Die Aquila kostet 240. Die Perseus kostet 700 oder 600 und ein bisschen. Die Polaris kostet 750 und die Odyssey kostet 700. Sind wir bei 4700. Passt genau. Ich gehe von 5000 aus, dass ich das irgendwann investiert habe. Also es passt schon relativ gut rein. Und hier ist nirgendwo eine CCU-Chain drin. Ja, hier ist nirgendwo eine CCU-Chain drin. Wenn man sich überlegt, das Schiff hier, wenn das 525 kosten sollte, kostet mich das Schiff 5 Euro. Nicht mal. Weiß ich nicht. Vielleicht 25. Ja, dann kostet mich das Schiff hier 25 Euro. Die Galaxy, die 330 kostet mich 190 oder sowas. Deswegen, Mabu, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Einzige, was ich halt direkt bezahlen muss, ist das und das. Weil hier, also wie gesagt, ich gebe keine 300 Euro für einen Single-Seater-Fighter aus. Nur damit ich LTI haben kann. Da werde ich die Warbound-Variante nehmen und die dann irgendwann weggeben. Mit ziemlicher Sicherheit. Weil ich sehe es nicht ein, 300 Euro dafür auszugeben. Für 6 Monate Insurance. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Wir sind jetzt hier bei 4,7. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles zusammen 4.000 Maximum kostet. Und bei der Polaris bin ich mir nicht sicher. Hier bin ich mir wirklich nicht sicher. Vielleicht kriege ich es hin, zur IAE, die vor der IAE einzuschmelzen. Dann würde ich tatsächlich noch den Weg hier gehen und sagen, okay, dann ist das hier mein absolutes Flaggschiff. Im Bereich Cargo und Industrie. Dafür kommt die noch weg. So. Industrieschiffe, 3 Leute, weiß ich jetzt nicht, ob ich sage, okay, ich brauche eine Mole, wenn das Schiff... Man weiß nicht, wo das Schiff dazwischen kommt. Das soll zwischen Mole und Orion stehen. Ja, also mindestens eigentlich mal 5 Leute. Ja. Wenn wir jetzt hier nachgehen, haben wir immer gesagt, das erste ist quasi eine Person.
Das hier sind 3 Personen. 5 Personen. Und mehr Personen. Ich find's gut. Ganz ehrlich, ich finde es vollkommen okay hier. Ich finde das vollkommen okay. Und ich rede immer noch drum rum, dass ich die Kraken nicht gerade einschmelze. Ich rede immer noch drum rum. Oh Mann, ey. Hast noch Zeit? Kauft das alles auf der IAE? Die Zeus kann ich nicht auf der IAE kaufen und die F8 Lightning kann ich auch nicht auf der IAE kaufen. Geht nicht. Die Zeus wird nicht in diesem Pack wiederkommen und wenn sie wiederkommt, dann wird sie einzeln wiederkommen, nicht mit 120 Monate. Ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Vielleicht 6 Monate, vielleicht 24 Monate. Ja, und 120 ist LTI. Und die F8 definitiv nicht. Die wird dann nicht vor Squadron 42 wiederkommen. Also ich muss mir das jetzt überlegen. Ja. Und eigentlich muss ich mir es nicht überlegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich muss ich mir es nicht überlegen. Es wäre schwachsinnig. Es wäre schwachsinnig, es nicht zu machen. Es wäre Schwachsinn. Wäre Schwachsinn. Ganz ehrlich, es wäre Schwachsinn. Das Mobiles, was gezeigt wurde, war auch etwas, was die für Squadron 42 gebaut haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Mobiglas war für Squadron. Ja. 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 Generell der UI, auch der FPS-Scan, der jetzt dazu ist, der ist ja auch wegen Squadron gekommen. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, dass man jetzt einen EVA Sprit-Ding hatte. Das hat man im Mobiglas auch gesehen. Das EVA und sowas. Ich sehe schon die Falten in deiner Hirnrinde nach den neuen Schiffen. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also die Zeus definitiv. Aber das hier ist nicht viel anders, als es vorher war. Das ist nicht viel anders, als es vorher war. Nur, dass ich ein paar mehr 1- bis 3-Mann-Schiffe dadurch dann hätte. Ja. Und grüß dich, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's hervorragend. Ach ja. Ich denke, nee, machen wir das jetzt? Wollen wir das jetzt machen, Chat? F8 kaufen und Zeus kaufen als Non-Warbound Varianten. Und doch, die Kraken wird dann geschmolzen. Die Kraken wird geschmolzen. Das, ne? Dann macht das morgen, ja.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Weil morgen wird noch was kommen. Morgen wird noch was kommen. Hey, Omega Clarks, grüß dich. Morgen wird noch was kommen. Morgen wird noch irgendwas kommen. Irgendein Schiff wird morgen noch kommen. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Orion. Warte mal, habe ich die jetzt? Die Orion habe ich jetzt hier drin nicht berechnet, sondern die Polaris, ne? Also 125 Euro weniger. So. Bei der Orion spare ich 200 Euro. Noch ein bisschen mehr. Bei der Orion spare ich ungefähr 270 Euro. Mit allem, was ich so habe bisher. Ja. Bei der Odyssey ungefähr das gleiche. Also auch nochmal um die 270. So. Die Comet, wenn die hier in dem Bereich liegen würde, bei der Prowler 450 oder sowas, dann würde ich da auch locker 200 Euro sparen. Chris, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Die Galaxy kostet 380, okay. Ja, sagen wir mal 50. Endeavor haben wir ausgerechnet, 120 Euro sparen. Mit Sachen, die ich habe. Zu IAE, wenn die zu IAE auch wieder für 3,50 da ist, kann ich nochmal 120 sparen. Hier, die Aquila kostet ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Also 50. Ich bin gerade am Überlegen. Der Mabu hatte ja gesagt, dass er eventuell dann auch eher bei der Scout ist, ne? Welcome. Nuvia, hey. Welcome back. Dann bin ich vielleicht eher bei der Star Runner. Und dann lassen wir die weg. Weil du hast eine Corsair. Du hast eine Corsair. Das wär halt Quatsch tatsächlich. Vielleicht entscheidest du dich ja irgendwann fürs richtige Schiff. Ja. Und machst die Corsair weg. Weil die Corsair... Ich glaube, du bist die Corsair noch nie geflogen, Tobi. Ich glaube wirklich, du bist die Corsair noch nie geflogen. Dann sind wir bei 1,5. Bei 3,5. Das ist ja easy. Noch nie, du bist sie noch nie auf dem Planeten geflogen. Du hast sie noch nie in einem Fight benutzt. Kannst du mir nicht erzählen. Die ist so viel geflogen im Zero-to-Hero-Projekt. Die ist fürchterlicher Schrott. Aber ja, wenn etwas Exploration-lastigeres in dem Bereich kommt, würde ich tauschen. Kleiner als die 600i, kein Origin. Ja, dann bist du bei einer Aquila. Also, ich muss hier halt wirklich eine Sache mal zeigen. Ja? Und das ist was viele in diesem Bereich, glaube ich, nicht so richtig wahrhaben wollen. Du hast hier die Corsair, ja. Und hier hast du die Aquila. So. Die Corsair hat mehr Pew-Pew. Ja. Hat mehr Pew-Pew. Die Corsair hat mehr Panzerung wahrscheinlich. Später. Kann ich mir gut vorstellen. Die Corsair kann man besser beladen.
Und was ich cool finde an der Corsair, du hast einzelne Betten. Ich finde, das ist ein Pluspunkt. Also so einzelne kleine Räumchen, ja. Jeder hat seinen Raum. Okay. Cool. Minuspunkte. Fliegt sich scheiße. Minuspunkt Nummer 1. Fliegt sich scheiße. Ist so scheiße, dass das eigentlich kein Exploration-Schiff sein sollte und dürfte, weil wenn du auf einem Planeten mit einem Exploration-Schiff nicht richtig fliegen kannst, ist das halt Abfall. Wenn ein Flügel kaputt ist, kannst du die Kiste auch einfach direkt in den See setzen, ja? Dann gibt es zumindest noch einen coolen Psiu, ja? Immerhin. Du hast hier als Pilot nicht wirklich Manövrierfähigkeit, weil sich das Schiff halt so scheiße fliegt, aber es ist halt, es fühlt sich so unendlich träge und komisch an, dass das bei mir einfach einen doppelten Minuspunkt gibt. Und dann bist du bei einem Pluspunkt noch am Ende. Und das ist, jeder hat seinen eigenen Raum. Ja? Fliegt sich gut. Fliegt sich sehr gut. Alleine dadurch, dass du VTOL und den ganzen Scheiß hier hast, es fliegt sich gut und es sieht eleganter aus, definitiv. Hat, und jetzt kommt es nämlich, mehr Pew-Pew. Warum hat das mehr Pew-Pew? Weil du hast einen fucking Snapfighter. Und der Snapfighter ist das A und O. Ohne Scheiß. Der Snapfighter ist das A und O einfach. Der Snapfighter entscheidet, ob du ein Match gewinnst oder nicht. 1000%. Ein Lightfighter greift dich an. Sagen wir mal, eine Fury greift dich an, weil ich das selbst schon gemacht habe. Als die Fury rausgekommen ist, habe ich, glaube ich, an dem Tag 3 oder 4 Corsairs platt geschossen. Du hängst so dermaßen an dem Hintern von diesem Schiff dran, das kommt nicht hinter dir her. Jetzt sind die Winkel der Türme von der Corsair auch nicht so, dass du richtig gut nach hinten schießen kannst. Und du hast dann den einen Turret Gunner, Heinz, der kann nach hinten schießen. Bei der Corsair, bei der Conny hast du schon mal 2, die nach hinten schießen können. Und der Snapfighter nimmt dir auch eine Fury oder einen Lightfighter auseinander. Ich liebe es, den Snapfighter zu fliegen. Und deswegen hat das Ding mehr Pew-Pew. Und der Snapfighter, der gibt sogar einen doppelten Pluspunkt, weil, was ist denn, wenn du mal eine Höhle erkunden willst oder sowas? Die irgendwo in einem Berg ist. Oder wie wir es in dem Squadron 42 Trailer gesehen haben, wo der durch so einen Felsspalt geflogen ist. Mit dem Snapfighter kannst du das. Mit der Corsair kannst du das definitiv nicht. Definitiv nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ich kann ja einen Snapfighter in den Laderaum laden. Ja, dann fällt aber dieser Punkt hier komplett flach, weil dann da packst du sonst nichts anderes mehr rein. Und hier hast du trotzdem noch Laderaum. Ja. Hier ist ein großer Minuspunkt einfach das Interieur. Das sieht derzeit aus wie Scheiße, aber es wird überarbeitet. Ja. Corsair hat lustige Flügel. Ja, die sind super lustig und super schnell kaputt. Deswegen, also, es sieht nicht, also für mich ist ganz, ich habe wenig Minuspunkte, außer das Interieur sieht scheiße aus in der Conny. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, da kriege ich Kotzkrämpfe. Deswegen, ich gehe in der Conny in den Fahrstuhl hoch, mach Scheuklappen auf und gehe sofort in den Pilotenbereich rein, in die Brücke rein. Ja, weil ich finde das so hässlich. Ich finde das so hässlich, diesen Bereich, aber der wird überarbeitet zu 1000%. Und deswegen würde ich immer die Conny der Corsair vorziehen. Und dadurch, dass die Aquila diesen runden Cockpit-Bereich hat, sieht die auch nochmal sehr viel besser aus. 2 Dockingports an der Seite der Conny. Ja, aber in der Corsair ist da auch ein. Ich kämpfe lieber mit einer Vulture als mit einer Corsair. Aber wenn du schon Panzerung schreibst, musst du eigentlich auch Tragflächen schreiben. Tragflächen? Tragflächen? Was meinst du mit Tragflächen?
Und ich hänge mich an jedem Scheiß mit den Flügeln auf. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Anubis, grüß dich erstmal. Moin, moin. 2 sind besser als einer. Atmosphärischer Flug ist noch nicht im Spiel. Wann bist denn du das letzte Mal geflogen? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Corsair mit eins der beschissensten Schiffe ist, was es gibt, mit in der Atmosphäre zu fliegen. Also, da mit dem Schiff sich zu drehen, in der Atmosphäre, das grenzt an einen Suizidgedanken, den man hat, weil das Schiff dreht sich so rein. Du gehst immer, wenn du nach links drehst, gehst du immer so runter. Wenn du nach rechts gehst, gehst du so hoch. Das ist super witzig, weil das hat ja unterschiedliche Flügel. Die sind ja atmosphärisch gesehen, ist das ja ein Traum. Ist ja super gut. Warum sind die Thruster der Corsair derzeit im Atmosphäre auch so schlecht? Weil sie schon gebalanced sind dafür. Mit der Tragflächenklappen das später machen sollen. In erster Linie. Ja, die Conny, die hat so Klappen für VTOL. Dass die gut fliegen kann. Barrel Roll in der Atmosphäre mit der Corsair ist entweder mutig oder fatal. Ist halt wirklich so. Die Corsair hat auch VTOL. Echt? Funktioniert nur nicht. Atmosphäreflug ist die Corsair leider ein Stein. Geiger, vielen Dank übrigens und grüß dich. Also, ich würde sagen, die Corsair kommt nach der Gladiator im Atmosphärenflug echt. Also, da ist die ist schon auf einem sehr guten Level mit der Gladiator. Und Anubis, genau das, was du gemacht hast in der Freefly, als wir die alle hatten, jetzt, weil die hat ja einen Shit-Showdown gewonnen, ja? Und ich hab ja mein Zero-to-Hero-Projekt. Und im Zero-to-Hero-Projekt darf ich alles benutzen, was mir CIG stellt. Also hatte ich eine Corsair. Und wenn du eine Cutter hast und eine Cutlass Black hast, dann ist eine Corsair schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe so viel geflucht mit dem Schiff. Ich habe so viel geflucht mit diesem Schiff. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, wie viel ich geflucht habe. Heieiei, habe ich geflucht. Aber, ja, nee, also, wie gesagt. Ich glaube, ich bin hier jetzt dann recht gut aufgestellt. Ich habe ein Industrieschiff, ich habe Cargoschiffe. Ich könnte bei Industrieschiffen, wobei ich da die Galaxy habe, mit der Galaxy könnte man auch ein Refining-Modul machen, dass man aber sagt, okay, pass auf, man stellt jetzt noch eine Expense dahin, ja. Expense, ja. Man stellt die jetzt noch hier in diesen Bereich mit rein und dann ist man halt komplett aufgestellt. Dann hat man die 3 Sachen. Den SRV und so weiter, den nutze ich für CCUs. Mehr aber auch nicht. Cutlass ist so strong neben der Corsair. Wenn du einen Gunner hast, dann ja. Man muss halt aber auch dazu sagen, die Corsair fliegst du in der Regel nicht gimbelt. Solltest du nicht gegimbelt fliegen. Und wenn du sie nicht gegimbelt fliegst, hast du halt eine Feuerpower, das ist krass. Ja, 4 Size 5. 4 Size 5 und 2 Size 4? Warte mal. Oder sind es 4 Size 4 und 2 Size 3? Wisst ihr noch, von wem ich vorhin gesprochen habe? Den ich irgendwie lang nicht gesehen habe? Soll ich euch sagen, von wem ich gesprochen habe? Welcome. Meine allerliebsten Jutsten von der Crash Academy. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet einen genauso spannungsgeladenen Abend, wie wir den hatten.
Ich hoffe, für euch war das genauso geil. Also wir alle hier sagen, beste CitizenCon bisher, die da war. Jemals ever. Und nicht mal, weil der Hype so riesig ist, sondern weil sie Dinge gezeigt haben, die einfach mega, mega, mega gut sind. Also, absoluter Hammer. Absoluter Hammer. 30, grüß dich. Und Sawyer dich auch, mein Lieber. Und das Geile ist, es geht morgen weiter. Ey, mega, mega. Pentandra, Striker, Winterdachs. Hey, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. So viele Prototypen anstatt Konzepte. Ja, wir haben einfach Sachen gesehen. Hey, in 12 Monaten ist das da. Bumm, fertig. Also, nix Flight Ready bekommen. Ja, doch. Die Scout. Die Scout ist Flight Ready. Und morgen kommt die Exploration-Variante der Cutter. Die ist auch Flight Ready. Mal auf morgen warten, ja. Also wir haben jetzt schon geliebäugelt und verspekuliert haben wir uns. Squadron 42 kommt morgen ein Release-Datum. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich nochmal mit Sawyer sprechen. Der hat ja gesagt, er will mir Squadron 42 geben. Haben wir auf Video. Alles per Videobeweis. Und ja. Morgen ist heute. Heute ist morgen. Nach der Sitcon ist es vor der Sitcon. Das stimmt. Aber die Cutter kennen wir schon. Ja, aber nicht die Explo-Variante, die ja morgen rauskommt. Und das passt halt sehr, sehr gut, dass die Explo-Variante morgen rauskommt, weil morgen, ich glaube, das 3. Panel ist das, oder? Ich glaube, das ist das 3. Panel. Oder ist das das 2. Panel morgen? Hier, 3. Taking Flight. Oder? Irgendwo, ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf Dinge, aber irgendwo stand eigentlich was von Exploration, bla bla bla. Also in irgendeinem Panel, ich glaube live, nee. Living on the Edge? Ich weiß es nicht. Irgendwo stand das. Und da gehe ich mal davon aus, dass die morgen ein bisschen mehr zur Exploration zeigen werden. Taking Flight, ja, ne? We launch next, Flight Experience and Explore and Handling Improvements. Ja, wobei hier schon gesagt wurde, hier wurde ja schon gesagt, der Yogi kommt und wenn der Yogi kommt, geht's ums Ballern. Also, wenn Yogi kommt, geht's ums Ballern. Oder morgen die Info, wann die Release-Datum bekannt geben. Ja, irgendwie sowas. Gab's viel Spekulatius. Spekulatius ist auch das beste Spekulatius Leben. Also, ne? Darauf bin ich am meisten gehypt morgen. Taking Flight, hoffentlich Quantum. Nein. Wie kann ich noch SC spielen, wenn ich weiß, wie die Star Map mal wird? Das ist Hammer, oder? Das ist der absolute. Also, die Star Map, Wurzel, hey. Mich hat's vom Hocker gehauen, wortwörtlich. Und es war ein Klatsch. Ja, ihr, Hier so. So ungefähr. Da hat der Stone Cold dich einfach, ne? Stone Cold mit dem Stuhl gehauen. Ja, so irgendwie. Muss ich wieder löschen. Sonst kriege ich Ärger. Explore and improvement for every aspect of space and atmospheric travel. Ja, stimmt. Stimmt, das könnte, ja. Also der Stuhl. Also dein Stuhl hat's wirklich zerrissen. Ja, aber nochmal, Leute, also Crash Academy, Dankeschön. Vielen Dank für den unglaublich wunderschönen Host. Dankeschön. Elias, vielen Dank für 76 Monate. Dreis, haben wir uns im Discord? Haben wir uns irgendwie im Discord? Haben wir uns da irgendwie...
im Discord. Ansonsten hau das mal bei den Schlachtenbummlern vielleicht irgendwo rein. Weil da bin ich im Discord. Ansonsten, warte mal. Freunde hinzufügen. Boom. So. Das bist doch du, oder? Der Vogel hier. So ein Vogel? Das bist du, oder? Hoffe ich. Ich hoffe, das bist du. Ansonsten, ich habe dich jetzt hinzugefügt. Ja, Rabinator. Rabbi, was machst denn du hier? Der Klappstuhl ist, glaube ich, gerade kaputt gegangen. Ja, Rabinator. Rabbi, was machst denn du hier? Der Klappstuhl ist, glaube ich, gerade kaputt gegangen. Ich glaube auch. Nun, also, um das nochmal aufzupassen, was heute Mittag auch schon passiert ist. Geh mit dir? Ja, und ich bin mitsamt des Kissens von dem Stuhl runtergerutscht. Shit, der ist wirklich einge... Das tut mir so... Oh, weia. Ja, ich schaue einfach von hier unten. Ja, das ist ja auch schön. Ich würde sagen, ich habe noch einen anderen von einer anderen Bauart unten. Den will ich dann glaube, mal. mit dem Kissen mal weiter vorgerutscht, bis ich da... Während die beiden jetzt versuchen, hier wieder klarzukommen. Der hat sich wirklich zerlegt. Ja, den hat's halt mal geklappt. Hier, so sollte ein klappen. Was hast denn du damit gemacht? Nicht aus. Ich bin also offiziell too fat. Ja, Rabinat. Was zur Hölle hast du mit diesem Stuhl angestellt? Stark. Oh Gott. Sehr gut. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Elias, vielen Dank für 76 Monate. Dankeschön. Vielen Dank, mein Lieber. Geil. Das ist nur der Turbo-Modus, ja. Der war schon rostig. Ja, klar. Also klar, das Material war schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und so. Bin fertig mit Aufholen. Die neue UI-Elemente für die Karten sehen sehr gut aus. Papa Dagobert, die sehen mega gut aus. Ja, war zu schwer, sieht man doch. Also das würde ich jetzt so, ja, also ich würde sowas ja nie behaupten oder sagen. Aber schön, da hattet ihr eine Menge Spaß. Ich werde morgen auch endlich mit dem Tobi zusammen machen können, weil der Tobi, der musste heute auf eine Hochzeit gehen. Wisst ihr? Der Tobi hat heute so, oh, ich gehe jetzt auf eine Hochzeit und hab gar keinen Bock auf die CitizenCon und so. So, ja, wollt ihr ja keinen Sessel streamen. Oh, das wäre doch aber auch geil. Wenn ihr schon da zu dritt sitzt, dann setzt euch doch auf so ein schwarzes Sofa. Nee, lassen wir das. Nicht so gut dann. Das stimmt. Das ist nicht so gut. Ja. Also, nur dass ihr die Neuen, die jetzt hier gerade reingekommen sind, damit ich mir direkt Feinde unter euch mache, die mich vielleicht noch nicht kennen. So eine schöne schwarze Ledercouch. Ja, finde ich super gut. Und dann so ein Holztisch irgendwie noch davor gestellt. Ja. Finde ich irgendwie ziemlich gut. Also es gibt hier so ein Schiff, was ich habe. Und dieses Schiff, was ich hier habe, das werde ich einschmelzen. Morgen höchstwahrscheinlich. Jetzt nicht die Follows und so zurückziehen, okay? Das hat schon seinen Sinn. Achso, ich wollte den Text vom Tobi von vorhin noch lesen. Der Tobi hat vorhin irgendwas geschrieben, dass ich die Endeavor nicht einschmelzen soll. Das war so ein langer Text, da habe ich mich nicht getraut.
den zu lesen. Big Ben, vielen, vielen, vielen Dank auch dir. Dankeschön. Endeavor bitte behalten. Echt jetzt. Auch wenn die eventuell später 12 Leute braucht oder so, kann man bestimmt so fitten, dass wir mit 4 engen Leuten damit rumfliegen und sie vermieten für andere. Hier kannst du Pflanzen anbauen, hier kannst du deine Cutty Red landen, hier beschleunigen wir Teile mit dem Teilungsbeschleuniger für dich. Ja, nein, die Endeavor, die bleibt auf jeden Fall. Santas, auch dir vielen, vielen, vielen Dank. Die Endeavor bleibt auf jeden Fall. Da musst du dir keine Sorgen machen, die Endeavor bleibt. Nur, dass ich bei der Endeavor 120 € nochmal sparen kann. Das LTI, davon wird wahrscheinlich am meisten wehtun. Nö, überhaupt nicht. Machst du es jetzt ernst? Ja, ich mach's jetzt ernst. Ich bin ja nicht mehr in der Orga, in der ich vorher drin war. Ich habe alle 3 Zeus gekauft und die neue Karte auch. Habe ich auch vor. Habe ich auch vor. Habe ich auch vor. Aber ich will kein Geld mehr ausgeben, weil ich ein bisschen sauer auf CIG bin. Weil die sind nicht die kulantesten Menschen, die ich je gesehen habe. Deswegen bin ich da ein bisschen sauer und will nicht nochmal extra Geld ausgeben. Allein bei einer Kraken, wenn man einmal durch ist, die Sachen zu reparieren, kann man wieder von vorne anfangen. Ja, das Ding ist halt einfach, ich habe halt keine Orga mehr, die im Background steht, wo das das Flaggschiff jetzt wäre. Ja. Das ist kein Flaggschiff mehr. Und ich spiele alleine oder mit der Community. Und das ist kein Community-Schiff. Eine Kraken ist... ein Community-Schiff ist ein Schiff, was ich ausparke, wo ich sage, du machst das, du machst das, du machst das und wir machen halt einfach. Ja? Die Kraken ist kein Community-Schiff. Die Kraken ist ein Support-Schiff für etwas, was man vorhat. Wenn ich jetzt sage, hey, lasst uns heute Mining machen und wir sind, keine Ahnung, 20 Leute, dann kann man diese Kraken da hinstellen, ja. 10 Leute fliegen mit einer Prospector oder mit einer Mole oder sowas durch die Gegend und dann lädt man erstmal die ganzen Kisten in die Kraken ein oder sowas. Für sowas kann man das machen. Ja, aber dann steht die Kraken da leer rum und das macht keinen Sinn. Die Kraken ist ein Schiff, was für einen Angriff gedacht ist, für einen großen Angriff gedacht ist, dass die Leute da vielleicht respawnen können oder sonst irgendwas. Aber das ist kein Schiff, was man einfach mal so hat. Macht keinen Sinn. Zeus sieht so schön aus und ich weiß nicht, welche ich will. Also ich will alle 3. Ich kaufe mir definitiv alle 3. Definitiv. Definitiv. Mit ganz, ganz, ganz großer Sicherheit. Ganz große Sicherheit. Und hier bei dem Bild ist noch nicht klar, ob ich die will, die Orion, oder ob ich die Polaris behalte. Hab die Zeus MK2 CL gegönnt. Nice. Schöner kleiner Frachter. War doch der Frachter, ne? Schnell mal gucken. Ja. Da hat man dann lieber einen mit einer Starfarer, einer Hull C und dann Mining Refinery Schiff als Community Action. Deswegen steht die hier. Hier steht ja RSI Comet drüber. Wir nennen die ja immer so, ja. Wir nennen die immer so, weil es ein cooler Name wäre. Und die ist größer als die Mole, ist aber kleiner als die Orion. Und mit der kannst du dann auch alles machen. Und dann hast du noch eine Galaxy daneben, die nochmal refined oder sonst irgendwas macht. Also ich finde die Hull C, nach dem, was ich heute gesehen habe, gar nicht mehr erstrebenswert. Eine Hull C ist cool, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich greife irgendwas an. Ja? Ich greife jetzt irgendwas an. Das hier ist das Schiff, was ich angreifen will. Und dann interdikte ich das, ja, mit dem Schiff hier. Das interdiktet. Und dann habe ich ja noch ein paar Kampfschiffe. Und das Schiff, das haut ja in eine Richtung ab. In der Regel. Nach dem, was ich heute gesehen habe, ja, wir haben jetzt hier die Hull C oder die Hull D oder die Hull I. Dieser Teil hier ist ja der hinten ist.
Das bedeutet, dass der Teil, wo man so oder so dann drauf schießt, wenn man hinter einem Schiff herfliegt. Also, wenn ich hier mit Ballistics reinrotze wie so ein Gestörter, dann treffe ich definitiv Komponenten, die kaputt gehen. Da braucht man sehr viele Mechanics. Ich meine, das ist alles so auf einer Ebene, was ja sehr, sehr gut ist. Bedeutet, der Mechanik, ja, der steht da und hat dann 3 Komponenten und so. Und die sind alle auf einer Ebene und die kann er schnell reparieren. Aber ich glaube, da brauchst du wirklich, so wie ich vorhin gesagt habe, am besten für jede Komponente in deinem Schiff stellst du einen Mechanik hin. Und dann lohnt es jetzt nicht mehr so. Ja. Also, ja. Das Ding ist, ich hab 3 Hull-Cs gerade, also 3 Hull-C CCUs rumfliegen. Davon 2 sehr, sehr teure und eine normale. Vielleicht holt man die auch erst nochmal, bevor man jetzt was anderes holt, ja. Also zum Beispiel sage ich, okay, bevor ich jetzt die Odyssey hole, hole ich eine Hull-C. Und dann behalte ich erstmal die Hull-C, weil ich finde die Carrack jetzt nicht so geil. Die Odyssey finde ich geil, die Carrack finde ich nicht so geil, also behalte ich erstmal die Hull-C und spiele erstmal ein bisschen mit der. Vor allem jetzt, wo wir ja mehr Punkte haben, wo wir endlich kaufen und verkaufen können bei der Hull-C. Das ist kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich die dafür benutzen werde, ja. Ah, wie gesagt, die Kraken ist einfach zu groß für mich. Die Kraken ist zu groß für mich und ich habe es vorhin schon gesagt und ich war den Tränen sehr nah vorhin, was das für ein geiles Gefühl war, als wir die damals gekauft haben und so weiter und so fort, aber ich verbinde damit eigentlich nur noch Negatives und die lohnt sich halt nicht. Ich gehe mal schlafen, starten wir morgen wieder um 19 Uhr, Basti. Dann kurz Recap, weil so richtig werden sie ja wieder um 20 Uhr erst starten. Ich würde morgen früher anfangen wollen. Heute habe ich nur so spät angefangen, weil ich es wichtig fand, dass mein Before You Buy vorher noch geguckt wird. Und ja. Oh, eine Sache, wo gerade 8 Millionen Leute hier zugucken. Ich würde euch gerne einen Link raushauen. Und wir gucken den zusammen, aber ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr den anklickt und vielleicht ein Like da lasst. Ja. Weil hier sind gerade so viele wundervolle Menschen. Und dieses Video ist ein Video nicht im normalen Sinne von hab ich mal eben gemacht. Ist ein Infovideo, ist ein Tutorial-Video oder sowas. Sondern das ist wirklich ein Video, wo 40, 50 Stunden reingeflossen sind. Würde ich mir sehr, 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 sehr dolle von euch wünschen, weil es gerade so viele sind und ich weiß, dass die Crash Academy eine super geile Community hat, dass ihr da eventuell einfach ein Like reindonnert und das Ding laufen lasst. Ja. O-Dog, vielen Dank, grüß dich. Weiß jemand, welches Leihschiff man bekommt? Für die Zeus bekommst du die A1 derzeit. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen, wirklich. Ich hau euch jetzt erstmal den Link hier in den Channel. Ja, ich hau euch erstmal den Link in den Channel. Dann könnt ihr, wie gesagt, macht's einfach an, lasst es durchlaufen. Von mir aus leise oder sonst irgendwas. Aber würde ich mich extremst drüber freuen. Und dann gucken wir das jetzt zusammen. Einmal hier im Stream. Ja. Dann gucken wir das jetzt einfach gleich zusammen hier im Stream. Weil das ist ein Herzensprojekt von mir. Machinima, was ich quasi selbst gedreht hatte. Was wir jetzt gedreht hatten, mit 3 Leuten. Und meine Frau war noch ein Sprecher. Ja. So, wir gucken uns das einfach mal an. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wie ihr es findet und überhaupt. So. Ihr könnt auch Daumen runter dann machen. Ja, wenn ihr es scheiße findet, macht einen Daumen runter. Aber lasst gerne Feedback da. So.
Hier spricht Commander Morgan, der UEES Kerberos. Wir warten noch immer auf das Eintreffen einer Freelancer der Expeditionsklasse hier auf Terra. Diese startete vor einigen Wochen in Tanga und macht Rast vor dem letzten Sprung Richtung Terra im Bereich Microtech. Der letzte Funkspruch wurde vor 2 Tagen nahe MiG L1 abgesetzt. Wir verlangen von Ihnen, diesen Bereich zu durchsuchen, um mit sofortiger Wirkung die dort verfügbaren Waren uns zukommen zu lassen. Wir sprechen hier von Waren der Gefahrenklasse A. Ich sollte Ihnen nicht erklären müssen, welche Risiken ein Verlust dieser sein sollten, Captain Walker. UEES Kerberos Ende. Starten Sie sofort Richtung MiG L1. Der Rest in den Kartografieraum zur Einsatzbesprechung. Chef, Steve, wach auf! Was ist los, Jack? Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die UE hat einen Funkspruch reinbekommen. Ich konnte leider nicht alles verstehen. Außerdem wollte ich nicht, dass die merken, dass ich in ihrem System bin. Es geht aber wohl um eine Freelancer, die bei MiG L1 dort festsitzt. Die haben Gefahrenklasse A geladen. Weißt du, was das Zeug im Pyro wert ist? Gefahrenklasse A? Hört sich gefährlich an. Chef, wir hätten ausgesorgt. Das Zeug muss 100.000 OEC wert sein, wenn nicht sogar noch mehr. Der Funkspruch kam von einer Pegasus. Muss also wichtig sein. Du hast recht. Wir warten schon viel zu lange darauf. Bist du sicher, dass die Carrack dich nicht in ihrem System bemerkt hat? Laut meinem System nicht. Sonst hätten die locker versucht, mich da rauszuwerfen. Na gut. Worauf warten wir dann noch? Verdammt, wir sind nicht die Ersten. Die Caterpillar gehört bestimmt zu einer anderen Gang. Steve, die Scans ergeben, dass weder auf der Freelancer noch auf der Caterpillar Leben existiert. Hört sich an, als wäre hier etwas gewaltig schiefgegangen. Lass uns besser abhauen. Ich kann die Credits wirklich gut gebrauchen. Ich habe bei so vielen Leuten Schulden. Meine Familie ist dadurch in Gefahr. Lass uns das durchziehen. Wahrscheinlich ist da nur eine Box mit Gasen aufgegangen und die sind alle durchgedreht. Mit Helm sind wir da 100% sicher. Da wirst du wohl recht haben. Deine Familie, schließlich auch meine Familie. Das ist wahrscheinlich ein einmaliges Ding für uns. Lass uns näher ranfliegen und das im Auge behalten. Okay, du gehst da rein. Wenn dir irgendetwas komisch vorkommt, verschwindest du. Geht klar. Steve, was holst du dir von deinem Anteil? Jack, lass uns das Ding erstmal durchziehen. Ach du Scheiße! Welcome! Was? Was ist los? Jack, komm da sofort raus. Alles gut. Hier war nur eine Riesenschießerei, überall ist Blut und Kugeln. Aber wie ich sagte, hier ist eine Kiste offen. Irgendeine Droge, die Jungs hier durchdrehen hat lassen. Das erklärt auch, warum das Zeug Gefahrenklasse A hat. Ey, sei bloß vorsichtig, Jack. Mach dir keine Sorgen. Hier lebt ja keiner mehr. Ich hab die Scanner der Herald erst gestern geprüft. Die wird sich nicht irren. Na, wenn du meinst. Hier im Laderaum ist echt sehr, sehr ruhig. Schon ein bisschen gruselig, aber ist auch keine andere Menschenseele an Bord. Aber wir hoffen, dass das so bleibt, Jack. Geh bloß kein Risiko ein. Ich bin jetzt durch das Habitat durch und gehe Richtung Brücke hoch. Ja! Jack, was ist da passiert? Melde dich! Verdammt, was macht der Kerl? Jack, melde dich! Verdammt! Jack! Ich lass dich hier nicht im Stich. Bleib, wo du bist, ich komm rüber. Oh Gott. Er hatte nicht Unrecht. Hier ist alles den Bach runtergegangen. Jack? Ich bin gleich bei dir. Ist das dunkel hier?
Jake, was ist passiert? Verdammt. Ich wusste doch, dass das ein Fehler war. Was sind das für Viecher? Lasst mich in Ruhe. Ah! Hallo. Zum Ziel. Vielen, vielen Dank. Hi. Immer schön durchlaufen lassen wegen Watchtime und so. Ja. Also wie gesagt, ne? Gerne, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, guckt es euch an, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Nur so kann man Feedback aufnehmen. Ja, das ist so ein Ding, was ich gemacht habe. Boah. Ne? Fand ich schön. Hatte ich Spaß dran, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich ein bisschen Spaß dran und der ein oder andere ebenso, nicht wahr? Der ein oder andere ebenso, der da mitgemacht hat. Cool. Cool. Das ist korrekt. Ne? Dieser Obstkuchen hat er nämlich mitgemacht. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich bin durch für heute. Und ja. Keiner von den Leuten, die ich kenne, ist mehr live. Absolut niemand. Was ist denn? Wie viel Uhr haben wir denn? Ach so, wir haben kurz vor 4. Ja, das erklärt so einiges. Dann machen wir jetzt noch zum Abschluss. Ein schnelles Stardel. Ja, haben wir noch ein ganz schnelles Stardel, würde ich sagen. Und dann hauen wir uns auch mal ins Bett. Wir fangen wie immer an mit der Gladius. Und die ist völlig falsch. Ein 2-Mann-Schiff. In 3 Stunden muss ich wieder einen Stream moderieren. Lohnt sich nicht zu pennen. Also, weiß ich jetzt nicht. Wenn man um 7 aufstehen muss für einen Stream, um den zu moderieren. Das muss, ganz ehrlich, Obstkuchen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das muss ein 10.000-Mann-Stream sein. Ansonsten weiß ich nicht, warum man Moderatoren braucht. Die Communities auf YouTube vor allem, auf Twitch sind so leise geworden, dass man da Moderatoren braucht. Weiß ich jetzt nicht. So, Gladius ist nett, es ist ein 2-Mann-Schiff. Wir machen mal eine Hurricane, ist es nicht, weil es... Ne, doch, die Hurricane könnte es sein. Ist auch kein Heavy Fighter. Okay, wir haben ein Schiff zwischen 90 und 210 Ocken. Mit mehr als einem SCU-Laderaum, was kein Fighter ist. Fighter können wir genau komplett alle ausschließen. Es ist ein relativ frisches Schiff. 2 Mann, frisches Schiff, kein Fighter. Also, es kann keine Vulture sein, weil 2 Mann. Es kann keine Prospector sein, weil 2 Mann. Können wir auch ausschließen.
Was haben wir noch im Zwei-Mann-Bereich? Was haben wir noch im Zwei-Mann-Bereich in diese Geld? Gladiator kann es nicht sein. Expense weiß ich nicht, wie viele Leute die hat, ganz ehrlich. SRV weiß ich auch nicht, wie viele Leute die hat. Freelancer Max hat auch mehr als 2. Ballista hat mehr als 2. Elias, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Expense hat nur einen, okay. Die Raft hat 2. Könnte die Raft sein. Bam! Let's go. Let's go! So easy ist das. Cool. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz wunderschönen Tag. Nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute von der Crash Academy, die hier reingecrashed sind. Ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Ich wünsche euch allen, die dann morgen hoffentlich auch wieder bei der Crash Academy zugucken, ganz, ganz viel Spaß beim zweiten Teil von der CitizenCon. Gerne einfach hier, wenn ihr noch einen zweiten Voice haben wollt oder sowas, auch gerne hier reingucken. Aber ich weiß, dass ihr da gut aufgehoben seid. Vielen, vielen Dank. Euch einen ganz, ganz, ganz wunderschönen restlichen Morgen. Ja, für die, die jetzt gerade aufgestanden sind. Hi. Für die, die jetzt ins Bett gehen, gute Nacht euch. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Lasst gerne ein Follow da. Hier oder auf meinem YouTube-Kanal oder wo auch immer ihr Bock drauf habt. YouTube bin ich auch live. Oh. Das läuft ja gut. Das läuft ja hervorragend, würde ich sagen, mit meinem YouTube-Link. Das ist dieser hier. Fire Weird Bug. Dir. Gleich safe und so. Ich wünsche euch was. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, bis morgen. Eventuell. Ansonsten vielleicht bis irgendwann. Ciao, ciao. Thank you.